Hallöchen da draußen und herzlich willkommen im Stream. Ja, Brezelchen, ja, ist richtig. Korrekt. Und ich habe euch keinen Lag erlaubt. Lag ist verboten. Was soll das? Hallo, hallo Lilith. Hallo, hallo, hallo. Ui, ui. Ich sollte mich nicht zu weit drehen. Im verkabelten Headset. Ja, hey. Ja, überfressen geht so. Geht. Ist ein paar Stündchen her. Ist wirklich ein paar Stündchen her. Ja. Boom, ja, hallo, Kadaver. Uff, da ist auf einmal Kadaver. Ja. Habt ihr bestimmt, oder? Habt ihr mal rumexperimentiert mit dem Low Latency oder nicht Low Latency? Das irgendwelche Unterschiede macht? Ansonsten weiß ich auch nicht. CPU läuft amok, echt? Okay. Interessant. Anderer Browser oder so. Mir ist auch schon aufgefallen, also der Firefox, der ist, was die CPU angeht, ganz schön krass. Also, ja, auch je nach Rechner, aber ganz schön schlimm. Und so Chrome-basierte Browser, ja gut, sind auch scheiße, aber manchmal ein bisschen, sagen wir mal, genügsamer. Komisch. Aber dass die dann so hart abgeht, ist ja auch merkwürdig. Tja. Will kein Chrome oder Edge. Ja. Kannst du Vivaldi ausprobieren? Oder, keine Ahnung. Nur einmal zum Testen. Vielleicht rennt der wie Nachbars Lumpi. Ich habe keine Ahnung. Ganz, ganz dolle. Und dann sagst du, ui. Und dann holst du dir ein Chromium-Bild von Chrome. Einen entgoogelten Chrome oder so. Tja, keine Ahnung. Just saying. Man kann ja einfach mal experimentieren. Tja. Naja, aber wenn ihr nicht wollt, dann esse ich halt ein Brezelchen. Ja. Selber schuld. Knupse ich euch halt an. Und sonst, abgesehen vom Rumlaggen, was habt ihr so gemacht? Ist das Wochenende soweit okayisch zu euch? Das ist die wichtige Frage. Und wenn nicht, dann werden wir das jetzt verbessern. So gespannt auf die Story, ja. Ich bin auch gespannt, was uns da noch erwartet, ja. Die letzten 2 VODs nochmal geschaut. Oha. Dann bist du sehr gut informiert, wahrscheinlich besser als ich. Was Vorteile bringen könnte. Ich habe allerdings, warte mal, also zu einer Sache und einer Person hatte ich noch eine Idee. Ich verrate das jetzt noch nicht. Zu einer anderen hatte ich mir allerdings auch was gedacht. Ich weiß aber nicht mehr, wie das war. Müssen wir gucken. Ich komme bestimmt noch drauf. Oder auch nicht. Naja, früher oder später vielleicht. Genau. Notizen gemeint. Einfach. Sehr gut. Ja gut. Ihr wisst ja, wenn ich weinend in der Ecke sitze, dann ist es Zeit. Dann ist es Zeit, die Notizen aus der Schublade zu holen. Ja. Das war ein Ding das letzte Mal mit dem also mit dem Ende, oder? Dass ich so rein zufällig in dem Moment noch ausgerechnet ihn abschieße. Und damit das erste Ende trigger. Aber macht ja irgendwie auch Sinn, ne? Er muss ja eigentlich das Portal öffnen, aber wir haben ihn halt vorher erschossen. Das ist dann dieses Zeitparadoxon, das wir da erschaffen sollten. Zack, bumm, ja. Chrome.
Hinweis, der nicht als Quest aufgeführt ist. Okay. Also das musst du jetzt wissen. Ob du mir den nennen kannst? Was passiert, wenn wir sterben? Aha. Ja. Gute Frage. Also wir haben ja prinzipiell eine Health Bar. Und die ist, soweit ich mich entsinne, noch nie auf 0 gefallen. Ja, wir wurden zwar schon mal angeschossen, da auch von dem Meuchelmörder, aber ich glaube, der hat uns ja nicht erlegt, ne, letztendlich. Das könnte man halt einfach mal probieren. Und wir haben uns natürlich einmal von der Klippe da gestürzt, aber wir sind ja bekanntermaßen dabei nicht gestorben. Weil wir in das Wasser gejumpt sind. Oh. Ja. Wir könnten ja zum Beispiel einfach mal die goldene Regel brechen und abwarten im Grunde, uns erschießen lassen, ne? Zum Beispiel. Oder einfach mal irgendwo runterjumpen, wir haben ja die eine Stelle da, und versuchen quasi daneben zu fallen. Vielleicht geht das ja auch. Das fände ich eigentlich noch interessanter, ob das geht. Na, mal gucken. Mit den Christen. Oh, da müssen wir übrigens, apropos Christen, wir müssen mal zu der einen da hoch, beziehungsweise zu dem einen hoch, der runterjumpt. Müssen wir auch nochmal mit reden. Wir müssen so einiges. Hallo Tom. Hallo 1 Löwe. Hallo. Ein Brief, den ich gelesen habe, haben wir den eventuell in unserem Inventar? Dann könnten wir den ja noch einmal zu Rate ziehen, eventuell. Und wenn nicht, dann fängt das mit dem in der Ecke sitzen und weinen an. Oder können wir den anderweitig irgendwo herkriegen? Aber das ist dann komisch. Also wenn das schon irgendwie so ein Hinweis ist. Naja, gut. Wir werden sehen. Genau. Aber ja, ich bin auch gespannt. Los effing geht's, oder? Ja. Habt ihr alle Kaffee und Eis? Oh Gott, jetzt hätte ich gern ein Eis. Ich habe die ganze Zeit nicht daran gedacht, aber jetzt will ich ein Eis. Ja. Radler, auch gut. Na, vielleicht später. 2 Sorten Eis. Ist das überhaupt erlaubt? So viel Sorten. Das ist zu viel. Ladida. Naja, sei dir gegönnt. Whatever. Was ever. Oh. Kokos, Schlagsahne und Schoko-Cookie. Es klingt ja fast wie 4 Sorten. 3 Sorten. 2 mal 1,5. Nur Schoko. Das ist natürlich schon traurig im Vergleich. Ja. Schon ein bisschen low einfach. So viele Geschmäcker. Uff. Kaltes Eis, warmes Eis. Ja. Gut. So. Okay. Kennt ihr das bei Eis? Also kommt auf die Eissorte so ein bisschen an, also sahniges Eis. Denke ich mir jedes Mal, lass das jetzt ein bisschen anschmelzen, dann wird das viel, viel besser. Und ich kann mich dann aber trotzdem nicht davon abhalten, ständig da rumzukratzen, weil ich einfach zu geil darauf bin. Dann ist es auf einmal weg und es war überhaupt nicht angeschmolzen. Eigentlich sollte man es einfach 5 Minuten stehen lassen, aber ich schaffe das nicht.
Ja, zu eisgeil einfach, genau. Das ist komisch. Im Kratzeis war das genauso. Es war viel zu hart eigentlich. Das war voll scheiße zu kratzen. Hätte man es einfach mal 5 Minuten stehen lassen, dann hätte sich das ein bisschen gelöst. Aber nein, ich kann nicht aufhören. Ich guck mal eben, was wir für Errungenschaften haben. Loop through time once, reach ending 1 of 4, steal 2000 coins after the golden rule is broken. Ja. Ich bin ein bisschen gespannt, ob wir jetzt das Geld haben eigentlich, dass wir, naja, wahrscheinlich nicht, das letzte Mal geklaut haben. Ah ja, aber wir hätten da noch Optionen, ein bisschen Geld zu beschaffen. Ich bin mir nicht so sicher, wozu genau momentan, aber mal gucken. Ich weiß wieder, was das andere war, was ich überlegt hatte. Ich weiß aber nicht, ob ich euch das jetzt... soll ich das jetzt ausführen? Ich behalte das erstmal für mich, aber ich weiß wieder, was es war. Jetzt gerade, wo ich Geld sage. Enter a villa with a daring leap, pipapo. Naja, ganz, ganz viele Sachen haben wir. Ja. Schiebst du die Lilith einfach vor dich. Ja, so ist gut. Der stolze, starke, tapfere Löwe, ey. Uff. Oh. Oh. Er wirft dann einfach mit Lilith. Oh. Tom ist special. Ja, stimmt. Da ist so ein bisschen Lilith. Na, so, ja, doch. Geht so. Und das ist das Lö? Schon ein bisschen, oder? Sehr gut. Ja. Ach, da muss ich auch noch was weiter basteln. Ah, so viel zu tun und so faul. Das ist schlimm. Schleichwerbung ohne Schleich. Was ist eigentlich, wenn der Modelltierchenhersteller Schleichwerbung macht? Ist es dann Schleichwerbung? Kann der eigentlich auch nicht Schleichwerbung machen? Ich weiß es nicht. Ganz komisch. So. Jedes Mal, wenn jemand Schleichwerbung erwähnt, ist es dann Schleichwerbung für Schleich? Wahrscheinlich. Alle Pfoten weg. So. Pfoten auf den Tisch. Nee, unter den Tisch. Nicht auf den Tisch. Nicht die Tastatur und Maus angrabbeln. Ja. Die Pfoten gefälligst unter den Tisch. In die Hose. Einfach in die Hose stecken. Dann könnt ihr nichts kaputt machen. Ach, dann könnt ihr aber auch nicht mehr chatten. Das ist auch nicht gut. Ja. Ich muss auch mal im Discord streamen, oder? Und dann labern wir einfach alle zusammen. So wie Jay das mal gemacht hat. Das war auch lustig. Und was will ich auch mal machen? Es war irgendwie sehr... Weiß nicht, so persönlich irgendwie. Ganz komisch. Ganz komisch, so persönlich, ja. Nicht die Millionen Zuschauer hier und die große Mauer zwischen dem Promi und der Zuschauerschaft, weißt du? Ja. So. Ich meine, klar, theoretisch könnte man über Discord hier auch natürlich Leute dazu holen. Aber es ist einfach nochmal direkter, wenn das wirklich in Realtime ist und nicht ein paar Sekunden verzögert. So. Anstrengend und ungemütlich. Nein, also es muss ja auch nicht jeder mitmachen. Man kann ja einfach auch so zugucken. Aber wer halt Lust hat, irgendwie zu labern, der kann halt labern. Ne? Ja.
Ja. Ich weiß, meine Voice ist ungemütlich. Das tut mir sehr leid. Ich entschuldige mich dafür, dass ich euch immer hier so zuschwalle. Der Stream wäre natürlich 1000-mal besser. Ohne mich. Aber naja. Ja, so ein Ask Me Anything, oder? Machen wir mal. Ja. Oh Gott. Nein, Tom würde natürlich schweigen. Das ist ganz klar. Oh. Uff, 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 ich sag's euch, ey. Ja, nee, gut. Naja, jetzt habt ihr mich halt an der Backe, so ist es halt. Ja, habt ihr Pech gehabt. So, los. Ah. La, 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 la. Also. Forgotten City, oder? So. Gut. Dann ist das gesetzt. Genau, genau. Dann muss ich gleich noch Kamera umstellen und bla. So. Dear Villagers. Ah! Da. Oh. Und dann machen wir so und dann machen wir so, oder? So. Oh. Forgotten City. The Forgotten City. Fortfahren. Wir gucken mal, wo wir jetzt landen und wann wir jetzt landen. Wenn wir einfach fortfahren sagen. Okay. Okay, wir sind hier oben beim Tempel. Ja. Ach ja, hier wollte ich gucken. Gut, wir haben nicht die 2000 irgendwas Denare. Aber trotzdem haben wir ein bisschen was. Ist auch gut. Okay. Okay. So, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Hallo Anskom. Hallöchen. Ich spreche mit ihren Worten. Wir sollten noch mal Dings fragen. Die Priestess. Wir sollten die Priestess noch mal fragen, ob wir hier über den Tempel noch mal sprechen können. Da haben wir doch was zugeflüstert gekriegt, oder? Gucken wir mal. Gucken wir einfach mal. Ah. So. Lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich. Und nicht gruseln. Nur ein bisschen. Oh. Ist sie hier? Sie ist hier. Aha, Equitia. Equitia, sagt sie, glaube ich. Equitia. Das Tagebuch, ja, wahrscheinlich schon, das stimmt. Ja, wir können das ja im Grunde nochmal genauso machen wie letztes Mal, nur wir erschießen halt nicht den Magistraten. Das ist vielleicht dann, oder? Ich probiere einfach mal alles durch. Oh my. I take it, Peep. I suppose you... Ich probiere es mal. Ich hab's eilig, ich probiere das mal. Oder... Nee, ich mach das. Lalala. Haben wir darüber noch nicht gesprochen? Okay, dann. You really don't know? You are from far away, aren't you? Doch, haben wir doch I am gefragt. one of the priestesses, charged with keeping the sacred flame in Rome's shrine of Vesta burning. I take it you know who Vesta is? Doch nicht. Und die mir auf die Sprünge helfen. Vesta is the mother goddess of hearth and home, and the guardian of the Roman Ich auch nicht. Also, was machst du hier?
Simply, I tend to the temples, ensure their sanctity is preserved. Tempel. Aha, warum? Why? So that we continue to honor our gods, invite their blessings, and not bring their wrath down upon us, of course. It's vital that we keep them appeased and remain in their good graces. So. Gut. Tja. Wisst ihr, wie man hier I rauskommt? don't, I'm afraid. It seems to me we're exiled here until the gods judge us, one way or another. Goldene Regel. I'm quite sure it's the work of the gods, which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We asked for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. But here, it seems they require much more of us. I find myself reminded of an especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Would you like to hear it? Nee, It is rather long. das hatten wir schon. Gibt es eine Kurzfassung? I suppose so. Jupiter and Mercury put a town to the test by disguising themselves as vagrants and asking for shelter there. Everyone turned them away and failed that Genau, test. genau. Except for an old couple named Baucis and Philemon. And then some, but I... Genau. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass die Götter euch jeden Moment töten können, die ihren Test nicht bestanden habt und sie müssen euch nicht einmal sagen, wie ihre Gegner... Nee, I'm pleased to hear it. nee, nicht auf die Götter und so. Wie läuft die It must be Wahl? completed by... It'll be... But why do you ask? Das mit dem Nominieren, das können wir dann noch mal I machen, like the genau. idea, but I know Galerius well, and his position has always been that he won't run unless Malleolus withdraws. It was only yesterday that he said to me he'd only ever run if it was absolutely necessary to make sure Sentius wasn't re-elected. So, I suppose if you'd like to see Galerius elected magistrate, Genau. you'd need to persuade Malleolus to withdraw somehow. Da hätte ich vielleicht so eine ganz komische Idee, aber mal gucken. Okay, das ist alles mit der Wahl. Leute nachgefragt, die gelandet sind. Interesting. Aber dann können wir nicht über den Sure Tempel reden why you're jetzt. telling me, Hm? but you've come to the right person. Did you find a pattern? Nee, das hatten wir alles schon. Oh, well, keep asking people. Livia's fate weighs heavily on my mind, and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Na gut. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Na gut. Ich würde gern noch mal das mit dem Clown machen. Die Muster, wo sie dann nicht in die Bäder wollte. Ave again. Sie hat das mal erwähnt, ja. Das stimmt. Können wir jetzt eigentlich in die Bäder? Weil der Meuchelmörder, den haben wir jetzt ja eigentlich, der ist ja dann. Ne? Das ist ja auch interessant eigentlich. Ich weiß aber nicht, ob ich trotzdem nicht einen Tag überspringen gehen werde gleich. Quasi. And did you notice anything? A pattern? Im Fluss, Gedächtnislücken. Flussufer, ich fange mal hinten an. Yes, I also. What else? That's true. What else? Da, Yes. da. Ja genau, das mit der jungen Frau. And did you happen to catch her name? Karen, I see. Kapuze. Was this Karen, by any chance, wearing a hood? Because I've seen her before. Das ist There's something I think you should see. Okay, I let's think go. you'd better follow me to the baths. In Ordnung, treffen wir uns bei ihm. Don't follow me too closely. We can't have people thinking we're bathing Geht er ja together. vorbei. Okay. Okay.
Okay. Und übrigens, mit Galerius sollten wir auch mal ganz dringend reden, ne? Hier. Also nicht unbedingt jetzt, aber... Greetings and salutations. Hallo. Ach nee, das ist Georgius. Entschuldigung. Trotzdem, wir sollten ihn mal aufsuchen. Der sollte doch irgendwie... Sollte doch da hinten sein bei diesen... was war das da nochmal? Bei dem hohen Zisterne oder so, oder? Irgendwie sowas. Naja, mal gucken. Ah, jetzt kommen wir hier rein. Ich weiß nur nicht, ob der Tag jetzt lang genug ist, um das hier zu machen. Naja, mal schauen. Mal schauen. Ui. Okay. Ganz nice ist so. Ah. Ganz nett. Ganz nett. Ich hoffe, dass hier mit dem Sauerstoff nicht irgendwann ein Problem wird mit so viel Feuer, aber nun gut. Wow. Wow. Krass. Das war komisch. So, da ist Equitia. Ich habe immer Equitia gesagt. Naja. Was ist das hier? Warum ist das denn so komisch abgebrochen hier? Okay. Kick. Oh. Okay, ja, hey, ja, hallo. Hallo. All right, you're here. Ja. You were asking how I knew the young woman you met by the river was wearing a hood. Richtig. Look down at the bottom of the baths. It's a little hard to make out in this light. If only we could see. Oh, what a marvelous lamp. But do you see it? Somebody waking up by a river in a forest to find a hooded figure with a coin. Ach. It's just as you described it. Only your pronunciation is a little off. The name you heard wasn't Karen. It was C-H-A-R-O-N, as in Charon, the ferryman of the dead. Charon, who, in exchange for the right coin, helps the souls of the newly deceased cross the Styx, the river that separates the land of the living from the land of the dead. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, but all I found was some loose change. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. I'm so sorry, my friend. I'm so sorry. I take it you know what this means. Dies ist die Unterwelt. I'm afraid so. It's all starting to make sense. All these people whose last memory was running from the fires toward the river. It seems none of them escaped with their lives after all. Perhaps we should be grateful they don't remember their final moments. It also tells us that the Golden Rule is the work of Pluto, the god of the underworld, and why his epithet has always been Father of Riches. I know it's a lot to take in, and you look as if you have questions, so I'll try to answer them if I can. Das ist ja... hui, okay. Also sind wir tot. That was my first thought too. In the old stories, the underworld was where the souls of the deceased were taken. But it was also possible for the living to reach it without dying, if they were particularly fearless. So I'm afraid I don't know. Aha. Es ist gar nicht so klar, ob wir schon hinüber sind. Was könnt ihr mir über Charon erzählen? Oh, I'm sorry. I keep forgetting you're not from here. If you were Roman, or even Greek, you would know these stories. Each of them is slightly different, whether the storyteller was Plato, Homer, Virgil, or Ovid. But they always involved the souls of the dead meeting a grim ferryman named Charon on the bank of a river. It was said that he'd help the new arrival cross, only if they could pay him with a coin, an obol. That's why it was once our custom to bury our loved ones with a coin in their mouths. Charon's obol, we called it.
Of course, an obol was a kind of Greek coin, because we inherited this knowledge from the Greeks. Wir haben da ja so eine Münze, ne? Nun gut. Warum habt ihr alle Charon nicht gleich erkannt? To be fair, the ferryman isn't exactly as the poets described, and he, she, they seem to appear to different people in different guises. You say you saw a young woman named Karen with a hood, and I once heard Kabash mention a stranger in a ram headdress named Kerti, and Rufius described meeting a stranger named Kumut Tabal wearing an eagle headdress. But whatever form this stranger took, they were always wearing a hood of some sort, and their name always began with a K sound. I suspect the only way you'll solve this riddle is if your paths cross again. Gucken, wie wir uns wiedersehen. Und wann und so. Warum gibt es so wenige Menschen in der Unterwelt? Das ist allerdings, das habe ich mich auch schon gefragt gerade. Es ist jetzt hier ja nicht gerade Menschen überlaufen. Good question. Let's see. In the stories, Charon would always require a coin as payment for passage across the river. But that never made any sense to me. What does an ancient immortal being need with coins? In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or she merely checked we had one in our possession. So, maybe there's something special about the coins each of us had on us. That might explain why we wound up here, but so many others did not. Vielleicht gibt es verschiedene Münzen, die an verschiedene Orte führen. Also. Wolltet ihr das vor mir verheimlichen? Ich probier's mal. No. I mean, I had my suspicions, especially after Livia's ramblings, but I would never have figured it out without your help, I promise you. Okay. Ich hätte das fast nicht gefragt, weil ich ist ja mal ganz offen zu uns. Now that we know where we are, we have to figure out what to do about it, if we don't want to be cast into gold for eternity. We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Orpheus, a Thracian poet. Sisyphus, a king of Ephyra. And Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret gate. So it seems you have 2 options: to confront the god of the underworld head-on, or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. Ja, Grüße an John. Grüße an John. Ja. Können wir nicht einfach auf dem gleichen Weg entkommen, wie wir auch hergekommen sind? Ja. Ist aufgefallen, dass ihr es vermeidet, den Gott der Unterwelt beim Namen zu nennen. Erzählt mir mehr darüber, den Gott der Unterwelt direkt zu konfrontieren. Verrate mir mehr über die Flucht der Hilfe von Proserpina, deinem Begleiter. Können wir das alles fragen oder muss ich mich entscheiden? Ich fange mal hier an. Wie wir hergekommen sind. Question, but the problem is, this place is fairly well designed to keep us here. There's no way to climb up the shaft. And even if you could build a ladder big enough, just trying it would break the golden rule. We know that, thanks to the writings left behind by those who've tried. Okay, stimmt, hier in den Bädern, das war ja die Story mit den gestapelten Leitern und so, ne? Im Schacht. Das war der Gott der Unterwelt beim Namen zu nennen. All Romans try to avoid saying it, and the reason is quite simple. He might hear us. You may refer to him as Pluto, if you wish, but you'll only be calling attention to yourself. Do so at your own peril. Wenn man den Namen 3-mal hintereinander sagt. Erzählt mir mal über die direkte Konfrontation mit Pluto. It's
everyone so blunt where you're from? That option would be the boldest, but also the only way to learn the truth about the Golden Rule, and maybe even put an end to it. As I said, Hercules managed to overpower the god of the underworld, but he was a demigod. Forgive my candor, but you are no Hercules. Was? Passe im Ärmel. Ja, ich habe meine Wits. Hercules konnte weder die Zeit manipulieren noch organische Materie in Gold verwandeln. Are you telling me that you can? I won't pretend to understand exactly what that means, but if that's true, then perhaps you stand a chance. So, if you want to confront him, I'll help you as much as I can. Ach du Scheiße. Who knows? Perhaps your name will be uttered in the same sentence as Hercules. Was habe ich But getan? first, you'd need an audience with you-know-who, and for that, you'll need to enter the great temple overlooking the city. The problem is, the door has been sealed shut for as long as I've lived here, and there doesn't even seem to be a keyhole. I suspect the answer lies in the desecrated obelisk in front of it. I'm not sure if you noticed, but there are 4 plaques missing from its base. It looks as though somebody, or a series of somebodies, forcibly removed them, and in doing so, dishonored and angered our divine keeper. If you could recover and replace all 4 of those missing plaques, I imagine he might be willing to receive an audience again. Mehr über den Obelisken erzählen? It's the towering stone monument with 4 sides and a pyramid-shaped head that stands before the great temple, a dedication to the god of this place. You'll find them all over Rome, but of course they were looted from Egypt many years ago. It seems one of them made its way here too, although how is a mystery. However, this one is unusual in that each of the 4 sides is decorated in a different style: Roman, Greek, Egyptian, and another I don't recognize. That means you'll need to recover 4 different plaques: Roman, Greek, Egyptian, and a 4th, a mystery plaque. Ja, nach dem Standort jeder fehlenden Tafel. Wo kann ich die römische Tafel finden? Weiß sie das überhaupt alles? Good question. To answer that, we first need to ask who would have defaced the obelisk in the first place. It would have had the god's name engraved into it, so it may be that whoever desecrated it wanted that name to be forgotten. And there's only one group of people I know of who might want to do that. There's a cult in Rome that often argued there is only one true god. Theirs, of course. They've been known to start fires, as well as deface religious monuments whose existence challenged their beliefs. If I were you, I'd go looking for them. Of course, they've all been in hiding since the fire last year, so finding them won't be easy. But I did hear a rumor they have a secret shrine somewhere in the city. Perhaps, if you could find that, you might be able to recover the Roman plaque. Die griechische Tafel? I don't know. But perhaps you should begin your search with the local Greek fellow, Georgius. Ja. His store is in the forum. Und Duli? Echt? Okay. 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 Wo kann ich diese ägyptische Tafel finden? Perhaps Kabash, our Egyptian resident, would be able to tell us. Unfortunately, he disappeared weeks ago. But I did hear Aurelia is peddling rumors about him at the tavern. So, perhaps you could talk to her. Or just take a look in his room. In sein Zimmer. Ah, so. Kabash hatte da ein Zimmer. Aha. Okay. Wo kann ich die rätselhafte Tafel finden? I'm afraid you're on your own with that one. But perhaps finding the other 3 will illuminate the way. Cool. Was anderes? Verratet mir mehr über die Flucht mit der Hilfe von Proserpina oder einem Begleiter. As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape.
and Aeneas was guided to the exit. The problem is, those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king, and a brawler about their own heroic deeds, so they should be taken with a grain of salt. First, Proserpina. What we do know about her is, well, it's a grim tale. It's said the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her into marriage. Ist sie vielleicht bereit, gegen ihn zu arbeiten, um uns zu helfen? Das ist furchtbar. Fragen wir das? If the stories are true, then I suppose so. The problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. I don't suppose you've come across one of those in your travels? Naja, hin und wieder höre ich, wie die weiblichen Statuen mir etwas zuflüstern. Ja. Truly? Ja. And you're only bringing this up now? Naja. Then again, I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Ja. Can you tell me more? Is it the same voice? What kinds of thing does it say? Stets dieselbe Stimme, sie ist hilfreich, wenn auch etwas kryptisch. Geht so. Manchmal ist sie ziemlich direkt, ehrlich gesagt. Fascinating. Perhaps she is a benevolent spirit. Or perhaps... Perhaps you're hearing the voice of Proserpina herself. If she has indeed been abducted, it would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detection. Tell me, has she told you anything that might lead you to the way out? Vielleicht. Sie sagte, wartet gegen die Strömung. Ja. Und ihre Tränen fließen durch die Stadt und sie weint, wo das Wasser fließt. That is strange. There are no rivers here. Let me think on that. Okay. Ich muss irgendwie in diese obere Zisterne gelangt. Ja, wollte ich sowieso hin, ja. Ja. Right. Because the current flows into the city through the aqueduct and into the upper cistern. I vaguely recall wondering what was in there, but the door at the back of the great temple is locked up tight. You might be able to get a key from the magistrate, but if that doesn't work, perhaps you can find another way in. Das wird wahrscheinlich Let me nicht know if you funktionieren. find anything in there. Nun gut, Sensius fragen. Das können wir natürlich tun. All right. I would suggest not discussing this with anyone. The best we can do for them is to let them remain oblivious for as long as possible. As for Livia, it seems she's been shouldering the weight of this terrible secret all this time. Perhaps it would comfort her to know she's not alone. Okay. Ich werde mich zuerst mit Livia unterhalten. War das die Dings? Ist die in einem Krankenhaus da? Wer war das nochmal? Wird zuerst nach der römischen Tafel, nach Griechenland, nach Ägypten, in die Zisterne gelangen. Okay, ja, warum In any nicht? case, time is of the essence, so you'd best begin. May Okay. Fortuna guide you. Although you may not need her with Proserpina on your side. Gut. Kann ich hier schwimmen? Cool. Jetzt einfach mal ersoffen so. Gut. Und so viele Quest-Dingsies, oder? Sie weint, wo das Wasser fließt. Ja. Gut. Gut. Es wurde der Tempel erwähnt, es wurde die Zisterne erwähnt. Das sind alles Dinge, die wir sowieso angehen wollten. Ja, wir können noch zu Livia gehen. Den Brief nochmal suchen. Weiß ich noch nicht. That's quite an impressive bow you have there. Just like Diana's. Ja, komisch, ne?
Hm. Ist die Wegbeschreibung so kompliziert oder ist das irgendwie gut zu beschreiben, wo es ist? Ah, a fellow traveler from a faraway land. Mit dir wollte ich auch noch reden. Naja, eins nach dem anderen. Ich lasse mich jetzt nicht schon wieder ablenken. Kappa. Ich weiß aber nicht, ob es nicht gleich losgeht, ey. Tatsächlich, Livia. Galerius? Horatius? Ah ja, Looking a bit Galerius. troubled there. Still no sign of Centilla. Just as the ocean accepts the rivers of all the Don't be too world, hard on yourself. so this place From what I hear, accepts nobody's all the so much souls. Anyway, But I it thought does you not stood words notice about the worry about crowds things you that can't come. control. Yeah, but Ich habe es herausgefunden. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Say it. she's out there Speak somewhere, its name. waiting to be found. Sounds like you're torturing yourself. Die Unterwelt. Leave that for the Then gods. it is true. Relax. I was Get some right. rest. Tomorrow's a new day. Wart ihr? I thought suppose you're right. I saw it, but when the rest of them could not, I kept thinking I must have gone insane. I had to tell myself it was true over and over again, until I wasn't sure if I was deceiving myself. I must apologize if my words seemed cryptic. I'd found comfort in reciting the Metamorphoses by our great poet Ovid. He gives such an uncanny description of this place. I cannot help but wonder if he himself came here. Would you like to hear it? Prinzipiell ja. Dass ich irgendwo sein muss. Ich weiß nur, wie gesagt, nicht, ob es nicht gleich losgeht. I will do my best to remember the relevant verse. There is a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. The sluggish Styx exhales vapor, and by that way, the shadows of the newly dead descend, entombed with full rites, and the ghosts of those, at last, given proper burial. The wide, thorny waste is cold and pallid, and the newly arrived shades are ignorant of the road that leads to the Stygian city, where Black Dis has his cruel palace. As the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls, and is never too small for any populace, nor notices the crowds that come. There the bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. And still others incur punishment. I hope I have done it justice, and now we share a secret. It's as if you've lifted a great burden from my shoulders. Thank you, friend. I think I should rest. Prinzipiell gut. Irgendwie hat das Ganze jetzt trotzdem eine ganz dunkles Hinweis aufgelöst. Büchse der Pandora. Ah ja. Ganz dunklen Anstrich gekriegt hier. Ja, ganz komisch. Gegen die Strömung, ja. Ich frage mich gerade so ein bisschen, hier finden wir doch bestimmt... Hier geht es ja weiter und weiter, hier gibt es ganz viele Räume. Hier finden wir doch bestimmt eben die ganzen Räumlichkeiten. Hatten wir hier... Was war das denn jetzt? Genau. Das da hier, Kabasch, oder? Kabaschis Raum. Verschwunden in der Taverne einige Hinweise finden, ja. Ich mach das mal an. Wenn ich jetzt hier gerade bin. Gewöhnliche Puppe. Sieht aus, als hätte sie ihr Besitzer sehr geliebt. Okay. Rudimentäres Bett. Schmutzige, übel riechende Schlafmatte von jemandem, der in Armut lebt. Kann ich hier die... Das ist eigentlich auch ganz gut mit dem Bogen. Weil dann alles deutlich heller wird. Okay. Tintenfass. Nevias Truhe. Ah ja, Schlüssel
Für die Truhe im Apollo-Schrein. Okay, es war aber jetzt nicht stehlen. Ne, ich konnte ihn einfach nehmen. Truhe im Apollo-Schrein. Aha. Cool. Huch. Creepy. Ah, es ist Zeit. Na gut, ein paar Minuten haben wir noch. Ein paar Minuten haben wir noch. Dann machen wir als letztes hier noch den 5-Finger-Rabatt. Und dann laufen wir. Ja. Stehlen. Naja, nee, das ist jetzt nicht so wertvoll hier. Holzhersteller, getrocknete Gewürze. Ich weiß nicht, ob hier der Raum im Kabasch wirklich ist. Oder vielleicht sollten wir mal nachfragen. Oder es ist da auf der anderen Seite. Das kann auch sein. Ach, da geht's auch noch hoch. Was ist hier eigentlich? Achso, hier waren wir auch schon mal drin. Mann, die haben ja aber Räume, ey. Ganz viele. Hoch. Ja, was ist das? Hier. Ah, Nachricht von Kabasch. Kabasch an Kabasch. Aha. Ich habe Lucretia von meinen Träumen erzählt und sie meinte, es könnte ihr bei ihrer Weissagung helfen, wenn ich sie aufschreibe. Es ist die letzte Nacht schon wieder passiert. Der Mann beim Fluss war dort, wie immer, sein Gesicht verschleiert vom Schatten dieses merkwürdigen Widderkopfschmucks. Wieder einmal stellte er sich als Kerti vor und er erzählte mir, er habe mich aus dem Fluss gezogen. Als er seinen Namen aussprach, schien er zu schmunzeln, als ob er etwas bedeutet, das ich nicht verstehen konnte. Der Name kommt mir tatsächlich bekannt vor. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, wo ich ihn gehört haben soll. Ich glaube nicht, dass ich... Okay. In Ordnung. Ich konnte da jetzt auch keinen Lesemodus anmachen oder irgendwas. Schnitzerei eines Löwen. Oh. Sieht ägyptisch aus, ja. Gut, aber das ist doch jetzt hier nicht die große Offenbarung, oder? So untersuchen. Ist hier noch mehr Räumlichkeiten? Unvollständige Nachricht. Dies ist eure letzte Warnung, Sünder. Herausfinden, wer Virgil bedroht. Ach so. Überzeuge Rufius davon, Virgil nicht mehr zu bedrohen. Ah. Frage Fabian danach, wer Virgil bedroht. Das haben wir entsprechend nicht gemacht. Okay. Hier ist also Rufius. Rufus. Steinscheibe. Symbol eines Fisches eingemeißelt, ja. Gut. Was? Huch? Huch? Ein Talisman. Ah. Okay. Ja, Aurelia. Wir haben jetzt eigentlich keine Zeit. Well, isn't that an impressive trinket? Cool, oder? Wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Ich klaue dir jetzt deinen You Shit. stay away from my money. Und dann laufen wir, weil es sowieso gleich losgeht. Okay. Zack. The many shall suffer for the sins of the one. So. Hui. Ja. Hallo Luke. Hallöchen. Da, der Sentius ist schon da. Sehr gut. Achtung. Gleich geht's los. Zack. Hallo. So, zack. Wusch. Sind wir wieder angekommen. Ausgezeichnet. Haben wir jetzt das Tagebuch. Wir haben auf jeden Fall viele Denare.
Nachricht, Brief. Oh, ja, hier. Zeug, Kram, genau. Tagebuch. Gut, gucken wir gleich. Zunächst einmal haben wir Aufgaben. Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with that bow on your back? Also, dringende Angelegenheit. Oh, sounds serious. I'm listening. Guck mal, wir können mehr Aufgaben verteilen. Das mit Julia, das mit Rufius und seinem Räumer. Dann haben wir die Weidenrinde dagegen. Ausgezeichnet. Und Fabia abhalten, den Schrein zu betreten und den Neuankömmling aufhalten. Beziehungsweise, ne, ihr wisst schon. Losschicken. Julia? Oh no. All right, I can do that. Cool. Rufius? Poor guy. My uncle was a victim at rheumatism's altar, and he ended up killing himself. Oha. All right, got it. Geil. All right, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival to the empty shrine. Understood. Gut, zack. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Gut. Gut. Im Übrigen. Warte mal kurz. Galerius. Das hier ist Galerius, ne? Nur mal so ein Talisman. Das hier ist Galerius, oder? Habe ich das richtig gesehen? Den wir als erstes treffen, den wir eigentlich zum Magistraten wählen lassen wollen. Glaube ich jedenfalls, dass wir es wollen. No. Okay. Ist Aurelia da? Ist sie das? Ach so. Guck mal, die geht gerade zur Arbeit. Cool, oder? Vielleicht können wir ja bei der Gelegenheit mal kurz hier quatschen. Cool, jetzt fängt sie bestimmt an, wild zu putzen, oder? Nee, gar nicht. Macht sie noch nicht. Okay, ach ja, ach was. Nee, das machen wir mal nicht. So, hi. Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia. And I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before. A certain learning and sophistication. Hört schon auf. Nein, bitte macht weiter. Ein Interesse spart euch die Worte. Ich weiß, was für ein schrecklicher Mensch ihr seid. Nein, das machen wir nicht. Ich überlege, ob wir ihr die, was war das, 1000 Denare oder so geben sollen, um dieses Zeug zu kriegen, das Leute krank macht, offenbar. Ob wir das nicht nämlich einsetzen könnten in gewisser Art und Weise. Weißt du? Hört schon auf. Nein, bitte macht weiter. Ich probiere mal das. Ja. What was that? Some kind of joke? If it was, it wasn't funny. Ah, du kannst mich mal so I take back what I kreuzweise. said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Ah. Let's just forget that ever happened, Ah, so we kannst can at nicht. least do business. Ah. So, what brings you to my tavern? Ach, Schmutz. Ich suche Kabash, habt ihr ihn gesehen? Not for a few weeks now. Last time I saw him, he was sitting at a table with Georgius, whispering about some job. I remember because they kept looking over their shoulders as if they didn't want anyone else to know. So, naturally, I hovered. The one word I kept hearing was vanishing. And then, the next day, Kabash just disappeared. Coincidence? I think not. Okay. Nun gut. Eure Geschichte ist in der Regel Gerüchte gehört. Wo konnte man denn... Ich glaube, das mit dem Rauskommen, ne? Ja. Normally, I'd expect you to buy me a drink before asking if I want to get out of here. Ich wollte wissen, wie ich aus der Stadt rauskomme.
I guess that went right over your head. Ah. Never mind. As a matter of fact, I do know a way out. I'm happy to tell you all about it, but this is valuable information we're talking about, and I don't just give it out like some cheap oracle. So, how badly do you want it? Is it worth, say, 1,000 denarii to you? Mehr über das, was ich kaufen würde. Ja, das stimmt allerdings. Das ist schon so ein bisschen befriedigend. Wir geben ihr weniger als das, was wir von ihr geklaut haben, einfach. Leute gefangen zu halten. Erzählt mir mehr. I can't tell you too much, or you'd figure it out for yourself. But I promise you, you'll never have to spend another hour in this city ever again. Ja. Und einen Weg rauskennst, warum es mich selbst jetzt nicht vor dem Rat I think of it this way. I have something of value, and I'm willing to share it for a price. Ich will es ja bezahlen, That's aber not wie? unethical. That's just good business. Ja. Now, do you want it or not? Hallo Ruby. Es ist, nee. Es ist ein Story-Rätsel, Time-Travel, Time-Loop, Dingsbums. Ja. Eigentlich sehr interessant. Sehr dialoglastig, aber sehr cool gemacht. Ach, sowas. Genau. Richtig. Ja. Wollt ihr die Informationen eigentlich? Ja, würde ich ja. Würde ich ja. Simple. It's a one-way trip, and I'm not ready to go just yet. I like my life here. One day, maybe, but not now. Kein Interesse. Ich kann nur kein Interesse sagen. Ha! It's hardly my fault if people misunderstand the terms of a deal. I mean, it does say, let the buyer beware, right outside my tavern. Kann ich das hier nicht kaufen oder was? Warum? Also sie bezahlen. Das ist doch doof. Das ist doch doof. For 10 denarii. Ah, komm, hier, wir bezahlen mal die 10. Also ich kacke 10 Denarii. Noch vorm Frühstück. Have you met Livia? She used to do my hair, until one day she just snapped. This place has that effect on people. Now, she just stands around, caked in filth, muttering nonsense to herself. It's a real shame. Now I have to do my own hair. Wow, hier sind weitere 10 Denarii. I hear that if Malleolus is elected, he's gonna throw a small festival to celebrate, with entertainment and everything. Can't wait to find out what it is. Okay. Was, wenn ich jetzt nochmal bezahle? Nee. Also, mein Gedanke war, ob wir Malleolus damit abhalten könnten, mit dem, was wir hier kaufen könnten. Weil das bricht nicht die goldene Regel und wir könnten ihn krank machen, offenbar. Das würde ihn davon abhalten, wahrscheinlich zur Wahl zu gehen, oder? Mehr Gerüchte? Ja, aber das ist ausgegraut. Ich glaube, da kommt nur das Gleiche, oder? There used to be a midwife here. Nee, stimmt nicht. Oh, okay. But this place drove her mad as a Okay. maenad. She Sorry. said she could hear the statues whispering to her. Can you imagine? Fortunately for us, she locked herself in the palace weeks ago and hasn't been seen since. Good riddance, I say. Okay. Scintilla, the magistrate's youngest daughter, went missing Genau. a few weeks ago, right out from under Daddy's nose. How can we trust him to govern a city if he can't even protect his own daughter? Na, das ist wieder diese Story. I heard Dacius has been offering a lot of money for a bow. Of course, Sentius banned all weapons in the city, so I can't help but wonder what he's up to. Have you seen the way Rufius walks around staring at all the statues? He says he's afraid they're going to spring to life. But then, why does he have a collection of them in his room? Stopfen einfach immer mehr Denarii rein. I hear Galerius has a thing for Equitia, but of course she's a Vestal priestess.
If she sleeps with him, the magistrate will have to bury her alive. Why do silly boys always want what they can't have? Silly boy. I hear there are blasphemous cultists walking among us. Ja. You know, the ones that lit the fires last year. Ja. Some even say they have a secret shrine around here somewhere. Ich frage mich ja, ob wir dann weitere Gesprächsoptionen haben bei den entsprechenden Leuten, ne? Oder vielleicht irgendwie durch das Wissen jetzt irgendwas erfahren oder irgendwas kriegen können oder so. Oder? Geheimer Schrein, genau. I've already told you everything I know, I'm afraid. Gut. Nee, so ist gut. All right. See ya. Okay. Aber so richtig weitergekommen sind wir jetzt hier, was den Kabasch angeht, nicht, oder? Aureda. Aha, den Georgius können wir noch fragen. Das können wir machen. Interessant. Dann gehen wir mal zu Georgius. Den müssen wir sowieso wegen 2 Sachen fragen. I guess. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Nicht unnötig ausgegraut. Naja, das war schon die ganze Zeit ausgegraut. Hier ist auch zu viel ausgegraut. Das, ja. Das ist leider hier auch ein Problem. Ach ja, hier gab es ja auch noch was. Stimmt. Oh. Hier geht's zu dem Platz. Ah ja, zu dem Platz, genau. Kommen wir hier durch? Ah ja. Sehr gut. Hey, George. Salutations. Ja. Greetings. Hi. I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. Ich weiß. Ihr wollt wissen, woher ich stamme, aber ich möchte euch viel lieber ein paar Fragen My stellen. friend, your words intrigue me more and more. But yes, very well. Ask me what you will. Ich suche nach Kabasch. Ich hörte, dass ihr einer der letzten wart, die ihn gesehen haben. Ah, I knew this day would come. I do not wish to lie to you, my friend, but even discussing this matter is dangerous. Aha. Please, let us leave the live coals safely beneath the ash. Ihr könnt mir vertrauen, wir Ausländer müssen zusammenhalten. Erinnert ihr euch? Okay. Very well. But the magistrate would not look kindly upon this, so please keep it to yourself. For several months now, I have been sneaking out at night to worship the gods of my ancestors in the temple of Demeter. Huh? Each day, I leave offerings of food in the hope that we may have a bountiful harvest, and yet the next day when I return, the food is missing. Wieso ist das ein Problem? The offering, it is symbolic, you see. It is never eaten. So I ask, who or what is devouring the food in this temple? Stranger still. Once I sat in front of my shop like the 100-eyed Argus until dawn to see if I could spot a thief going in. But do you know what I saw? Erzähl. Schönen Abend noch, Ruby. Danke fürs Reinschauen. Bis baldig. Und schönes Wochenende noch. Tiere, ja, hätte ich auch gesagt. Ich habe keine Ahnung. Nothing. Nobody entered. And yet when I went to take a look, my offering was gone. It is bizarre, is it not? When I told my friend Kabash of this at the tavern, he offered to help investigate. He went in, and to my dismay, he was never seen again. Gut, griechischer Tempel haben wir jetzt auch noch. Wo ist der? It is the only Greek temple in the city. Head towards the baths, and it is the last building on your right. Okay. Mal gucken. Was anderes sehen? Das ist aber nicht der einstürzt, ne? Muss noch irgendwie dahinter sein. Wahrscheinlich ist da auch noch eine Tür. Wisst ihr, wo ich eine griechische Tafel finden könnte? And in a city full of Romans you are asking me? Because I am Greek. Ja. Let me tell you something about Greeks and Romans. My name is Georgios, yes. But the Romans, they do not care. They hear me say Georgios and they think, he must mean Georgius. Good Roman name. They do this all the time. They see us worshipping Zeus, they copy us but call him Jupiter.
They take Hades and call him Pluto, Persephone, Proserpina. I am flattered that they copy our ideas, but why must they change the names? Do they want credit for making it all up? Do they want to forget where it came from? At first, I pull my hair out. After a while, I give up, and I become Georgius the Roman. I accept the world is Roman now. Plus, I have no hair left to pull. But my point is this. If you want to know who stole an old Greek name, look no further than the sticky-fingered Romans. The plague you seek was pilfered from a collection of old Greek relics by none other than Dully. Ach Gott. He cannot help it. Like a typical Roman, he likes shiny things, especially those that once belonged to my people. And besides, it makes him happy. So I say, let him keep it. I believe he still has it with him, in his cell, just opposite the Temple of Demeter. Okay. Ach, na, guck an. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich habe das noch so eine Idee. Ich drop die einfach mal, ja? Wem werdet ihr eure Stimme geben? Is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Kann ich euch umstimmen? Nothing comes to my mind, my friend. Ah, schade. Ich dachte... Ah, wisst ihr, was ich dachte? I hope that our paths cross again soon, my friend. Der hat uns doch lang und breit erzählt, wie er da irgendwie nach dem Saufen in den Fluss gedingst wurde. Nee, nicht das Gerücht, sondern die letzte Weinflasche weit und breit, dachte ich, können wir ihm geben. Oh. Na gut, dann eben nicht. Und das Gerücht, mit dem hier wer mit wem rumgemacht hat, das war doch nicht Georgius, das war doch Galerius, oder? Oder vertue ich mich gerade? Aber das mit dem Wein hätte ich jetzt gedacht, dass das funktioniert. Naja, wie dem auch sei. Oh, wir müssen verschiedene Sachen machen. Wir müssen mal zu Dully? Was war der denn? Shiny. Shiny, was? Ah, Shiny, so viel dazu. Ach, hier ist übrigens Bäcker. Ah, da wollten wir doch auch noch hin, oder? Salve and welcome. Need something? Wir haben überhaupt noch nicht mit ihr gesprochen, oder? Das ist eure Geschichte, Fabia. Oh, there's not much to tell. I mostly just bake bread and try to help out where I can. Tatsächlich noch Leute, die wir noch gar nicht gesprochen haben. Unfassbar. Wie seid ihr gelandet? I suppose it all started about 8 months ago. I was living in Rome with my family when I got sick. Terrible timing. My pa had just arranged a husband for me. A fisherman's son. I was about to meet him for the first time when I came down with an awful fever. I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. But nothing worked. In the end, they decided I'd do better outside the city. Clean air in the countryside would do me good, they said. But after about a day in a carriage on the Appian Way, I was getting worse, not better. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep, because when I opened them again, I was in a forest by a river. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. Can't say I blame him. I wouldn't have wanted to catch what I had either. Anyway, I went searching for help, stumbled across the trapdoor temple, and here I am. Jetzt wissen wir, was mit ihr passiert ist da in der Kutsche. Leid, das zu hören. It's nice of you to say, but you should save your sympathy. Lots of people here need it more than I do. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? What? You've been here a few moments and you're desperate to get out already? Why not give the place a chance before you try to leave? Good people here. Galerius works hard on the farm so I can put food on our tables, and Lucretia tries to keep us healthy. My friend Georgius is always mending our clothes.
Ich habe da was Virgil anderes makes sure these gelesen. old walls don't fall down around us. Well, he does his best. I'm just saying, there are worse places you could live out your days. Ja, immer wieder denselben Tag. Ich gehöre nicht hierher. Nein, das sagen wir mal nicht. Halt hier von der goldenen Regel. Oh, I try not to worry about it. I mean, if people are nice to each other, we won't have anything to worry about, will we? Ich mag euren Optimismus, oder? Oh. Thanks. And I like your teeth. They're so white. And your Danke. clothes. Oh, I bet my friend Georgius would like to get a look at you. And I'm sure he'd love to chatter about the golden rule with you too. He'll be just across the forum in his shop. Ich mag euren Optimismus und ich mag eure Zähne. Okay. Werde jetzt Alright. gehen. Thanks again for taking care of our problem. I won't forget it. Oppius der Dieb hat meinen Geldbeutel gestohlen und ich, wer auch immer es geschrieben hat, ist nicht fertig geworden. Wir haben auch noch die Eier gefunden und so, ne? Okay. Ich Shiny. fragte mich halt gerade, ob wir dir das irgendwie geben können oder so, aber ne. Einzelne Stücke geteilt werden kann, er ist offenbar jedem frei zur Verfügung, der möchte. Ach, das ist ja nett. Gegenstand nehmen. Echt? Okay. No. Ja. Haben wir halt Brot. Goldene Gänseeier. Eine Steinmühle. Offenbar werden von oben Mehl und Getreide hineingefüllt und dann zwischen den Steinen gemahlen, wenn die Griffe gedreht werden. Ja. Römisches Rezept für Brot. Ach was. Ah ja. Hefe, Salz, Wasser, Mehl. Easy. Ja gut. Na, kneten mehlig, bla. Warm Ort in der Nähe des Ofens. Ja. Gut. Die ist einfach glücklich, wenn sie putzt, scheinbar. Alles ist shiny. Eier. Können wir aber nicht irgendwo hinlegen und anschießen oder so, ne? Ja. Shiny. Wo sollen wir hin? Ich will immer noch zum Dings. Genau, zum Dings. Zum Dings. Wo ist der Dings? Ist er hier? Hier ist er. Hier ist er. Hey, Virgil. How much would you want to make me a bow? Vielleicht. Vielleicht. Hello? Hello. 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 Have we met before? Ja. Wir sind einfach mal ganz direkt bezüglich der griechischen Tafel in eurer Zelle. Do you like it? It's shiny, innit? It makes me happy just looking at it. Kaum haben wir gehört, dass Römer shiny Sachen mögen. Meine einfach jeder shiny zu uns. Was ist denn hier los? Dürfte ich das bitte haben? But if I gave it to you, then I wouldn't have it anymore and I'd be sad. Ist schon ein bisschen schon süß. Für was wirklich Wichtiges und was muss passieren, damit ihr mir sie gebt? Well, if you get me out of here, then I wouldn't need it anymore because I'd already be happy. Then you could have it and you'd be happy too. Und wir machen einen Song draus. Wir müssen mal mit Sentius reden. Hier, Magistrat. Ja. Galerius already tried that. He said the magistrate. Genau, neuer. Eigentlich müssen wir das mal machen, aber wir müssen trotzdem mit Sentius mal reden. Ja. Yeah, Galerius will let me out. Then you can have my plaque and Genau. everyone will be happy. Okay. Bye bye. Okay. Gut. Da ist die Tafel. Aha.
gut. Und der Tempel... Ach, das hier wird der Tempel sein. Dann gehen wir hier mal rein. Demeter. Tempel. Ah, ja. Ein bisschen unordentlich hier. Was ist denn da los? Griechische Statue einer Frau. Griechische Statue wahrscheinlich von der Göttin, der dieser Tempel gewidmet wurde. Vielleicht weiß ein griechischer Einwohner mehr über sie. Okay. Griechischer Tempel nach Hinweisen zu Kabaschis' Aufenthaltsort. Ja. Guck einer an. Lädt. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt einen Bogen zucke, aber ich habe so ein Flashback gerade. Leier. Griechische Leier, die mit einem Plektrum gespielt wird. Ist das so? Nicht Kabasch erschießen. Na gut, ich steck ihn weg. Ja. Wenn wir hier gleich angegriffen werden, ne, dann seid ihr schuld. Aha. Ui. Ah. Krass. Oh. Befrage den alten Mann, ob er Kabasch gesehen hat. Aha. Aha. Was? Tafel? Tafel? Griechische Tafel mit der Aufschrift: Die vielen werden für die Sünden des Einleiden. Ach was. Das ist ja ein Ding. Ah, a visitor. Ah, Visitor. Gut. Welcome. May I ask your name? Nee. Mir zuerst. Nein, ich bin Aurelius. It's a sincere pleasure to meet you. Danke. Tell me, what brings you all the way down here? Also, ich suche nach einer Tafel, die vom Obelisken entfernt wurde. Ja, ich suche nach Kabashi. Ja. Mehrere Dinge. Ah, yes. That cursed thing. I know exactly where it is. Beim Eingang, oder? I will tell you everything I know. But first, a request. I have been living down here alone for many years. Backe. With nobody to talk to but myself. Was? The one thing I long for above all else before I die is a good philosophical argument with somebody astute. I'm hoping that person is you. Let us find out with this simple question. Have you deduced the name of the god responsible for the Golden Rule? Pluton? Pluto? Gott der Unterwelt. Gott sei Dank gibt es hier nicht mehr Auswahlmöglichkeiten. Komisch, oder? Excellent. I see you are indeed quite astute. Very few come to that realization before their time in the sun is over. Now, will you join me in a friendly Socratic dialogue? Oh, Backe. Recht einfach, wenn es sein muss. Ich verzichte. Einfach. Wenn es sein muss. Good enough for me. Ja. Now, let me begin with a question. Would you say you know the difference between right and wrong? Ich bin nicht sicher. Das ist eine komplizierte Frage. Das ist etwas, worüber ich nicht oft nachdenke. Geht so. Bin nicht sicher. You are an overthinker too. We're the same then. It is probably why I became a philosopher. But if you struggle with right and wrong normally, then down here with the Golden Rule, surely your struggle can only have become more difficult. Ja oder ja, ich denke schon. Ja, ist ein bisschen kompliziert. Well, that's reassuring. And the truth is, you're not alone. You see out there in the world
being uncertain about right and wrong was acceptable, because our mistakes rarely had consequences. So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye and rationalize, and yet still find a way to think of ourselves as good people. But under the golden rule, morality matters. The slightest wrongdoing could result in a mass execution. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right and wrong. Wouldn't you agree? Ob hier wirklich die Moral zählt, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber gut. Ja. Also müssen wir also den Unterschied zwischen richtig und falsch kennen. Natürlich, ich nehme an, ja. Wessen Version von richtig und falsch? Ja, wer definiert das eigentlich? That is an excellent question, and it leads directly to my next line of inquiry. So let me ask you this. Is there one system of morality which is always perfectly correct, which you could follow in every situation and always do the right thing? Es gibt mehrere Moralsysteme. Nein, das glaube ich nicht. Naja gut, das ist irgendwie beides, geht beides in eine ähnliche Richtung. Nein, ich glaube nicht, dass es ein Moralsystem gibt, das stets vollkommen frei von Fehlern ist. Das wäre ja auch zu einfach. Are you sure? Or is it possible that humans simply haven't figured out the right system yet? Okay. Ich nehme an, wir haben es einfach noch nicht herausgefunden. Ich glaube, so etwas wie eine korrekte Moral gibt es nicht. Ich nehme an, wir haben es noch nicht herausgefunden. After hundreds of years, and as many ist ja great noch gar thinkers nichts. dedicating their lives to these questions, Ach, what das ist ja hope noch do we alles frisch. have if our best and brightest haven't been able to answer them? Worauf wollt ihr hinaus? Ich will meine Antwort ändern. Worauf wollt ihr hinaus? My point is this. I don't think anyone alive truly knows any hard and fast rules about right and wrong. Ja. Gutes Argument, da bin ich mir nicht so sicher. Was ist mit du sollst nicht töten? Das ist ein Beispiel für eine Regel, die allgemein gelten soll. Ja? Könnten wir ihn fragen, sicherlich hat er ein Gegenargument. Ich sag einfach mal gutes If there Argument. is one thing I have observed about rules, it is that virtuous people do not need them, and evil people will always find a way around them. And so we must accept our limitations, and the sad truth that no human society will ever achieve the utopia for which it strives. In mathematics, we would call it an asymptote, a line that can be approached but never reached. Because the only way to create a utopia is with the ever-present threat of force, such as the Golden Rule. This and no other is the root from which a tyrant springs when he first appears as a protector. And life under tyranny is no utopia at all. Ich stimme zu. Sicher, warum nicht? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ihr liegt falsch. Also ein Leben unter Tyrannei ist überhaupt keine Utopie. Da kann man sicherlich zustimmen. Soweit. Ich weiß jetzt nicht, ob er konkret auf jemanden hinaus will hier. Ich sage I'm einfach mal glad to hear that. In any case, thank you for humoring an old man. I would be happy to answer your question. Ja, freut mich. Was ist eure Geschichte? You mean, how did I end up living alone in this cave Ja. with nothing but these relics of the past for company? It's a long story. Dann erzähl. I was a quarrelsome young man. At 19, I left Corinth for Rome to study rhetoric at one of her finest academies, so I could argue more forcefully. Back then, I used to enjoy verbally sparring with everyone I could, and I was good. One night, I found myself in a tavern in an argument with a drunk mercenary. It became heated. He drew a gladius,
and I won the argument, but lost my life. I woke up on the banks of the Styx at a campfire opposite Karen. Of course, I tried to persuade her to let me return, but even with all my skill, I failed. I settled in, made friends, and learned what I could, quickly realizing our little community faced certain death under the Golden Rule. So I began looking for a place to hide underground. Fortunately, I found this place waiting for me. You see, I was not the first to take refuge here. I returned to my friends above, persuaded them to join me, and 12 of us descended for the last time to live out our days hidden from Hades' tyranny. Ist das nicht interessant, dass das der eine Dude ist, dem vollkommen bewusst ist, dass er gestorben ist und dann halt hierher gekommen ist? Hades, meint ihr Pluto? Warum könnt ihr nicht an die Oberfläche zurückkehren? Warum könnt ihr mir euren Namen nicht nennen? Das haben wir noch nicht probiert wirklich, aber okay, wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Das ist eine gute Frage. Ihr habt hier unten überlebt, lasst uns was anderes leben. Mal gucken, ob wir das alles machen können. Hades, meint ihr Pluto? One and the same. The Romans call him Pluto, but long before that, my people called him Hades. Einsiedlerphilosoph. Könnt ihr nicht zurück an die Oberfläche? My generation was wiped out, turned to gold many years ago. My friends and I were able to avoid the same fate by hiding down here. I think it's safest to assume that if I was to return, Hades would realize that his furies hadn't finished the job, and he'd send them after me again. Krass, dann ist er hier wirklich geschützt vor denen. Könnt ihr mir euren Namen nicht nennen? I fear that if you were to utter my name in the city, even by mistake, that Hades would hear you and know I am still alive. Der ist anders als alle anderen hier, oder? Obviously. Wo sind die anderen? I'm afraid I am the only one left. There were 12 of us in the beginning, but one by one, my friends passed away. Some from malnutrition, others from madness and despair. It has been lonely. Before my unexpected visit from Kabash some weeks ago, I'd not seen another person in many, many years. Ihr habt hier unten überlebt? Living in darkness is not without its challenges. The first challenge is diet. Fortunately, I found that eating fresh fish provides most of the nutrients I need. And sometimes, when there are Greek people living up above, I surface at night and salvage the offerings they've left in the temple of Demeter. The greater challenge is the isolation. So I like to imagine arguments, where I argue both sides. But like so many things in life, arguments are better with a partner. Den finde ich super spannend, ey. Lass uns über etwas anderes reden. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Naja. If I did, would I be living like this? Was haltet ihr von der goldenen Regel? Did we not discuss it at length already? Oh, I see. You're toying with me. Wisst ihr, wo ich eine Tafel finden kann, die vom Obelisken entfernt wurde? Genau. Seek the plaque bearing the Egyptian inscription. Heyo. It is a cursed object, and I would be happy to give it to you, if Kabash had not already taken it. Oh. Na gut, dann sag mir, wo Kabash ist. I will tell you, but you may find him hostile. To prepare for your encounter, there are certain things you must know. Very few know this, but before the Romans came to this city, it was once entirely Greek. The architecture, the temples, and the people. When the Romans came, in typical fashion, they claimed it as their own, built over everything that could be built over, and renamed the things that could not. Thus, the shrine of Persephone became the shrine of Proserpina. And when they found an obelisk bearing the name Hades, they tore it off and replaced it with Pluto instead. And the city's dwindling Greek residents, witnessing this compulsive Roman conquest, decided to preserve what they could of their heritage. They gathered their art and valuables, secreted them away through the temple of Demeter, and hid them here,
out of reach of the Romans. Hat noch keiner gefunden, das hier. Das wundert mich irgendwie, aber gut. Ich bin soweit bei euch. However, there was one thing that always seemed out of place to me, and it is the very thing you seek. An even older plaque bearing an Egyptian inscription. Okay. Das soll hier wohl heißen, was stand da drauf, oder? Ja, We had no idea until years later when the first of my friends began to die. As a result of their deaths, we began to dig catacombs branching off from this cavern to lay them to rest. We extended the tunnel so far that we accidentally discovered another, an even older tunnel, which somebody had gone to great lengths to keep hidden. Suddenly it made sense why there was an out-of-place Egyptian plaque among our people's possessions. You see, we proud Greeks had thought the Romans beasts for stealing and corrupting our heritage. But it turns out this game has been going on much longer than any of us imagined. I think it is best you head through the catacombs and follow Kabash's trail. Cool. Was ist da drin? Das sollte besser keine Falle sein. Was ist da drin? There are certain things you must see for yourself. Take this key. You'll need it to open the gate. So. Das Metalltor zu den Katakomben. Ah. Gut. I enjoyed our chat, but please keep my presence here a secret, yes? Klar. Gut. Ausgezeichnet. Sehr, sehr, sehr interessant. Was? Ein hängender Fisch. Nährstoffe dieser Fische müssen dem alten Mann geholfen haben, das fehlende Sonnenlicht auszugleichen. Ah. Aha. Da ist auch der Eingang. Ja, und bestimmt noch irgendwer davor. Könnte ich mir vorstellen. So, hier geht's wieder zurück, I guess, oder? Ich vermute fast mal, hier ist dann wieder Ausgang. Soll ich da einfach runterjumpen? Ach, hier. Was? Ja, nee. You've returned. Erinnert mich an Mist irgendwie. So. Zack. Na, da bin ich mal gespannt, ey. Oh. Ein Freund des Philosophen. Muss derjenige der 11 Freunde des Philosophen sein, den er überlebte. Oh. Derjenige. Ist irgendwie komisch, aber gut. Ja. Ist da was? Ich mach mal. Oh. Nee. Auf welchen Tasten ist was? 2 ist Lampe, 3 ist Bogen. Okay. Ich mach das immer mit dem Mausrad, aber ist eigentlich umständlich, weil es auch immer ein bisschen dauert zu wechseln. Ah, wow, okay. Ich hasse so Kanäle. Mann, ist das alles groß hier, ey. Voll cool. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Ach, hör mir auf. Ach, hör mir auf. Ach, nee. Ach, nee, hör mir auf. Gut. Ägyptische Tonvase, die mit Tieren und geometrischen Mustern verziert wurde. Sie enthält nichts Wertvolles. Überreste einer kaputten Statue, die seit Tausenden von Jahren nicht beachtet wurde. Scheint von der anderen Seite verschlossen zu sein. Pfeile, sehr gut. Pfeile. Nehmen. So. Ich frage mich ja immer noch, ob das wirklich optional war. Ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht. Oder ob das irgendwie anders geregelt worden wäre. Tja. Nun gut. So. Moin. Alter, ist zu groß hier. Zu unübersichtlich. Oh. Oh. Ist okay. Das gefällt mir nicht. Der bewegt sich. Uäh, uäh, uäh. Und vor allem auch gleichzeitig zu dunkel. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Nicht cool. Ah. Das Gute ist, wir wollten ja auch mal ausprobieren, wie es ist zu sterben. Mhm. Alter, Alter. Ach was, eine Tafel. Ich mach mal F5, oder? Ägyptische Tafel mit der Aufschrift, die vielen werden für die Sünde einleiten, ja. Natürlich können wir das lesen. Universalgelehrte auch hier ist zur Stelle. Alter, Alter. Ein Brettspiel. Antikes Spiel namens Senet, dessen Regeln vor langer Zeit in Vergessenheit geraten sind. Ah, ja. Ah, ja. Wo? Wo nölt es rum? Wer nölt? Da. Wo geht der lang? Wo ist er? Wo ist er hin? Da. Na? Zack. Zack. Toll. Oh! So. Ist da noch wer? Bewegt sich hier jemand? Boah. Groß hier. Oha. Aha. Da ist ein formschönes Loch. Ach so, da steht auch ein Dude, oder? Ah, ja. Stop. Do not come any closer. Who are you? Ha. Ich bin auch hier. Wer seid ihr? I am Kabash. Ach. And let me guess. Another Greco-Roman come to loot and plunder the resting place of my ancestors. So lediglich nach einer ägyptischen Tafel sehe ich für euch wie ein Grieche oder Römer aus. Probier's mal. Trousers, boots, curious here. No, I suppose you do not. Then what do you want? Ah. Ich suche lediglich nach einer ägyptischen Tafel. To what end? Ich will zum Obelisken zurückkehren. Ich will zum Obelisken zurückkehren. Naja, die Tafel soll dahin. That is welcome news. Ist das so? You really are not Greek or Roman, are you? I was planning to return it myself, but for now, I must remain. Here, take it and restore the honor of Osiris. Easy. Easy game. Wow. Okay. Eine Tafel ohne jegliche Perspektive. Ganz komisch. Osiris, Herr der Stille. Gut.
Das war etwas zu einfach. Ey, ohne Flachs, ne? Ehrlich gesagt. Ich sag das mal, weil ehrlich gesagt ist das mein Gedanke. Now, as for the other plaque. Die 4. Plage, ja. Die 4. Plage, genau das. Ihr habt davon gehört? Indeed, I have it right here. I stumbled across a collection of dusty curiosities while searching for a place to hide from the hungry children of Amit. And there it was. Dann ist es ja noch einfacher. Das macht es ja noch schlimmer. Dürfte ich das haben? You may not. In fact, I am about to destroy it. Warum? Because it speaks a treacherous, blasphemous lie. Aha. Inwiefern? I will tell you. But first, do you know what this place is? Die Duat. Archäologischer Einblick. Können wir benutzen? Sollten wir wahrscheinlich benutzen? Indeed. And I see you know our history. This is the Duat. See what has become of it. I have been down here for weeks, piecing together its story. And here is what I have learned. As Egypt declined and the Greeks had their turn to flourish, their souls came here in great numbers. But instead of adopting our ways, they copied and corrupted them. When they found the obelisk bearing the name Osiris, the true god of the underworld, they desecrated it, removing his name and replacing it with Hades. Even the ferryman of the dead, known to my people long before as Kerti, they renamed to Keron. As if that desecration was not enough, they built over this place, using it as the foundation for their own underworld, so that ours was forgotten. My only solace is that the Greeks then suffered the same fate when the Romans rose to power, renaming Hades to Pluto, and the cycle began anew. Ist die 4. Tafel von denjenigen, die noch vor den Ägyptern hier waren? Was ist das Problem mit der Tafel? Ich kann verstehen, warum ihr Vorbehalte gegenüber die Griechen und den Römern habt. Ich stimme ihm da mal zu, vielleicht hilft es ein bisschen. I am glad to hear it, which brings me to this other 4th plaque. It is inscribed with a script I do not recognize, but it is ancient, almost as if it is older than the plaque bearing Osiris's name. But if that is so, it would imply the gods of Egypt are mere imitations too, copied and corrupted from an ancient people who prospered even before us, and that my people did to them what the Greeks and Romans did to us. But this, I cannot accept. Tja. I sense a deception. Perhaps it is the work of Set, the usurper, seeking to undermine Osiris once more. Ah ja, klar. Was sagt die Inschrift? Wenn ihr es mir gebt, werde ich für euch zerstören. Nee, Lügen fühle ich irgendwie hier nicht so. Was sagt die Inschrift? You will never know. This work of sacrilege must be destroyed, thrown into the black abyss below in Osiris' name. Bitte nicht. Stopp, ich brauche das. Das und ich töte euch. Stopp, ich brauche das. Vielleicht fragt er ja wofür. You are too late. It is done. Wage dich in die ägyptische Unterwelt. Ich wünschte, ihr hättet das nicht getan. Jetzt muss ich hinterher. Ich wünschte, ihr hättet It es could nicht not getan. have gone any other way. It was Osiris's will.
Now, the thing of evil you sought is gone. Why are you still here? Wir können ja noch... Oh, wir können ihn einfach noch befragen. Okay, was ist eure Geschichte? I am from Rakotis, Erstmal which you reden. know as Alexandria, the name of the city the Greeks built over it. I was a fisherman, like my father before me. Since the Romans had taken over from the Greeks, I took the opportunity to learn Latin and eventually traveled to Rome. When the fires broke out last year, I tried to help. I gathered terrified locals into my boat and led many of them to safety farther along the Tiber. On my 7th trip, a passenger demanded I wait for his brother. But we were full to almost sinking, and smoke was all around us. I told him his brother would have to save himself, and he tried to bribe me by placing a coin into my hand. When I refused, he drew a dagger and thrust it between my ribs. I awoke on the banks of the river to a stranger wearing a ram headdress. He said his name was Kirti, and at the time, I simply thought him odd. It did not dawn on me until much later that he was the Kirti, the ram-headed ferryman described in the Book of the Dead. Das ist dir nicht aufgefallen. Das ist auch Kirti heißt, der auch einen Widderkopf hatte. Okay, gut, von mir aus. Vielleicht hat er diese Information auch erst hier gefunden, ich weiß nicht. Aber ja, interessant, oder? Nicht ganz so klar irgendwie. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? This is where I belong, as caretaker of the memories of my people. If our ways are to be remembered, it falls to me. Folgende Regel. I think if someone is to break the golden rule, it will not be me. For I try to live as I always have by the command of the goddess Ma'at. Do to the doer to make him do. As for the punishment that will come from it, I finally understand why it has long been said among my people that gold is the skin of the gods. Ich hatte eben Angst, dass wir gegen ihn kämpfen müssen, aber das geht ja eigentlich nicht, oder? Wobei, ich weiß nicht, ob hier unten vielleicht andere Regeln gelten, aber nun gut. Was glaubt ihr, ist da unten? I do not know. What could possibly lie beneath the underworld? Perhaps it is infinite darkness. Perhaps it is the lair of Amit, the devourer of souls. All I know is, it would be unwise to venture down there. Das macht mir nur noch mehr Lust, da runter zu gehen, vielleicht. Most unwise. Ich werde jetzt da runter gehen. Good. Be gone from this place. Wait. You are planning to go down there. I see it in your eyes. Werden wir ja sehen. I urge you, return to the surface with the Romans. It will be safer for you. So. Okay. Ich glaube, es nutzt nichts. Und was auch nichts nutzt, ist, noch länger zu warten, damit Pipi machen zu gehen, weil sonst passiert ein Unglück. Ich mache das mal eben und dann gucken wir mal da runter, würde ich sagen. Bis gleich.
Reh und WB. Richtig. So. Ja, gut, dass wir unseren Bogen dabei haben, glaube ich, oder? 5, zack. So. Okay, wir zeigen ihm einmal unsere Lampe. That lamp, praise Ra. Truly, the gods are powerful in this place. Ja, kannst du mal sehen, ey. Kannst du mal sehen. So. Okay, ab geht's. Gegenstand nehmen. Moin. Moin. Ach, der ist ja auch lustig. Ich kann vom Bogen zum Bogen wechseln. Okay. Ups. Ha. Aha. Aha. Die Tafel gucken. Ja, ich habe sie eben schnell weggepackt, weil ich nicht wusste, ob irgendwas abgeht. Aber wir können mal gucken. Ach so. Ja, hier. Sumerische. Sumerische Tafel. Der Inschrift Nergal tobender König in was? Kuniform. Ah. So viel dazu. Cool, oder? Osiris Herr der Stille. Okay. Okay. Soweit. So gut. Moin. Aha. Zeigt da hin. Deswegen gehe ich erstmal überall anders hin. Hier ist irgendwie zu ruhig. Irgendwie zu ruhig. Naja, ich sollte das nicht zu laut sagen, oder? Aha, sieht ja komisch aus. Luftstrom. So, wo willst du mich in die Falle locken? Ah. Oh, oh. Oh, shit. Alter. Jo, Potter. Potter. Es geht. Es geht. Das ist ja ein Ding. Jetzt wird's hier Indiana Jones. Indie-Vibes auf jeden Fall. Er ist ja aber nicht so gut mit den Stacheln, oder? Mal hier lang. Aha. Wie geht's? Gut. Selbst. Ich habe mir noch einen Espresso gemacht. Prost. So. Kann ja nichts passieren. Außer natürlich Koffeinüberdosis. Das ist eine Möglichkeit. Was? Barrikade. Erodierte Barrikaden. Es sieht so aus, als ob die Sumerer sich vor etwas verteidigen wollten. Ah. Weise. So, warum sollte ich jetzt hier drücken? Kann ich das auch einfach vermeiden, oder? Ach, das wird bestimmt der Stein da sein, oder? Ja. Jetzt macht er einfach die Kurve. Aha. Okay. Ha. Huch. When I told you that you would not find a way back up, that was not a prediction. That was a promise. You will die here. Scheiße. Es gibt keinen Grund, dass dies in Gewalt endet. Aus dem Weg, sonst sterbt ihr hier. I disagree. I warned you against coming down here, against perpetuating this sacrilege.
But you persisted. You have undermined and dishonored the true God of the underworld. How did you think this would end, if not with bloodshed? Hört mich an. Very well, I will listen. Okay. But if I sense deception, or if you further insult my gods, I will carry out my threat. So tell me, why should I let you live after you salvaged this instrument of blasphemy? Weil ich habe 6000 Denari. Wenn etwas durch die Wahrheit zerstört werden kann, dann sollte es auch durch die Wahrheit zerstört werden. Es ist keine Schande, auf dem Werk von Menschen aufzubauen, die vor euch gelebt haben. Boah. Auf den Schultern von Riesen und so. Ich möchte nur alle Tafeln zurücklegen, die vom entweihten Obelisken entfernt wurden. Was spielen wir heute? Forgotten City. Ein Spiel über, ja, Time Loops. Letztendlich ein Time Loop Spiel, wo wir in der Zeit zurückgereist sind und versuchen, die Leute, die hier, naja, es ist inzwischen ein bisschen komplizierter geworden, ehrlich gesagt. Aber hier sind Leute in dieser Welt gefangen, mehr oder weniger, kann man vielleicht so nennen. Und wir wollen sie eigentlich hier rausholen, inklusive uns wahrscheinlich. Es ist aber ein bisschen insofern komplizierter geworden, als dass wir inzwischen wissen, dass die Leute alle gestorben sind und dann hier gelandet sind. Ich weiß nicht, ob das nochmal rückgängig zu machen ist, aber ja. Genau. Sehr dialoglastig und so das Spiel, aber das finde ich eigentlich ganz geil soweit. Ist keine Schande, auf dem Werk von Menschen aufzubauen, die vor euch gelebt haben. Ich finde, das ist ein valider Punkt. May be true of many things, but this is different. If our gods were copied and corrupted from an older civilization, does that not mean they are false? Does that not mean our prayers to our gods all fell on deaf ears because we were not even addressing them by their true names? Nehmen an, ja, das hätte keinen Unterschied gemacht. Ich glaube nicht, dass die Götter überhaupt Gebete erhören. Wenn Götter existieren, ist es nicht möglich, dass jeder von ihnen mehr als einen wahren Namen hat. Würde der das jetzt als Blasphemie empfinden? Ich will aber auch nicht Ja und Amen sagen. Also, literally, quite literally. Ich probiere das. Now that I think about it, my people would sometimes call Osiris the god of many names. Perhaps it is so. But the underworld of my people is so different to this one, and so unlike the way it was described by our priests. Many of my ancestors endured great hardship to live good lives, so that we may descend to the Duat in death and be judged accordingly. We prepare to have our hearts weighed on Anubis' scales and to swear ourselves innocent of sin before the 42 assessors of Ma'at. And yet, I arrive here to find the Book of the Dead contained only a seed of truth. And now, I ask myself, did our priests steal and embellish the stories of an older people and feed us lies all our lives simply to trick us into obedience? Wahrscheinlich, aber da könnt ihr euren Priestern die Schuld für geben, nicht mir. Es ist nicht an sich gut, eine gute Person sein zu wollen. Was? Also so an und für sich, egal wie man dazu kommt oder was. Das klingt irgendwie so, weiß ich nicht. Nee, nicht die Priester die Schuld geben. Nee. In 3 Monaten 40 Kilo abgenommen. Nicht schlecht. Dann kann man ja wieder ein bisschen, ne, genau. Ein bisschen naschen. Ja. I am not sure I follow. Speak plainly. Selbst wenn eure Überzeugungen über das Leben nach dem Tod nicht ganz korrekt waren, ist es nicht das Wichtigste, dass sie euch motiviert haben, ein gutes Leben zu führen. Das klingt gut. Wenn ihr im Leben nur gut wart, weil ihr eine Belohnung erwartet habt, wart ihr dann wirklich ein guter Mensch? Nee, wir machen mal das hier. Perhaps there is
some truth in that. What is your point? Werdet ihr euren guten Charakter aufgeben, jetzt, wo es am wichtigsten ist, nur weil ihr herausgefunden habt, dass ihr getäuscht wurdet? You are persuasive. Very well. I will let you live, and you may do what you will with that plaque. I will remain here for a while, and attempt to learn what I can about the foundations of my people's beliefs. Go. Nice. Na gut. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, scheiße. Ich dachte, er kommt jetzt gleich von oben. Aber ich glaube, der hat gerade gespeichert. Jetzt wissen wir aber, was passiert, wenn wir sterben. Ja. Ah, cool. Okay. I will remain here for a while and attempt to learn what I can about the Also da kommt einer an. Kein weiteres Ende nehmen. Wäre vielleicht wirklich zu einfach. Gut. Ja, ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche wird mit der Temperatur, ey. Bin ich sehr gespannt. Puh. Ach, hier ist er. Hi. Und nochmal reden. You again. What is it now? Nee, ich wollte nur Tschüss sagen. Of course. As the Romans say, may fortune smile on you. Danke, sehr nett. Gut. Heute war ziemlich zugezogen, das Wetter, aber war okay. Okay. Eigentlich besser als zu warm. Später wurde es dann sogar noch sonnig. War okay. So. Das war hier also die Unterwelt. So. Naja, auf jeden Fall war sie unten. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. So. Wo müssen wir lang? Ich glaube, da kamen wir her, oder? Ja. Genau. Hier sind wir runtergegangen, glaube ich, oder? Ja, genau. Dann probiere ich mal da zurückzugehen. Gucken, ob wir da wieder rauskommen. Wir haben ja die Tafel, das ist das Wichtige. Hier. Ja, gut. Ja, gut. So, wieder durch die, Gräber hier. Fein. So. Zack. So, jetzt sind wir returned. Wo ist der? Ach, da ist er. Ah, you've returned. Ja. Good to see you again, friend. Did you find what you need? Ich kann nicht mal ja sagen, das ist ja blöd. Oh, das hätte ich jetzt aber erwartet. I enjoyed our chat, but please, keep my presence here a secret, yes? Natürlich. So. Community-Treffen im Pool, ey. So. Und jetzt hier irgendwie wieder raus. Lalalala. Jetzt müssen wir ja wieder bei dem Demeter-Tempel rauskommen, oder? Das war ein langer Exkurs hier. Also, ja. So.
Was? Zerbrochenes Geschirr, ja. Scheinbar, was? Scheinbar hat jemand auf seinen Weg kaputt gemacht. Ja. Schweine. Oh, welche Tageszeit haben wir? So, was ist hier? Vielen werden die Sünde einleihen, ja. So. Was war jetzt mit der griechischen Tafel? Da haben wir doch eigentlich Georgius genau, ägyptische haben wir, sumerische haben wir. War jetzt eigentlich noch irgendwas in dem eigentlichen griechischen Tempel hier zu finden? Ne, hier war dann die ägyptische und die sumerische Tafel halt, ne? Ja, können wir prinzipiell machen mit den Quests. Ach, da wird mir Griech... Ach so, die griechische Tafel ist ja bei Duli. Ja. Hab ich wieder vergessen. Okay. Alles klar. Ja, dann gucken wir mal. Ja, Sentilla, ne? Jüngste Tochter des Magistrats. Unter mysteriösen Umständen verschwunden. Frage Ulpius. Sentillas Verschwinden. Ja, das ist ein guter Punkt mit dem Ulpius. Da würde ich sowieso gern nochmal hin. Naja, das ist so eine Sache. Aber ja, wir könnten mal versuchen, ihn zu retten. Das ist der Punkt. Wie sind wir eigentlich das erste Mal da hochgekommen? Hier, ne? Oh, ich weiß aber nicht, ob wir noch genug Zeit haben. Wir müssen mal gucken. Schauen wir mal. Müssen wir, naja. Mal schauen. Vielleicht können wir uns ja auch mal den Obelisken angucken. Oder? Speicherung ist gemacht. Ah ja, da ist der Obelisk. Oh, hier ist aber gerade niemand. Ist das irgendwie tageszeitabhängig oder so? Ist es schon dann? Weiß nicht. Ist schon unten, ja, wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir das früher machen, oder? Fehlendes Teil. Na, ich hoffe, das ist hier an der richtigen Stelle. Ah ja, okay. Können wir nur da einsetzen. Zack. So. Gut. Also, naja, nicht so richtig gut. Wenn er schon gejumpt ist, nicht so gut. Ja. Hoffentlich bleiben die da. Ach, bestimmt. Finde einen Weg, Malleolus aus der Wahl aussteigen zu lassen. Mussten wir sowieso nicht... Frage Malleolus, ob er Quinticus ist. Sollen wir nochmal zu Malleolus, wo wir ja schon mal sind? Gut, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch anderweitig rein, aber wir können ja nochmal einen coolen Weg nehmen, oder? Oder ist er schon weg? Naja, wir können ja mal schauen. Silence! Ah! Oh, da ist er übrigens. Habe ich gar nicht gesehen, das letzte Mal. Gut. Können wir auch machen. Did you just leap into my villa from the balcony 100 feet above? That was either extremely reckless or impressively clever. Well, why have you risked life and limb to see me? Also, ihr seid Quintius. Guck da. My name is Marcus Malleolus Gurgis. You seem to have confused me with someone else. Finde Hinweise. So. Ihr habt ein
Ach, tatsächlich? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist euch das aufgefallen, dass er die 2 verschiedenen Augenfarben hat? Ein grünes und ein blaues Auge. Genau wie in der Beschreibung in diesem Hinrichtungsbefehl von Kaiser Nero. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. Huh. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Na, guck einer an. Ah. Ich kann nicht beweisen, dass ihr es seid. Noch nicht, aber das werde ich. Offenbar leidet Quint auch an Größenwahn. Kann ich beweisen, dass ihr es seid? Noch nicht. Ja, vielleicht werden wir... Unlikely, because it simply isn't true. Now, was there something else you wanted? Das mit dem Größenwahn, das ist wahrscheinlich nicht gut, das zu sagen, oder? Wisst ihr, wo ich eine römische Tafel finden könnte? Look, if I had a Roman plaque in my possession, I'd be happy to sell it to you, but I don't, so I can't. Na gut. I trust you can see yourself out. Through the door this time? There's a key just beside it. Hat das letzte Mal gesagt? Ah, nee, ich glaube, das letzte Mal haben wir ihn angepisst. Also jetzt nicht wörtlich genommen. Und das sah eben voll creepy aus. Und dann war er irgendwie, weiß ich nicht, hat er nicht mehr mit uns gesprochen. So. Und was wollten wir mit ihr hier besprechen? Schluchz. Hi. You're not supposed to be in here. Können wir reden? Talk. What business could you possibly have with me? Das letzte Mal haben wir irgendwie verkackt hier, ne? Warum seid ihr in diesem Raum eingesperrt? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Was würdet ihr denn von etwas Hilfe mit Malleolus halten? An intriguing proposition. Go on. Ach was? Ich glaube nicht, dass Malleolus die Person ist, die er behauptet zu sein. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. What makes you say that? Nur so ein Gefühl, ich hatte gehofft, könnte Malleolus das wahre Identität gemeinsam herausfinden. Jetzt sind wir hier zusammen eingesperrt. Oho. You know, I may have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only, he used the wrong name. Ach Quatsch. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are you helping me? Ich möchte ihn zwingen, vor der Wahl zurückzutreten. Ich kann es einfach nicht ertragen zu sehen, wie eine so schöne Frau so schlecht behandelt wird. Es klingt ein bisschen zu slimy, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin ehrlich zu ihr. Und wir gucken mal, was passiert. To withdraw. Listen, I may not be Penelope to his Ulysses, but to ruin his plans to become a magistrate? You must think me quite mad. I've heard enough. Get out of here at once. Okay. Domitius, come quickly. We're being robbed. Gut, das probieren wir das nächste Mal anders. Ich hätte das anders eingeschätzt. Dass sie, dass sie das auch
Ja, ja. Ja, genau. Also genau. Dass das für sie okay ist, ihm eins auszuwischen. Thank you. Thank you. I am delighted. Könnten den Schlüssel nochmal nehmen. Honored to have been elected your magistrate. Magistrate. Yes. Yes. Thank you. Thank you. I'm delighted and deeply honored. Gut. So, ja, was? Oi. Wenn ich hier schon mal bin, können wir ihn noch befragen. I hope you have a good reason for flouting my weapons ban. Ja, genau, Weapons Ban, ne? We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Hatten die Unterhaltung bereits? Wait, if I understand correctly, I must have... Is that about right? Ah. Ich konnte nicht verhindern, dass sie gebrochen wurde. Ich habe sie gebrochen. Ah, nee, besser nicht. Ah, I see. Erst kommen wir mit einem Bogen an. It's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what you've learned and get now. Genau. Könnte ich den Schlüssel zur oberen Zisterne bekommen? Hat er wahrscheinlich nicht, kann er uns aber vielleicht sagen, was wir, was das angeht, machen können. I think it's best if I hang on to it. Das könnte nützlich werden. Der hat aber gesagt, it's best if I hang on to it, oder? Warum? You mean to ask, why am I unwilling to trust a newly arrived non-citizen with access to our water supply, the lifeblood of this city? I'm sorry, but that is simply out of the question. Er hat aber den Schlüssel, ha? Ich schätze, ich werde einen anderen Weg hineinfinden müssen. I'm beginning to wonder if the culprit we're looking for might, after all this, be you. Perhaps it was a mistake on my part to place so much trust in you. Könnt mir vertrauen, ich verspreche euch, ich werde mich von der Zisterne fernhalten. Ich gehe in die Zisterne mit oder ohne eure Hilfe. Ich weiß nicht, ob das nicht blöd werden könnte. Ich werde mich von der Zisterne fernhalten. I'm glad to hear that. Now, was there something else? Das nutzt ja eh nichts irgendwie. Ich möchte, dass Iduli befreit, genau. You mean Duilius? Releasing him is out of the question, I'm afraid. That man is a liability we simply cannot afford. Perhaps you're not aware he was caught multiple times, sneaking around in places he should not have been. Was hat er getan? Look, I can see where you're going with this. You think me cruel. I assure you that is not the case. You may not be aware of this, but it was not so long ago, during the Republic. The law of the 12 Tables would have required that he be killed as soon as he was born, owing to his deformities. Here we see to it that he has food, water, and shelter, and most importantly, he is able to continue living. A privilege that would be taken away from all of us were he to be released and commit the crime of trespass. The man has no self-discipline, poor comprehension of what is going on around him, and is an incorrigible rule breaker. I will not jeopardize the lives of my people so that one man can go free. Now, was there something else? Das ist natürlich ganz schwierig jetzt mit der goldenen Regel und so. Thank you. I'll be waiting here for news. Gut. Wir müssten in die Zisterne. Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob wir irgendwie anderweitig an den Schlüssel kommen können, aber ich vermute fast mal. Nicht. Untersuchungen sagen, weiß ich nicht. Ah, you've returned. Zu meiner Untersuchungsstellen. Diese Fragen werden später verfügbar sein. Das ist das Ritual. Das sind alles alte Sachen, ne? Good. Now, was there something else you wanted to discuss? Geschichte, rauskommt goldene Regel, Duli. Wer die goldene Regel brechen wird, das können wir noch probieren. Hier.
Ich habe bereits herausgefunden, wie ich mindestens eine Person davon abhalten kann, sie zu brechen. Was jetzt? Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Mindestens eine Person davon abhalten, sie zu brechen. If you stopped one person from breaking it and you're still here, then there must be someone else about to break it still. Allow me to explain. When I discovered the ritual to Proserpina, the instructions came with a warning about paradoxes. The crux of it is this. If you do anything to change the course of history in such a way that your very being here is impossible, you will have created a paradox. To illustrate, when the golden rule is broken, I will open the doorway that will bring you here to prevent it from being broken. If you manage to succeed in saving our lives, then I will have no reason to open the doorway, and you will never have come here. A paradox. You see? The same thing would happen if you, say, inadvertently, allowed me to die. If I can't summon you, then you can't be here, obviously. If either of those things were to happen, I am given to understand you would be flung back to your original time, having changed the course of history for us and yourself. So the fact that you are still here means someone is going to break the golden rule, and there is yet work to do. Understand? Das war der Hinweis, das sehr, sehr nett ausgedrückt, ja. Inadvertently. Ich denke... Excellent. So, it looks like you'll have to continue your investigation. Now, was there anything else you wanted to ask? Ich gehe erstmal. I'll be waiting here for news. Ich möchte noch, wenn das geht, Rufius aufsuchen. Dem... Ja, Wahnsinn. Den wollten wir doch auch noch irgendwas sagen. Welche Tafel? Was war das denn? Was war das denn? Ulpius. Galerius fragen. Welche Tafel finden. Ich glaube jedenfalls, dass wir... Was steht da? Kreativen Weg in die obere Zisterne, ja, siehst du? 4 geschlungene Tafel. Genau. Okay. Bei Sünder, zweiter Punkt, tatsächlich. Ach, Mensch. Ja. Ja, richtig. Ja. Das war ja in seinem Zimmer, haben wir das da gefunden. Ja. Gut. Gucken, ob wir den hier finden. Jo. Tun wir. Hier wird es immer so furchtbar duster, oder? So. Horatius? Und der Galerius, ne? Still no sign of Müssen wir auch mal reden. Dringend. Don't be too hard on yourself. From what I hear, nobody saw it coming. Anyway, I thought you Stoics weren't supposed to Redet einfach weiter. things you can't control. Yeah, but I keep thinking. What if there is something I can do? Wir fragen erstmal nach der römischen Tafel. No idea what you're talking about. Waiting to be Okay. found. Kommt schon, ich half bei der Behandlung eures Rheumas. What? That was Galerius, not you. Tomorrow's a new day. Was glaubt ihr, woher er die Weidenrinde hat? Oh, he got that from Stimmt. I guess you did help me then. Huh. I think I have seen that plaque. Sorry I lied. Can't be too careful these days. Head into the caves behind the theater. Turn right, then right again. Ach was. Oh, and here. You'll need this key. Oh, nice. Ja, easy. Ah, okay. Ja, echt, ne? You didn't get that from me. Natürlich. Ja, cool. Seid ihr die Person, die Virgil bedroht? No idea what you're talking about. Ah, natürlich. Ich weiß, dass ihr es wart. Ich habe einen unfertigen Brief in eurer Unterkunft gefunden. Look, I, 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 I haven't been at my best lately.
I know that. It's the rheumatism. It starts with constant pain in all your joints. Then the pain starts to mess with your head. Makes you angry, mean. I know that's not an excuse. Ah. I acted. But it's the truth. But with the willow bark, I'm already starting to feel like myself again. I'll leave him alone from now on. Nice. It's not as if I was ever going to hurt him anyway. I was just lashing out. I'm going to go and clean up the graffiti. Just forget this ever happened. Nice. Will you? Nun gut, kein Problem. Ja, gut. Ja. Hauptsächlich Virgil ist. So exotic. Leck mich am Arsch. Salve. Oh. Ach so, Galerius. Sollen wir mit Galerius reden? Ich wollte eigentlich mal Virgil aufsuchen, aber sieht beschäftigt aus. Schade, okay. You, Sisyphus, attack or pursue the stone that always returns. Virgil da... Was? Was? Wo ist Virgil da? Wo ist er da und wie kommen wir da hin? Hier? Ist er da auf den Feldern am Arbeiten oder was? X, ja, könnten wir machen. Oh nee, werte Bürger, es ist Zeit. Och nee. Können wir Virgil noch aufhalten? Oh, ich muss da runter. Oh, ich gehe aber hoch. Das ist ja nicht gut, ich gehe immer höher. Naja, jetzt geht er sowieso da lang. Wahrscheinlich können wir nicht noch kurz mit ihm reden, oder? Warte mal. Hallo, hey. Na, hey. Ja, hi. La, 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 la. Sieht beschäftigt aus. Schade. Na gut. Kein Problem. Ich frage mich, ob wir das hinter dem Tempel jetzt noch erledigen könnten mit der Tafel. Dann hätten wir das zumindest erledigt, oder? Oh, wo kommen wir denn da? Wie kommen wir da hin? Hier. Nicht hinterm Tempel, hinter dem Theater. Ist das hier? Aha. Ah, hier ist auch das Rutschi-Ding. Oh, was ist denn hier los? Huch. Den ja. Hi. Er guckt mich einfach an. Hier. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir uns ein bisschen beeilen sollten. Aber mal gucken. Huch. Ach so, ach guck mal. Hier kann man zur Kneipe gucken. Ist das alles weitläufig hier? Wo kommen wir hier raus? Unfassbar. Aha. Steht hier. Blutleeren Schatten irren ohne Fleisch oder Knochen umher. Oh, ist ja sehr nett. Ich verlaufe mich hier komplett. Ich vermute fast, dass wir hier bei der Kneipe oder so rauskommen. Es gab da noch einen anderen Weg, das habe ich gesehen. Rechts halten, ja, stimmt. Hätten wir machen können, oder? Jetzt bin ich aber hier. Hä? Wo sind wir denn hier? Das ist doch die Christin, oder? Oder? Ach so, das ist es sogar.
Ja, cool. Römische Tafel, easy. Sehr gut. Pluto, Vater der Reichtümer. Ausgezeichnet. Ja, ich wieder, weißt du? Muss ich euch erstmal zeigen, wo es hier lang geht. Ja. What are you doing here? Please leave. Okay. I said please leave. You're trespassing. Entschuldigung. Hier hätten wir also aufschließen können. Ah. 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 Guck hier. Symbol eines Fisches eingraviert. Sie sieht aus, als könnte sie religiöser Natur sein. Ja. Ah. Die Religion der Fischis ist es nämlich. Okay, ja, haben wir das? Super. Haben wir noch eine Tafel. Gefällt mir. Gefällt mir. This is insanity. Moin. You'll doom us all. Ich glaube, ich gehe mal. Oh, ich glaube, ich gehe mal. La 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 la. Warten wir da oben, oder? So. Wir hätten eigentlich noch ein bisschen beobachten sollen. The many shall suffer for the sins of the one. Boah, wir hätten eigentlich mal... Eigentlich sollten wir uns mal umgucken, was zu dem Zeitpunkt so sonst noch so passiert. Kann nicht überall sein. Ja, ist schon richtig. Ich frag mich... Die meisten hier sind ja bei der Wahl. Und wie das hier halt so der Fall ist, werden das nur die Dudes sein. Was ist denn eigentlich zum Beispiel mit der Kneipenbesitzerin oder auch mit der Christin, die wir eben zufällig gefunden haben? Vielleicht sollten wir die mal irgendwie im Auge behalten oder so, wenn das passiert. Weißt du? Just saying. Apropos, ja. Gucken hier mal, was wir ihm jetzt für Aufgaben geben können. Salve, friend. Mind Tagebuch, ja. who you are and what you're doing with that bow on your Unbedingt. back? Oh, sounds serious. I'm listening. Gut, das machen wir. Julia. Oh no. All right, let me see. Poor. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Wir könnten mal versuchen, ihn anzusprechen, wenn er fertig ist. Wir könnten ihm theoretisch mal folgen. You, Tantalus, cannot catch the drops of water. Okay. Sollen wir das mal machen? Sollen wir mal folgen? Fabia, listen. There's a Phoebe. troublemaker coming into the city. I know, and I'll take care of him. Just go and hide, but not in the empty shrine. Wait, how did you know I was headed in there? No time to explain. Go! All right, I'll be in my bakery. Thank you, Galerius. Backstube, ausgezeichnet. Auch hier gucken, ja. Ich ströme. Don't shoot. I'm no threat. Ich You'll ströme find noch. what you're looking for in the avenue. Second building on your left. I've got to run. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Vielleicht können wir ihn ja überzeugen, zur Wahl anzutreten, wenn wir ihm irgendwie alle Aufgaben gegeben haben und dann können wir ihm sagen so, ja, woher wussten wir das alles? Wir sind voll der Gott und so. Oh. Lucretia,
No time to explain. I'm supposed to give you this Sylphium resin for Yulia. What? Quick, give it here. I'm just going to help her swallow this. I think she's going to be all right. Galerius, you're amazing. How did you know? I was just doing what the new guy told me. The new guy. I don't understand. How did... Never mind. Thank you so much for acting as quickly as you did. Another moment more and we would have lost her. Can't stay. Places to be. Ja, voll cool. So, ja, Nachti schon mal, Luke. Mach das so. Da. Dankeschön fürs Dabeisein. Alles erledigt? Alles erledigt. Sehr gut. Ja, bis bald. Galerius sieht beschäftigt Salve, aus. Rufius. I hear you've been suffering from rheumatism. Ach, hier. Sorry to hear about that, friend. What? My condition is nobody's business but mine. There's no need for that. I just wanted to give you this willow bark to help you treat it. A treatment? Ach so. Really? Stimmt. Thank God. Finally, some relief after all this time. You're a good man, Galerius. Appreciate that. Now, I've got to run. Ich habe das nur so im Augenwinkel gesehen. Ja, dass du noch zuguckst, das habe ich mir schon gedacht. Ich dachte, du gehst jetzt in den Lurk. Friend. I went and did as you asked, and it worked. Ja. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Da guckst du, ne? Wir leben denselben Tag wieder und wieder. Ich würde es mir nicht glauben, wenn ich es euch sage. Nur ein Glückstreffer. Hahaha. Ich lebe denselben Tag immer und immer wieder. Ich sag das mal. You're toying with me, right? Wait, you're not kidding, are you? That's the only way you could have known. You're a bit like... Oh, what was his name? Sisyphus. Yeah, that's the one. Old King Sisyphus. Erinnert mich daran, wer das ist? Wie Sisyphus inwiefern? Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Only, just as it reached the top, it would roll all the way back down to the bottom, forcing him to start over and over, over again, for all eternity. Just like you. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Bellides had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. Ja, das mit dem Rad, das haben wir auch schon gesehen. Gutes Rad ist teuer. Ja, immerhin das Fahrt fort. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend, but you seem all right to me. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you. And you just focus on finding a way to break the cycle you're in. Ihr seid ein guter Mann, Galerius. Oh, that's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Okay, ich dachte, wir könnten ihm jetzt vorschlagen, sich zur Wahl zu stellen. Salve again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? Wir reden mit ihm. Ganz wichtig. Was ist eure Geschichte? Well, it's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. Ich hab Zeit. I'm a farmer. Always have been. I grew up in a small village in Britannia, Camulodunum, with my parents and 2 little sisters. Lovely part of the world. One day, when I was about 20, my father and I were in the top paddock, loading our cart, when some Roman legionaries came along, demanding produce for their men. My father told me to run into the house for his axe, and so I did. I sprinted so fast I almost threw up. But by the time I got back, he was bleeding out on the ground, and our cart was empty. That was my first encounter with the legions. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young, and it was a struggle. More raiding started before too long.
We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged. These Legion thugs just took whatever they wanted. One night, when my sisters and I had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who they were, and what they wanted. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was reduced to ash. My sisters, dead. And they left me alive to see what they'd done. Still burns whenever I think about it. Alter Schalter. Tut mir leid. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudica led thousands of Britons in a rebellion against the Romans. Unfortunately, there were just too many of them. And those of us who survived, they enslaved. So, then I found myself being transported all the way to Rome to be sold to the highest bidder. I spent a few years working for my new master, learning the Romans' ways, Romanized my name and everything. Tried to escape a couple of times, but they always found me, and I'd just end up right back where I was. I'd probably still be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. You see, about 7 months ago, an enormous fire broke out in Rome. Everybody was running down toward the river, screaming and shouting. I'd never seen anything like it. Human beings acting like cattle. I got swept up with them somehow, and the rest is a blur. The next thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. Stumbled across this place, and I started my life over again. Okay. Bin froh, dass letztendlich alles gut gegangen ist. That's what I thought too, for a while. But it seems the gods aren't done tormenting me yet. See, I finally had my own farm again, safe from the grasping hands of the Romans. Or so I thought. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself, of course. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure I believe him, but then, what if he's right? So, it turns out our dear old magistrate is no better than the Legion thugs who took everything from me. I'm right back where I began. But don't you worry, Nemesis is waiting, and he'll get his, one day. He'll get his. Forget I said that last part, will you? I get carried away sometimes. Klar, lügen. Nee, aber der hat auf jeden Fall dann doch einen Grund, Sentius zu ersetzen quasi, oder? Thanks, friend. I knew I liked you. Anyway, that's enough of me rambling. Was there something else you wanted to talk about? Klar. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Well, as much as I'd love to get out of here, the harvest's always more fruitful in another man's field, isn't it? But Scintilla, Sentius' daughter, went missing a few weeks back. Could be she found a way out. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me. Sollt ihr von der goldenen Regel? Oh, I don't give it much thought these days. I mean, everybody here's got their own view about what we need to do to survive. But I say, let's spend less time arguing about what it means to be good and just get on with it, you know? Ja. Was denkt ihr über die Wahl? I can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but Malleolus is almost as bad. Even I could do a better job. Me, a farmer. And I've never given a speech or put on a toga in my life. Den Betracht gezogen, selbst ein Magistrat zu werden. I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the election stitched up. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. And that's good enough for me. Was ihm das so wichtig ist. Na gut.
Wenn Malleolus flieht, wird er die goldene Regel brechen und uns alle umbringen. Warum ist Dooley in einer Zelle? Because Sentius put him there. Poor Dooley was just wandering around looking for some imaginary treasure. Now a magistrate accused him of being a thief. That's nonsense, of course. Dooley's the most harmless man you'll ever meet. But Sentius really has it in for him, for some reason. Okay. And how could you... Oh, wait. You've seen it in another time loop, haven't you? Well, in that case, we need to find a way to make sure Malleolus loses. Better yet, get him to withdraw altogether. If you can do that, and Sentius is the only candidate left, I'll run against him. Deal? Ja, in Ordnung. Wie auch immer. All right, friend. Hope you find a way to break that cycle you're in. Danke. Gut, also prinzipiell wäre er nicht abgeneigt. That's quite an impressive bow you have there. Just like Diana's. Ich ob wir ihr nochmal sagen können, dass er antreten würde, aber wahrscheinlich ist es erstmal egal, solange Malleolus noch zur Wahl steht, oder? Kann man hier rein? Ah ja, hier kommen wir rein. Richtig, richtig. How come you're allowed a weapon and Ja. Was da? Da. Ach, der Zisterneneingang. Ach so. Warum eigentlich nicht? Wir haben inzwischen auch den Bogen und Shit, ne? Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Das habe ich ja schon komplett vergessen. Das ist ja schon ewig her. Ja. Ich weiß von eurer Kreatur. Macht euch keine Sorgen, ne? Well, it's your funeral. Okay. Ja, hier waren wir noch nicht, richtig. Sehr gut, sehr gut. Ja. In der Tat. Wenn wir hier nicht... wenn wir hier nicht bewaffnet sind, ist schwierig. Und wenn wir bewaffnet sind, ist auch schwierig. Okay. Schlüssel. Finde einen kreativen Weg. Ich aktiviere einfach mal. Ich aktiviere mal das. Na, mal gucken. Na, mal gucken. Das hier wird ja nicht die obere Zisterne sein. Aber bestimmt kommen wir irgendwie lang. Was ist hier? Achso. Gold. Zerquetschte Kreatur. Ach Quatsch. Ausgemergelte menschenähnliche Kreatur, die mit Gold bespritzt ist. Sie scheint zerquetscht worden zu sein, als sie aus der dahinterliegenden Höhle in die Zisterne einsteigen wollte. Geht so halb geil. Okay. Mondanhänger. Ah ja. Sentia den Anhänger zeigen. Ach was. Mondanhänger auf seiner Rückseite ist folgende lateinische Inschrift zu finden. Senja dev. Aha. Oh gut, dass wir das gefunden haben, ey. Okay. Krass. Krass, krass, krass. Ja, müssen wir aber ganz dringend zeigen. Aha. Aha, aber so dringend auch wieder nicht. Wir gehen erstmal hier. Oh. Oh. Oh.
echt jetzt? So. Cool. Aha. Krass. Mach mal kurz eine Runde. Boah, geht's hier noch höher. Moment. Moment, ich muss erstmal looten. You. Who are you? Did he send you? Ich bin auch Helios. Und niemand hat mich geschickt. Thank you, know you're here. You have to help me escape before that monster comes back. Was zum F geht hier vor sich? I'm Scintilla. I found a way out through the Gate of Horn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever, or until we're turned to gold. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key. Krass. Wer hat euch das angetan? Sentius, my adoptive father. Furies help me. I'll castrate and crucify him. Dachte ich auch erstmal dran, ja. Sentius, echt. Hier hat das nicht gegen die goldene Regel I don't verstoßen. know. He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. Wo ist der Ausgang? Behind me, there's an aqueduct tunnel bringing water from outside the city, so it should lead us outside. Huh. The only problem is it's barred by a heavy locked gate, and he has the only key. Wie krass. Was werdet ihr unternehmen, wenn ich euch freilasse? I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. Was mit den There anderen? won't be enough time. Just you and me. What do you say? Es tut mir leid, aber wenn ich euch gehen lasse, werden alle anderen sterben. Was, wenn ich alle zusammentrommle, damit sie bereit zur Flucht sind, sobald die goldene Regel gebrochen wird? Hammer, echt. Werdet euch freilassen, verschwinden wir von hier. Ich frag mal das mit den Zusammentrommeln. There's no time. Wait, did you hear that? Was denn? He's here. Quick. Er ist schnell, ja. It's now or never. Ich probier's. Oh, thank you. Now follow. Wait. Did you hear that? He's here. He must be coming in through the door behind me. You distract him. Stay right here and keep him talking while I look for something I can use. Wie krass. What did you do with Scintilla? Where is she? Oh, scheiße, wie unangenehm. Als ob ich euch das verraten würde. Ihr seid menschlicher Abschaum. Wisst ihr das? Alter, ja, ich fand den eigentlich ganz sympathisch, ehrlich gesagt. Krass. So, ob ich euch das verraten So würde. that is how it's going to be. Oh well, this doesn't change anything for me. It's a shame, really. If you'd just done what you were supposed to, you'd have been looping through time forever until you gave up and killed yourself. Just like that soft-hearted pleb, Al. Erinnert euch an Al? Come now.
Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one loop to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you're a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times before we finally had this conversation. I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more haunted. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life, just before he was shot with a golden arrow. The next time I awoke, you showed up, but you've caught up to where he was so quickly. I'd have preferred if you'd given me more time to enjoy the trappings of my success. How many extra days did you give me? Just the 5? Not a lot compared with Al, but I've seized every day nonetheless. In any case, there's no escape for you except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, yes. Better to end it all now than find out what awaits you beyond that portal. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? Also habt ihr mich darum gebeten, herauszufinden, wer die goldene Regel brechen würde, obwohl ihr wusstet, dass ich jedes Mal scheitern würde. Ihr wusstet von einem Ausweg und habt sogar eure eigene Tochter eingesperrt, nur um dies zu verheimlichen. Warum? Dafür werdet ihr einen schmerzhaften Tod sterben. Alter. So, jetzt aber gute Nacht, du. Vielen Dank fürs dabei sein. Und ja, schönen Sonntag. Bis bald. Of course. There's no way you could have succeeded. Every soul who has ever found themselves here has broken the golden rule eventually. It is inevitable. Man will always sin sooner or later. Any idiot could tell you this. But where others might see tragedy, I saw opportunity. As I told you the first time we met, I found a way to cheat death. By reliving the same day over and over again forever. And I will continue living long after your dust. Ja. Ist das jetzt die zweite Möglichkeit, wie er gekillt wird? Also ich frage mich nur. Ihr wusstet von einem Ausweg... Achso, ja. Eingesperrt, nur um nichts zu verheimlichen. Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my beautiful villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all, over and over again, for eternity. Don't you see? I have found a way to prolong my life indefinitely, to cheat death. I have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Mal sehen, wie ihr euch aus der Sache herausmogeln wollt. Dafür werdet ihr einen schmerzhaften Tod sterben. Do you really think you can take on a Decurion with that flimsy little bow? Wahrscheinlich könnte ich das, aber ich überlasse ihr das mal. Who? Scintilla? Where is she? I'm right here, Father. Whoa! The many shall suffer for the sins of the one. Come on, we have to go. Hey, what's happening to you? That light, it's so bright.
Shit. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Alworth, ich bin hergekommen, um dich zu suchen. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Ich bin auch Helios. Ich hatte gehofft, du würdest wissen, wer ich bin. Funny you should ask. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kinda rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina. Freed an imprisoned woman named Scintilla, who then murdered her captor, breaking some kind of ancient law. It said the attack caused golden statues to come alive, hunting down everyone in the city and turning them into gold. Apparently, the only person to survive was Scintilla, while the stranger disappeared in a flash of light. Ah ja, eigentlich bin ich das gewesen. What? You're saying you were here 2,000 years ago? I'm not sure I understand. Als ich das erste Mal hier in der Gegenwart eintraf, sah ich deine Leiche an einem Galgen hängen. I'm sorry, come again? Wir haben noch immer den Abschiedsbrief, den du in diese Tafel geritzt hast. Hier. Let me see that. God, why does this writing look so familiar? Wir sind 50 Meter voneinander entfernt, aber okay. Going around and around in circles. This is disturbing, but I don't understand how I could have written it. Kamera ist einfach nur hart rangezoomt, aber wir sind voll weit voneinander entfernt. Es wurde von einer anderen Version von dir geschrieben. Ich habe die Vergangenheit und dein Schicksal verändert. I'm not following. Ich habe Scintilla dabei geholfen, den Mann umzubringen, der ein Zeitportal öffnete und dich in der Zeit zurückzog. Stimmt. Um zu verhindern, dass dies jemals geschehen würde. So you're saying, because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. Jetzt hast du es. I guess you saved my life then, as well as helping that poor woman to escape. That's a lot to take in. Genug geredet. Wie wäre es damit, diesen Ort zu verlassen? Maybe we can escape through the same aqueduct Scintilla used, if we can find it. Es ist hier in der Zisterne, folgt mir. Cool, hey, Al. Es geht. Einfach hier rüber teleportiert. Und reden kann ich gerade nicht. Aquädukt, ja, kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Jetzt nicht weiter, okay. Momentchen mal. Habe ich den Bogen? Nee, habe ich nicht. Das ist ein Ding, ey. So, hier ist ja zu, ne? Ah, ja, cool. Cool. Na gut, dann... Ups. Oh, hier. So cool. Wo ist er? L. L. Okay. Ich gehe zum Fluss. Egal. Schönes. Ach. Da ist er. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Gute Idee. Go on ahead. I'll be there soon. Alright. Sehr gut. Okay.
Okay. Ich laufe nicht, ich gehe einfach mal. Ah, herrlich. Leck mich am Arsch, ist das schön hier. Scheiß die Wand an. Hier ist, das ist doch der Fluss, also das ist der Ort. Das ist der Ort, wo wir angefangen haben. Ich habe Fragen. You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Ich habe ihn gefunden, er wird gleich hier sein. Oh, what a relief. Ah. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Ich habe herausgefunden, dass dein wahrer Name Sharon ist. Oder war es Kerti? Die Ruine einer antiken unterirdischen Stadt entdeckt. Wie wär's damit? Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Wer bist du wirklich? You can just call me Charon, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned, from 5,000 years of experience, that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. Welche Wahrheit wäre das? That you died, of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. Wie bin ich gestorben? Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly, do you really want to know? Ah, ich bin zu neugierig. As you wish. You were murdered. Was? You were exploring an old tomb when you discovered a cache of forgotten relics, including 2 silver coins of ancient origin. Unfortunately, as you emerged into daylight, you were set upon by 2 thieves. A nearby hiker saw the scuffle break out and leapt to your aid, trying to help you recover your bounty. You both fought bravely, but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. He died instantly at the scene, and you followed a few hours later. That man's name was Al Worth. You were each in possession of a sacred coin, called Charon's Opal by some. And so it was my duty to bring you here. Was ist an diesen Münzen so besonders? Ja, gute Frage. Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouths to pay the ferryman for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple. Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate them and ferry them here. Warum? Ja, Frage. That is a question you would have to ask him, if that were still possible, in light of the path you have chosen. I am just his servant, doing his bidding. Only now, I find myself bereft of purpose. You see, the coins on you and Al were the last of the 1,000 in existence. There is nobody else to ferry here. Krass. Nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course.
Krass. Könnt ihr uns in das Land der Lebenden zurückbringen? Ah, ganz kritische Frage. I see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an event 2,000 years ago. Supposedly, the city was destroyed when a woman murdered a tyrant with the help of, well, my new friend here. I know how crazy that sounds. Maybe not that crazy. That woman. I don't suppose her name was... Scintilla? How could you... What? She left a tablet of her own. I stumbled across it while I was waiting here. I think she meant for you to read it. Here, take a look. I don't know what became of you, or if you'll ever read this, but I want you to know that I will never forget you, or what you did for me. It pains me that so many dear friends were not so fortunate. Ulpius, Cynthia, Lucretia, Horatius, Galerius, poor Dooley, and the others. But please understand, their blood is on my hands, not yours. I will live with the consequences of my actions, and all I can do is move forward, trying to show others the same compassion you showed me. I promise you that saving my life will not be for nothing. Scintilla. Sounds like you meant a lot to her. I'd love to hear your story, but first, you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? In Ordnung, Charon. Fahren wir zurück. Ende 2 von 4. Was? Wie viele hätten wohl überlebt, wenn du dich dem Gott der Unterwelt entgegengestellt hättest? Ja, das wäre so auch noch so ein Ding. Ja, müssen wir den Boss fragen, was eigentlich so der Grund für das Ganze ist. Alter. Voll cool. Sehr cool. Das lassen wir dann das letzte Mal durchlaufen, wenn das letzte Ende gefunden ist, würde ich sagen. Sehr krass, ey. Tja, und jetzt? Und jetzt? Was passiert, wenn ich fortfahren sage? Wäre eigentlich eine gute Stelle, um Pause zu machen, ne? Ach. Hier fangen wir dann wieder an. Oh. Das ist ja hart. Noch 5 Minuten, ja. Krass, dann müssen wir einfach wieder umkehren und sie hier erlassen erstmal, oder was, oder wie? Oder... Gut, wir könnten auch mit ihr reden und uns irgendwie anders entscheiden, aber... Ich weiß nicht, ob das jetzt groß was ändert. Das weiß ich nicht. Mal reden. You are... Do you know you're here? No. I'm Scintilla. I found Doch, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, das zu machen. But it's locked. Ah. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us... Genau. Wer hat euch das angetan? My dog. I don't know. He said the gods... Ja, ist schon ganz gut. Wo ist der Ausgang? Behind me. There's an act. The only problem is it's bar... Was werdet ihr unternehmen, wenn ich euch freilasse? I'm going to take that key from around his neck.
even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. Was mit There den won't be anderen? enough time. Just you and me. What do you say? Leid, wenn ich euch gehen lasse, werden die anderen sterben. What? No. You can't just leave me here. How can you be so heartless? Ist zu... Was? Dadurch wird die neue Quest priorisiert und nur die Zielmarkierungen werden angezeigt. Okay. Es ist zu gefährlich. Lasst sehen, ob ich Sentius überreden kann, uns gehen zu lassen. Ach so. Nicht herzlos, nur rational. Unsere Flucht ist nicht das Leben aller anderen wert. Ich habe meine Meinung geändert. Ihr könnt gehen. Ich glaube, das ist einfach nur, dass jetzt die Quest irgendwie direkt aktiviert wird, oder? Nur die Zielmarkierungen werden angezeigt. Ich sag mal das. I hate you. I spit on you. I hope this drags you to Tartarus. Sprich Sentius aus Sentillas Entführung durch ihn an, ja. Das ist natürlich super, super hart, sie einfach hier so zu lassen. Uff. Oh Mann. Ich leg mich gleich erstmal aufs Maul. Super krasses Ende übrigens. Also, ui. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Boop. Kommen wir wieder raus, ne? Judoka, Hallöchen und vielen lieben Dank für die 111 Einhörner. 111 Einhorn. Ah. Hallo. Jetzt. Ach, ja, ja. So you survived the cistern? Ja. Probably just a stroke of fortuna. Don't get cocky. Gut geht's. Ich könnte nur schon wieder pinkeln gehen, ey. Alles okidoki. Lange nicht mehr gehört, das ist richtig. Wie ist es dir ergangen? All weapons are to be tossed into the chasm. Magistrate's orders. Ja, ich weiß. Wir müssen mal die Quests angucken, oder? As always, priestess. Any news about Sentilla, Navia, or Kabash? No sign of any of them, I'm afraid. But we do have a newcomer. Strangely dressed fella. A traveler from a faraway land, then? Seems that way. Then let's make sure he feels welcome, shall we? Of course, priestess. Sehr gut. Oh, kurz Pause. Ich mache einfach noch mal Pipi-Pause. Irgendwie viel getrunken. Und dann können wir ja noch ein paar Minuten weitermachen, wenn ihr wollt. Streck. Zeug in die Küche. Werden bei euch eigentlich auch heute permanent 2 Viewer angezeigt? Ich meine, sogar vorhin, als irgendwie 3, 4 Leute da waren. Irgendwie werden hier... Naja, es waren auch mal 3 angezeigt. Irgendwie die meiste Zeit 2. Merkwürdig. Von der Ostsee nach Leipzig und dann wieder zurückgezogen. Was? Wieder zurück? Wie ist das denn passiert? Irgendwo anders hinziehen ist die eine Sache, aber wieder zurückziehen? Und vor allem innerhalb von einem halben Jahr. Was? Merkwürdig. Ich mache jedenfalls mal ganz kurz Päuschen, dann bin ich gleich wieder da. Moment.
So. Ja, klingt ja anstrengend, ey. Uff. Naja, WB jedenfalls. WB, I guess. Ja. So, nun. Oh, die Liste ist relativ kurz gerade. Danke. Finde einen Weg, Meliodas aus der Wahl aussteigen zu lassen. Ja. Yeah. Dunkle Geheimnisse, ja. War das in diesem Loop, dass wir mit Claudia schon gesprochen hatten? Eigentlich? Sentia müssen wir unbedingt die Kette zeigen, ja. Hinweise. Wir müssen nochmal mit Claudia sprechen. Ich weiß aber nicht, ob das in diesem Loop war. Virtuous Belästigung stoppen. Richtig, Virtuous, Rufius ihn nicht länger belästigen wird. Das machen wir mal eben. Das ist easy peasy. Das machen wir mal. Eine sehr gute Sache. So. Unser Süßer hier. War das der aktuelle Loop? Das kann sein. Ah, a new face. Hallo, Salve, Sunshine. and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. I hear we have you to thank for saving Julia's life. I'm glad you arrived when you did. Ja, macht euch keine Sorgen wegen der Drohung. Es ist nur Rufius. Es ist nur Rufus. Er wird euch nie etwas antun. What demon or spirit told you about that? Ich habe eine unvollständige Nachricht in seinem Haus gefunden. You went snooping in his place? Ja. That was risky. Ah. We're lucky you didn't cross any lines. Have you spoken to him about it? Ach, wie, noch nicht? I would talk to him myself. Hey? I think that would just inflame the situation. Ach so. It's das war im vorigen. best if you do it, if you don't mind. Ich verliere schon den Überblick. Ja, gut, dann, ja. Na dann. Das war in dem, das war im letzten. Das ist schwierig. Schwierig. Gut, aber das erklärt auch den anderen Teil von der Quest, dass da noch nicht abgeschlossen war. Ja. Cerberus lifts his triple head. Okay, hier ist er aber noch nicht. Moment. Threefold braying. Da ist aber Virgil. Ich weiß halt nicht, ob wir Rufius jetzt schon irgendwo finden. Oder nicht. Wo hängt er denn sonst immer ab? Da müssen wir wirklich warten, bis er dann... Ja, irgendwo wird er schon sein. Irgendwo wird er sein. Eigentlich haben wir den hier schon mal getroffen, ne? Der Priesterin, ja, schon. Also das hier ist Horatius. Und wir hatten Rufius mal hier getroffen, ja. Aber das ändert sich ja mit der Tageszeit immer alles so. Was ja auch cool ist. Aber ja. Ah ja, alle am Putzen hier. Einfach alle am Putzen. Können uns hier ja nochmal umgucken. Georgie ist da. Der Arsch. Apollo-Truhe. Ja. Ja. Hatten wir dazu eine Quest? Nee, oder? Hier ist ein Satz kandidieren. Ich Tafel Georgius fragen. Einzigen griechischen Einwohner. Sag mal, können wir bei ihm noch was erfahren? Genau, einen Schlüssel haben wir, ja. Können wir
bei ihm immer noch was erfragen? Ich rede noch mal kurz mit ihm, warte mal. A fellow traveler. Greetings. I'm Georgie. Hi. Ich weiß. Wir sehen, haben Kabasch haben wir gefunden. Was ist die Geschichte? Goldene Regel, griechische Tafel. Lalala, das hatten wir eigentlich. Nee. Allerdings. Ach so, das war ja das mit Duli, ja. Okay, aber gut. Mich wundert's halt nur, dass hier steht, von wegen, ich sollte mit Georgius fragen. Aber gut, wir wissen ja eigentlich, was das auf sich hat. Habt ihr ja recht. So. Schlüssel zum geheimen Schrein. Ja. Was ist denn Katakomben? Leibbrot. Ja. Cool. Untersuchen. Können wir uns nur angucken. Schau. Ach, das ist gar nicht der. Ah, hier, aber ja, Apollo-Schrein, richtig. Gut, ist halt irgendein anderer Schlüssel. So, und wo war jetzt der Apollo-Schrein? Das ist der Apollo-Schrein. Okay. Ah ja, ach, tatsächlich. Ja gut. Nevias Behandlungsnotizen, aha. Blähungen, Rhabarber, Geschwüre, Enziane, Magenschmerzen, Glucoriza, Rheuma, Weinrinde, Funkel, Aloe. Weinrinde hilft gegen Rheuma. Okay. Ja, das ist die Zusammenfassung. Das ist alles. Okay. Cool. Cool. Mhm. Mhm. Das ist interessant, ja. Das ist interessant. Ist ein bisschen unspektakulär, aber gut. Hm. Alright. Ja, griechische Tafel ist da auch angezeigt. Sehr gut. Für die, die keinen Horror wollen, ja. Ich möchte... Ich gehe mal zu Dings, zu Dings. Sind ja da. Erschreckt mich halt nicht so. Ave. Hallo, Arsch. Oh. Da. Hallo. Whatever are you wearing? Hahaha, lustig. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Oh, aber... Ja, jetzt können wir über sein Tiller sprechen, wahrscheinlich das, oder? Heard about her disappearance, I take it. Ah, hier, perfekt. Also, ich mache erstmal das hier. Ich weiß, mit wem sie zusammen war. Es war Ulpius. Oh, really? That commoner in debt bondage next door thought he could win over a magistrate's daughter. That's awfully bold of him. I can see why she worked so hard to keep it a secret. Quick, go and find him and ask him what he knows. Okay. Ich habe bereits mit ihm gesprochen. Ihr Verschwinden betrübt ihn sehr. Ich bezweifle, dass er schuld daran ist. Oh, I see. Well, it was worth a try, I suppose. Just promise me you won't give up on her. Ja, nee, klar. Ich verspreche es. Thank you. So, aber
Oh, look, you're back. How lucky for me. What is it now? Oh, you heard about her disappearance, I take it. Ich habe diesen Anhänger in der Zisterne gefunden. Oh no, that's Scintilla's. The question is, what was it doing in the cistern? Ja. Ich habe ihn am Hals eines Skelettes gefunden. Ah! A skeleton? Oh God, you mean she's... Tot leider, ja, es tut mir leid. Ich weiß nicht, irgendwas daran fühlt sich für mich nicht richtig an. What do you mean? Ich bin einfach nicht sicher, wie sie innerhalb von nur 3 Wochen zu einem Skelett verkommen konnte. Ja, wahrscheinlich nur paranoid. But didn't Domitius say there's some kind of creature down there that killed and ate Hannibal? Could it not have attacked her too? Das hatte er, was eine Frage für mich aufwirft. Was, wenn das Skelett Hannibal gehörte? Ja. What are you saying? That somebody crept down there and put Scintilla's amulet on another body to make us think she was dead? Ja. Why would anyone do such a thing? Haben sie entführt und wollen, dass wir aufhören, nach ihr zu suchen. Ich bin der Meinung, dass sie das selbst getan hat, damit wir aufhören, nach ihr zu suchen. Ja, sie entführt. But who? Who could have a reason to do that? Domitius, er ist ein Widerling und hat besseren Zugang zu den Zisternen als jeder andere. Ulpius, er war ihr geheimer Liebhaber und er ist offensichtlich untröstlich. Sie hatten vielleicht einen Streit. Horatius, er hatte Zugang zu ihrem Amulett, wirkte ein wenig zu kalt und zu gelassen. Sentius, vielleicht fand er raus, dass sie einen heimlichen Liebhaber hat. Sie scheint von jedem geliebt zu werden und ich wette, es hat euch eifersüchtig gemacht. Wir müssen uns für was entscheiden. Sollen wir Sentius sagen? Entscheidet ihr. Ja. Ich möchte einfach nur, ich möchte nichts dazu sagen. Ich möchte hier eine weitere Option. Ja. Also der Punkt ist, wir wissen eigentlich, dass Sentius dafür verantwortlich ist, aber aus anderen Gründen. Ja. Schwierig. Domitius würde es eher stehen. Ja, aber der Grund ist halt ein falscher. Vielleicht könnte uns das helfen, dass er irgendwie beschuldigt wird. Ja, ich höre mal auf Judoka. Machen wir das mal. That is an extremely serious accusation. I take it you have something to back it up. Nee, überhaupt nicht. Bauchgefühl. Ich ermittle noch. So this is just baseless ja, speculation, richtig, then. ja. Good enough. I won't have you peddling scurrilous gossip about my sister's tragic death. Ja. Kindly keep your insane conspiracy theories to yourself and leave me alone to grieve, you barbarian. Es war alles nicht so cool jetzt. Ich gehe einfach. War jetzt nicht so geil. Gut. Ave. So, nun. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Viel, viel, viel schlimmer, ey. Nun gut. Genau. Die Mehrzahl der Wähler beliebt machen. Ich frage mich, ob wir das jetzt irgendwie schon machen können. Fürs Abhalten, sich umzubringen. Ist er jetzt schon? Ist er in diesem Loop? Also wenn das in diesem Loop war, dass wir mit Claudia gesprochen haben, dann war es auch in diesem Loop, dass er gejumpt ist, oder? So you survived the cistern. Probably just a stroke of fortuna. Don't get cocky. Frag mich halt so ein bisschen, ob wir einen neuen Tag machen sollen damit.
mal aussteigen zu lassen, ja. Mehr Hinweise. Ja, eigentlich brauchen wir das von Claudia. Ich will Rufius finden. So you survived the cistern. Probably just a stroke of fortuna. Das stimmt. Don't get cocky. Können wir aufstehen. Wir können halt auch einfach hier reingehen, ne? Weißt du was? Wir gehen mal nach oben. Dann probieren wir doch mal unser Glück. Dann war das nicht der Loop. You're not supposed to be in here. Können wir reden? Talk. What business could you possibly have with me? Ja. Also, was würdet ihr denn... Ich weiß nicht, ob wir erstmal das machen müssen. Ich probiere es mal direkt damit. An intriguing proposition. Go on. Ich glaube nicht, dass Malleus die Person ist, die er behauptet zu sein. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. What makes you say that? Und so ein Gefühl, ich hatte gehofft, wir könnten Malleus wahre Identität gemeinsam herausfinden. You know, I may have the very thing you're looking for. Ja. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only, he used the wrong name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are you helping me? So, jetzt kommt der Punkt. Ich kann es einfach nicht ertragen zu sehen, wie so eine so schöne Frau so schlecht behandelt wird. Da muss ich auch nur ein ganz kleines bisschen kotzen bei dieser Aussage. Oh, aren't you charming? Ah. I'm quite sure my husband would seethe with impotent rage if he overheard you say that. I love it. Aha. It seems our interests are aligned. I imagine knowing his true identity will give me the leverage I need to manage him appropriately. But first, I need you to do something for me. Ohr. Was wollt ihr? I want you to bring me some wine. Just one small urn should do it. Oh, don't look at me like that. I know this must be hard for you to wrap your sweet little pleb head around. So what do you need me to spell out? Alter, ich bin so ein bisschen eklig. Ich bin irgendwie so ein bisschen... Warum wollt ihr weinen? Dann könnt ihr es nicht. Warum wollt ihr weinen? Let me tell you something about Malleolus. He talks a lot about freedom, but what he doesn't tell you is that he means freedom for men. After all I've done for him, counselling him through his entire election campaign, and he had the audacity to lock me in here. He said it was for my own good, and that my drinking was unbecoming of a lady, let alone the wife of a magistrate. I'll show him unbecoming. Tonight, at his victory party, I'm going to get good and merry. And if he tries to discipline me again, I'll threaten to expose his true identity in front of everyone. I am so looking forward to it. Nice, das will ich sehen auf jeden Fall. Könnt ihr es nicht? Das war alles. You mean, aside from the fact that I'm locked in this room and Domitius is right outside the villa, because there's barely any left in the city. In fact, there's only one small urn, as far as I'm aware. And getting it won't be easy. Ja, haben wir es doch. So, you'll help me? Ja, habe ich hier etwas Wein zufälligerweise. Wirklich zufälligerweise. Zack. Thank you. Here's the letter. Zack.
Quintius an die geliebte Claudia. Eine Zeit lang verzweifelte ich an dem Gedanken, hier für den Rest meines Lebens gefangen zu sein, aber dann traf ich euch und entdeckte, dass ich genau da bin, wo ich sein sollte, solange ich mit euch zusammen bin. Bloße Worte können meine Zuneigung zu euch nicht ausdrücken, und so werde ich euch zu Ehren eine große Geste vollbringen. Ich werde Magistrat dieser Stadt werden, damit ich mit euch an meiner Seite mit Weisheit und Stärke regieren kann. Sehr gut. Ging, oder? Ja. Gut. Gegenstand nehmen. Now, perhaps you can tell me who Quinctius really is. Laut diesem Kopfgeldbrief von Kaiser Nero ist er derjenige, der im letzten Jahr die Brände in Rom gelegt hat. Schon ein bisschen hart, oder? What? He's... Oh no. That's... quite a lot more serious than I imagined. Ja. Aha. I only wanted some leverage over him, not to destroy him. Give me that immediately. Nobody else must know. Schwierig jetzt. Ich glaube, ich behalte ihn besser. Den hier könnt ihr gerne haben. Ich kann jederzeit eine neue Kopie anfertigen. Hä? Sicher, ihr könnt ihn haben. Niemand sonst wird es jemals erfahren. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich behalte ihn besser. Kopfgeldschein. Ja, okay, aber... Aber klingt das nicht so, als hätten wir den irgendwie gefaked oder so? Was soll ich machen? Ich sag mal, ich behalte ihn. Besser mal gucken, was sie macht. What? No. You tricked me, you mendacious little stirkers. Ich habe euch nicht belogen. It was a lie of a mission. You were planning this all along and you deliberately concealed it. May Jupiter cut you down. Werde jetzt gehen. Curse you. I curse your life and mind and memory. May you be unable to walk or eat or drink. May this drag you to the depths. This is outrageous. Gut, beste Freunde werden wir vielleicht nicht, aber wir haben den Quintius-Brief. So, damit gehen wir jetzt mal zu ihm, oder? Wieder angepisst. Ich glaube, das ist alternativlos bei der, ey. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Kompliziert. Es ist jetzt complicated. Zurücktrete. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Weil ich weiß, dass ihr Quintitide seid. Eure Frau gab mir euren Liebesbrief und Nero will euch tot sehen. So, it finally caught up with me. I suppose that makes you, what, one of Nero's assassins? Nein, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich das nicht bin. Der Kaiser lässt grüßen. Das wäre auch so gut. Oh. Euch glücklich schätzen, dass ich das nicht bin. Aber wir können ihn immer noch zwingen, von der Wahl zurückzutreten, oder? So, you're not going to kill me? Nicht, wenn ihr euch sofort von der Wahl zurückzieht und alle in Schuldknechthaft zu euch entlasst. Ja. Ja, I guess. Können wir probieren.
so much work and money. Oh, well, if I do it, you'd let me live? Fine. Ruling this cesspit of a city would have been beneath me anyway. I'll have Domitius notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. There. You got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. Alright. Alright. No. Domitius, are you listening? Yes, sir. I've made a decision to release Julia and Ulpius and withdraw from the election. I want you to go and inform Equitia. Sir? Are you under duress, sir? I've just had a change of heart. But you were on track to be magistrate, sir. All that work, all that money wasted. Those are my orders. Carry them out. As you wish, sir. Irgendwie ein bisschen sad. Ja. Ich weiß, er war komplett voll Arsch, aber irgendwie. Er hat so schön seine Rede geübt. Malleolus has decided to withdraw from the election. Oh, well, that's surprising. But thank you for telling me. I'll let everyone know. Das ist voll geil jetzt hier. Er redet mit ihm, er redet mit ihr. Das ist voll nice. Wie immer. Citizens, I have an announcement. Malleolus has withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Sentius will be re-elected magistrate by default. That is all. Ich nehme mal an, wir müssen erstmal mit Dingsbums reden, damit wir ihn nominieren können, oder? Ich meine, wir können es mal bei ihr versuchen. Aber wahrscheinlich müssen wir zu Dings. A new face, are they? Oh, kann ich euch ein paar Fragen zur Flucht aus der Unterwelt stellen? I beg your pardon? Livia hatte recht, wir sind in der Unterwelt. Oh my, that is quite a lot to take in. You'll have to give me a moment. Let's see. If that is indeed the case, I suppose we'd better figure out what to do about it, hadn't we? We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Orpheus, a Thracian poet. Sisyphus, a king of Ephyra. And Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret gate. So it seems you have 2 options. To confront the god of the underworld head-on, or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. Das werden wahrscheinlich unsere Möglichkeiten sein, ja. Okay. May Fortuna guide you. Das war überhaupt nicht das, worüber ich eigentlich reden wollte, aber ja. Harvey again. Well, Malia, why do you... Elias nominieren. Oh, what a good idea. He is a virtuous and decent man after all. I happen to agree he'd make a wonderful magistrate. Okay. Ich glaube, damit ist er nominiert, oder? Das Blöde ist, wir müssen aber trotzdem wahrscheinlich noch die Leute auf unsere Seite bringen, oder? Certainly. See you again soon, I hope. Das stimmt. Ob wir das einfach hätten laufen lassen sollen? Eigentlich müsste man das nochmal probieren, ey.
Das ist lustig. Oh! Wer ist denn da? Salve. Hi. Salve again, my Sisyphean friend. Oh, and I'm in the running for magistrate. Feeling kind of nervous, but I'm hoping it'll all be worth it when I order Dooley's release. I just hope I'll have the votes I need. Tja. What's on your mind? Okay. All right, friend. Hope you find a way to break that cycle you're in. Müssen wir jetzt mal mit den anderen Leuten reden, wegen der Wahl halt? Name's Rufius. Better watch your step. Stimme geben. Sorted out my ja. rheumatism. For Sehr the gut. first time in a long time, I'm not in constant pain. Passt. Good man. Passt. Fine. Passt. See you around. Gut, klar, wenn wir den hier rumschicken und der allen hilft, dann ist ja auch gut, oder? So, naja gut, hier müssen wir nicht fragen, schätze ich. Greetings and salutations. Hello again, my Sartor. Ja, Stimme geben? Galerius. Ja. Did you know he saved the life of my young friend Fabia? The man is a hero. Perfekt. But of course. I hope that our paths cross again soon, my friend. Sehr gut, sehr gut. Arve. Arve, selber. Was? Durch ihre Ohren zu. Ja, jetzt haben wir einen Vollarschfrage. Hello there, friend. May I say, that is a glorious bow you're carrying. Do you mind if I ask where you acquired it? Den habe ich im Diana-Schrein gefunden. Ach so, ja, stimmt. Der weiß jetzt ja nicht, was passiert ist, aber wir haben den Bogen natürlich, ne? Dass ihr mich da drin mit wütenden Hornissen eingesperrt habt. Ich konnte aber entkommen und habe ein grauenhaftes... Was? Nach einem grauenhaften Erlebnis im Palast und einer Reise in die Vergangenheit bin ich wieder... Würde euch nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde. Well, I'll take your word for it. But perhaps you'd be interested in selling it to me. I mean, it's not as if you have any use for it down here. Steht nicht zu Verkauf. Verschwindet dieses... Oh well, let me know if you change your mind. For now, can I help you with something? Sentius, I suppose. Stability is always good for business. Ich möchte für Galerius wählen. Yeah? And what's he gonna do for me? He's nothing. Würde euch ein Geschenk umstimmen? Certainly. For a few thousand denarii. Ist das so? 3000 Denarii können wir ihm geben. Ist nicht gegen die goldene Regel verstößt? Wir können es probieren. Pleasure doing business. Can I help you with anything else? Zack. Very well. Another time. Zack. Man muss halt wissen, wie man mit den Leuten sprechen muss. Oh. Wen haben wir noch? Virgil. Sometimes I stare at the great temple on the bluff, and I think, welcome back. I think, welcome back. Nochmal Geld beschaffen. Mal gucken. Also jetzt würde ich erstmal die Wahl halt abwarten. Sentius seems to know what he's doing. Nobody's broken the golden rule under his watch so far. Aber Geld. Passt schon. Schaffen wir irgendwie. Kann ich euch irgendwie umstimmen? My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Gut, wir müssen auch nicht alle umstimmen. So. Nice to talk to you. Sag mal, wenn wir Rufius aber... den haben wir doch gerade gesprochen. Das hätten wir mal erledigen können. Dann können wir Virgil bestimmt auch umstimmen, oder? Moment. Oh, Männchen mal. Männchen mal. Ist er jetzt... Wo ist jetzt das Dings hin?
Was hier wäre? Nee. Ja, das ist ja auch nicht aktiviert. Wer ist hier? Virgil wird angezeigt. Wo ist denn Rufius jetzt hin? Shit. Wo ist der Honk hingegangen? Der Honk. Irgendwo da unten? Keine Ahnung, ey. Weil dann können wir bestimmt den Virgil umstimmen. Jo, den können wir auch fragen. What now? Mit Ulpius sprechen. Wir werden eine Stimme geben. I'm not going. Ist auch okay. He's not here. Dunno. The little Capet murder escaped earlier this morning while I was taking Yulia to the clinic. He can't have gone far, but if you find him, tell him the punishment he gets for coming back on his own won't be as bad as if I have to go looking for him. Okay, ich werde jetzt gehen. Whatever. Just remember, I'll be watching. Gut. Ach, hier. Hi. Ah, you again. Ah. Ja, das stimmt. Virtual Blut. No idea what you're talking about. Weißt du, dass ihr es wart? Look, it's Passt. Ich habe keine Zeit. Gut. Ob er jetzt wirklich hingeht und das macht. Ich kann trotzdem schon mal probieren, ob er jetzt hier drauf anspringt. Welcome back. Thank you. Stimme? Well, Cynthius seems to know what he's doing. Nobody's broken the golden rule under his watch so far. Ich euch umstimmen. My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Nicht. Achso, erstmal das, ne? Ja, erstmal erledigen. What demon or spirit told you about that? Erstmal erledigen. You went snooping in his place? Richtig. That was risky. We're lucky you didn't cross any lines. Have you spoken? Ja. Really? How did you manage that? Mittel gegen seinen Rheumatismus gefunden, ja. Ah, poor fellow. I've heard that can really mess with a person's head. Well done for figuring that out. Gern. Ich glaube, er will euch auch dabei helfen, sein Graffiti zu beseitigen. Really? That's sehr gut. Promising. I'll keep an eye out for him. Gut. Well, jetzt. Cynthius seems to know what he's doing. Nobody's broken the golden rule under his watch so far. Umstimmen? My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Immer nun. Cool. Nice to talk to you. Er ist jetzt hier am Putzen. Es ist schon cool. Das ist schon sehr cool. Sometimes I stare at the great temple on the bluff and I think, whatever is in there, it has to be important. Gut, Horatio. Tja, der war hier immer mit Equitea, aber die sind jetzt hier gerade nicht. Hier war das Klo, ne? Da war das Klo. Ach, guck mal, da oben steht er. Warte mal. Der steht da noch. Können wir da mal hin? Also nicht der Horatio, sondern der Uldings. Uldings. Ulpius oder so.
Da. Salve, friend. Hey. I'm Octavia. Ja. Welcome to life under the gold. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh, no. No. No, 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 no. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Okay. Viel Glück dabei. Ich bin dann mal weg. Thank you. And please, choose your words carefully. Gute Neuigkeiten. Maleolus hat zugestimmt, Julia und euch von euren Schulden zu befreien. Ja. It's too late Was? for that. Julia and I made a pact. Nein. And she's already swallowed hemlock this morning. Nein. If I backed out now, I'd be betraying her. Nein. I can't do that. Lucretia konnte noch rechtzeitig etwas Silphium bekommen. What? Are you messing with me? Nein, das würde ich nicht tun. Ihr seid beide frei, yo. We're free. Ja. We're free. Thank you. It seems fortune smiles on us after all. I'd better go and pay a visit to Julia immediately. I just wish there was some way I could repay you. But I have nothing but the tunic on my back. Nein, macht euch no worries. I'll go and take care of things with Malleolus and tell Julia the good news. Thanks again, friend. I'll never forget what you did for us. Nice. Und jetzt rutscht er einfach aus. Sehr gut. Tafel. Wir haben hier noch eine Tafel übrigens. Was? Achso, mit dem... Müssen wir nicht noch mit ihm reden? Ach so. Guck mal, wie wenig wir noch haben hier. Pikale ist zum Magistrat gewählt. Ich muss den Mehrzahl der Wähler beliebt machen. Ja, hoffe ich, dass das passiert ist. Und das war die griechische Tafel. 4 Stunden Tafel. Die goldene Regel, ja gut, das ist hier Hauptdings. Hat sich das erledigt? Okay. Salve, friend. Gut. Wow. Ich will nicht ausschließen, dass wir trotzdem... Ich will nicht ausschließen, dass wir trotzdem noch mit ihm reden könnten, ja. Warte mal, wenn ich hier gerade bin... Just in case. So. Ulpius? Wir feiern sie, wenn wir... Moment, ist er jetzt hier irgendwo? Welcome. Thank you, Ulpius. Die reden jetzt hier... Ah, das ist so gut. Das ist einfach so gut. Shalom. Shalom. Da. Hier ist eure Geschichte. You mean where am I from and all that? Judea, originally. But when I was a child, I moved to Rome with my family, Romanized my name and spent most of my life in the Jewish district of Trans-Tiberim, across the Tiber from the main city.
That's where I was when the fires broke out. Everyone was running toward the river, and I, listening to my inner contrarian, ran the other way. Every road leading out of Rome was in chaos, full of people with all their belongings in carts and brigands preying on them. Several hours down the Appian Way, I saw another Jewish family being attacked by 3 opportunists. So I picked up a branch from the side of the road and went to defend them. I can only assume they got the better of me, because the next thing I knew, I was waking up in a forest by a river not far from here, with no memory of how I got there. It's strange though, because I still had my purse on me. Why would a robber knock me unconscious and throw me in a river, but not take my coins? A lot of good it did me, and that family. I sometimes wonder what happened to them. I don't. But even if I did, I'm not going anywhere. I have unfinished business. Okay, was haltet ihr von der goldenen Regel? Well, neither of us have a couple of hours to stand around talking about theology, law, and collective punishment, so I guess you're looking for a pithy summary? You remind me of an old story from my people about Hillel the Elder. He was approached by a Gentile and asked to explain the entire Torah while he stood on one foot. Obliging, he replied, "What is hateful to you, do not do to another. That is the whole Torah. The rest is commentary. Go and learn." Of course, what I want to know is, what kind of a god sees a young woman abducted and does nothing about it? Not my god. That's for sure. Frage. Thanks. I just wish there was a way to find out. Stimme. Sentius, I suppose. I'd have to be insane to vote for Malleolus after what he did to me. Galerius, oder? Galerius, the farmer? He's a good man, but I think he's more valuable on the farm than as magistrate. Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so denkt. All right, friend. Thanks for the chat. Waren wir auf der Farm? Welcome. Also du meinst, außer das eine Mal, als wir da Sachen mitgenommen haben, ausgeliehen haben? Ach, hier geht's runter. Was? Was? Das ist hier, oder? Da auch irgendwo hin? Da, genau. Genau. Die Eier, ja. Ja, wir können einfach wieder Eier mitnehmen. Hätten wir sie vergolden sollen? Vielleicht. Ja, vielleicht. Oh. Naja. Sollen wir vielleicht nochmal probieren dann. Ach, guck. Did you steal it from the gods? Ja, gut. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass wir den einen nicht, dass wir Ulpius nicht bestimmen können. Zumindest nicht so. Okay. Ach, ich dachte, die würden jetzt miteinander reden. Das wäre natürlich super. Ja, das wäre super lustig gewesen. Er chillt hier aber nur ab. Okay. Das hätte ich jetzt ja extremst gefeiert, wenn die jetzt hier geredet hätten. Tja, gut.
Tja, und nun? Müssen wir abwarten. Colerius, haben wir noch irgendjemanden in der Kneipe oder so? Das ist die Tür hier. Das wird doch bestimmt hier irgendwie dann das sein, was... dieser extra Ausgang oder so. Ja, tja. Wow, isn't that a big long bow? Ja. Großer, langer Bogen. Ich freue mich nur, dich zu sehen. Nicht. Ist hier schon jemand am Abschimmeln, außer natürlich die goldenen Statuen? Mal. Salve. Salve. Wow. Salve. Gut, er hier. Aha. Ave. Interesting. Irgendwie lustig, die Leute hier zu beobachten. So, tja, der ist immer noch am Putzen. Ich dachte, vielleicht irgendwann wird das Graffiti weg sein oder so. Sometimes I stare at the great temple on the bluff, and I think, whatever is in there, it has to be important. Ja. Hat sich jetzt auch nichts geändert hier, ne? Welcome back. Well, nice to talk to. Okay. Das können wir mal gucken, ja? Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Da haben wir den eigentlich auch ursprünglich getroffen, ne? Beziehungsweise wir wurden da hingeführt. Halt die Fresse, ey. Aha. Ich glaube, die sucht ihre Schwester. Der Horatio ja auch irgendwie so ein Zimmer hat oder so. Unterm Bett. Ist hier jemand? Hallo? Nicht. Oh, ist das schlau, was ich hier gerade mache? wie unauffällig. Wo steckt denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Andererseits, also wenn er hier eigentlich für den Dude arbeitet, werden wir ihn umstimmen können? Ich weiß ja nicht. Wenn ich so drüber nachdenke. I hope you have a good reason for flouting my weapons. Ey, Fresse! Später ist er auch in der Kneipe, ich glaube schon, ja. Vielleicht sollten wir echt das abwarten. Ich habe den so gefressen. Ich habe hier so manche Leute gefressen. Die gucken mir alle nur auf den Bogen. Weil er nur so lang ist. Ja. Denken ja eigentlich alle nur an das eine. Anyway. Tja, dann warten wir ab, bis sie sich hier versammeln. Ach, guck, hier. Da, jetzt. Handsome. What is it, citizen? Hi.
Also Stimme. Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Das ist das, was ich gedacht habe. Okay. Gut. Alright. Citizen. Gut, ihn haben wir bestochen. Galerius ist Galerius. Rufius, alles gut. Galerius ist Galerius. Ja, easy. Gut. Ah ja, das sind hier auch die verschlungenen Gänge wieder. An der anderen Seite. Pass auf, jetzt verlaufe ich mich hier total. Jetzt geht gleich die Wahl los und ich komme da einfach nicht hin. Ich habe eine Frage. Was ist eigentlich, wenn... Ah, vielleicht geht kein Unentschieden. Vielleicht ist das so gemacht, dass kein Unentschieden geht. Aber das wäre natürlich auch lustig. Genau. Gut. Ach ja, ich sollte in der Nähe von dem Theater bleiben. Das finde ich hier wirklich nicht mehr raus. Das haben wir in dem Loop hier gar nicht gemacht, ne? Güldene Ranken. Jetzt ist sie hier nicht. Noch nicht. Ich kann nochmal die römische Tafel nehmen. Na gut. Lustig eigentlich. So. Geht's hier sonst noch so lang? Ich glaube, hier bin ich schon lang gegangen. Stimmt. Stimmt. Ich gehe mal zum Theater. Ich bin beim Theater angekommen. Hat sich gerade erledigt. Dann gucken wir mal ins Tagebuch. Also. Da. Esemodus. Liebes Tagebuch, heute ist ein Tag zum Feiern. So leicht wie heute habe ich noch nie 1000 Denare verdient und das einfach nur, indem ich einer verzweifelten Idiotin einen Ausweg verkauft habe. Natürlich war es nicht ganz der Ausweg, den sie sich erhofft hatte, aber Schierling zählt trotzdem. Es wird ja eine Lehre sein, nie wieder über meine Frisur herzuziehen. Und da ich nicht gegen die goldene Regel verstoßen habe, werde ich es vielleicht in Zukunft erneut versuchen. Liebes Tagebuch, es hat erneut funktioniert. Ich bin dank Ulpius und seinem verzweifelten Wunsch zu entkommen um weitere 1000 Denare reicher. Natürlich gibt es nicht viel, was ich mit dem Geld anfangen könnte, aber es zu besitzen finde ich schon etwas aufregend, zumindest kurzzeitig. Das Tagebuch, endlich habe ich etwas, für das ich mein Geld ausgeben kann. Malleolus kandidiert bei der morgigen Wahl zum Magistrat. Der hat versprochen, dass ich für einen ausreichenden Tribut in die Villa des alten Sentius ziehen kann, sobald sie geräumt ist. Ui. Wie er das erreichen will, wollte er nicht sagen, aber immerhin. Ich stelle besser sicher, dass er gewinnt. Ah. So. Ich habe die so gefressen. Deswegen Freibier, ja. Oh, der Mythos der goldenen Regel von Durotas dem Jüngeren. Wie es unser Brauch ist, werde ich damit beginnen, dem Gott, der für diese Stadt verantwortlich ist, meinen Respekt zu erweisen. Für den anhaltenden Wohlstand und die friedliche Abgeschiedenheit
er für uns geschaffen hat, verdient er unsere Hochachtung. Doch hier muss ich vom Brauch abweichen, denn sein Versuch, uns solch strenge Regeln aufzuerlegen, ist erdrückend und übergriffig und sollte mit Verachtung gestraft werden. Wer hier nicht eines Nachts mit Angstschweiß bedeckt aufgewacht, weil die goldene Regel möglicherweise aus Versehen gebrochen wurde. Wer hier ist, nicht nachts mit Angstschweiß aufgewacht. Wir müssen alle einsehen, dass wir Fehler machen können, sei es infolge eines Fehlurteils oder wegen einer bewussten Entscheidung basierend auf einer falschen Schlussfolgerung. Doch die große Bedrohung, das Damoklesschwert, unter dem wir leben, ist, glaube ich, nur eine Täuschung und ich werde es euch beweisen. Lasst mich damit beginnen, die Gegenargumente zurückzuweisen. Auf den ersten Blick könnte man argumentieren, dass die Inschriften, die besagen, die vielen werden für die Sünden des einen leiden, ein Beweis dafür sind, dass die goldene Regel in der Tat existiert. Dies kann aus logischer Sichtweise allerdings nicht nachgewiesen werden, denn wir können nicht annehmen, dass die Verfasser mehr wussten als wir. Dass die Botschaft niedergeschrieben wurde, macht sie nicht wahr, genauso wenig, wie wenn ich aufschreiben würde, Durotas, der Jüngere, ist ein Gott. Zweitens kann man argumentieren, dass die Statuen an diesem Ort ein Beweis dafür sind, dass die goldene Regel real ist. Daran braucht ihr mich nicht zu erinnern. Ich war es, der sie überall in der Stadt entdeckt hat. Ich war es, der sie sammelte, in einen Handkarren packte und sie in die Nischen stellte, in denen sie heute stehen. Ich werde sie nicht so schnell vergessen, und doch weigere ich mich, zu dem Schluss zu kommen, dass sie einst echte Menschen waren. Es gibt einfach keine Beweise, die diese Schlussfolgerung unterstützen. Naja, wenn wir die Geschichte von der Venus lesen, die Pygmalion-Skulptur Galatea zum Leben erweckt, glauben wir auch nicht, dass sie wahr ist. Warum sollten wir hier eine andere Ansicht vertreten? Letzten Endes sind das aber eben nur Argumente. Nach all den Jahren, die ich in Furcht gelebt habe, kann ich nur eines tun, um zu beweisen, dass die goldene Regel eine Lüge ist: handeln. Freunde, ich entschuldige mich hierfür im Voraus, aber eines Tages werdet ihr diesen Moment als Wendepunkt in der Geschichte unserer Stadt sehen. Lasst uns alle ein für alle Mal erfahren, ob die goldene Regel echt ist, indem ich einen von euch mit meiner Faust schlage. Okay, und dann endet es. Alte Schriftrolle, in der der Autor das Argument gegen die Existenz der goldenen Regel ausführt. Können wir mitnehmen. Okay. Können wir mitnehmen. So, was ist denn jetzt hier? Wenn man einmal darauf wartet, dass es endlich losgeht, ne? Klappte irgendwie nicht. Ja, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Und ich frage mich, was wird denn jetzt eigentlich mit der Wahl? Wird dann wieder hier Action losgehen, aber ist er dann schon vielleicht freigelassen oder was? Oh. Greetings and salutations. Hallo, ja, das ist ja sehr nett. Theater sind noch Münzen. Ach, hier drin meinst du? Aber nicht, dass die zum Stehlen sind. Ach, hier. Nö, können wir nehmen. Sehr gut. Ich frage mich gerade, ob wir bei der Priestess jetzt vielleicht hätten nach einer früheren oder nach einer Vorverlegung der Wahl hätten fragen können, um genug Zeit zu haben, dann hier mit Dulli und so, mit Dulli, das alles regeln zu können und so. Ja, mal eben gucken, ob wir Equitea irgendwo finden. Ja. Oh, dann ist es jetzt vielleicht sogar schon zu spät. Ah. Wahl. As I said, I'm planning to hold it before dusk.
but I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. There's a good reason, ja. Der mich bringen Futsal durch kann Konflikte zwischen den WLAN verändern. Yes. I have overheard some rather unpleasant arguments. Echt, wir können das machen. Oh, wir können das. Oh. Very well. I'll get things started right away. Oh. Wir können das machen. It is time. Let us meet to elect our magistrate. Ah, wir können das machen. Ah, es ist sehr gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Nur, wie gesagt, ich frage mich jetzt gerade, ob es nicht zu spät ist, um noch Sachen zu erledigen. Naja, gut, die Tafel, wenn wir die Tafel nehmen können, dann ist ja schon mal gut. Mal gucken. Und ich würde ja eigentlich gern die Kneipenbesitzerin im Auge behalten, ne? Ja, das auch. Ja, ich gehe jetzt ja auch nicht weg. Ich will das wissen. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helva. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Galerius. Virgil. Cynthius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Gallus Galerius Helva. What? It has been decided. Magistrate Galerius, would you like to make a brief address? I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you've put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Dooley is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Okay. Sehr cool. Wir folgen mal Horatius. Sehr gut. Glad Galerius won. He deserved it. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Ja, das kommt mit. Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out of here? I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Dooley. Sehr gut. Kann ich sofort mal diese Tafel nehmen? Dann haben wir sie schon mal. So.
Hello? I'm Dooley. Magistrate Galerius said I should thank the newcomer. Are you the newcomer? Ah. Oh, it is you. Then, thank you. You're a big helper. I was locked up, but they let me out again. I'm so happy. You can have my shiny plaque if you want. Hab ich schon genommen. Find my treasure. My friend Hannibal used to look after me, and he said he always would. But then he died. But before that, he told me if anything ever happened to him, I had to find something very precious. Entschuldigung, was denn? He gave me a key to the cisterns and told me to keep it safe. He said there's something very precious way up high. Please help me find it. Please. I had to keep it a secret until I found someone I could trust. Oh, thank you. Krass. Here's the key. Guck einer an. Können wir damit also auch oben rein, oder was? Das ist cool. I hope you find it. In the cisterns. Way up high, Hannibal said. Oh, look over there. Something shiny. Is it treasure? Maybe it is treasure. I could see it for myself. Oh, was passiert jetzt? So pretty. And it's just lying out here in the open. Was passiert Maybe jetzt? nobody wants it anymore. Was passiert jetzt? Maybe no one will mind if I just take it. Okay. ich weiß nicht, ob ich es nicht schon bereue. Aber der steht jetzt hier einfach rum. Okay. Du bist lieb, ne? Ja. Ich überlege gerade so ein bisschen. It gladdens my heart that Galerius set poor Dooley free. I will cherish this. Ja, sehr gut. Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob ich mich jetzt einfach in die Kneipe stelle und abwarte. Und ja, wir können natürlich die Tafel einsetzen und so, aber ich vermute fast mal, You, Sisyphus, attack or pursue the dass der Tag eh bald vorüber that ist. always returns. I can't believe Galerius is our new magistrate. Huch. The many shall suffer for the sins of the one. Okay. Aber warum hat die Kamera da nach oben gezogen? Nach links? Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, dass sie das jetzt nicht waren. Nicht wahr? Nicht wahr? Ihr wisst schon. Ach, vielleicht wurde mir auch Sensius gezeigt. Ich weiß nicht. Ah. Ha, interessant. Ich muss gleich mal was gucken. Zwei Sachen. Also wir setzen jetzt vielleicht mal die Tafel ein auch. Kriegen wir ja tatsächlich noch ein Ende oder so. Mal schauen. Ja. Salve, friend. Also, ich bin gerade etwas beschäftigt. Nee, wir machen hier mal Angelegenheit. Sounds serious. I'm listening. Vielleicht wird schon bedroht, aber wenn ihr ihm etwas von der Reiterrinde gebt, kann er damit seine Rolle gehen und er wird sich beruhigen, ja. Oh, Virgil. Poor Rufius too, I guess. Alright, got it. Julia. Alright, let me see. Ja,
Malleolus, dass ihr dank Claudia wisst, dass sein richtiger Name Quintius lautet und Nero seine Grüße schickt, dann richtet ihm aus, er sollte von der Wahl zurücktreten und seine Schuldknechte freilassen. Uff. What? You're serious, aren't you? I doubt Domitius will let me talk to him, but I'll make sure he passes on the message. Look. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Gut. You, Tantalus, cannot catch the drops of water. And the Das weiß ich auch nicht. Mit Ulpius, vielleicht hat sich das dann schon erledigt. Wir haben ihm jetzt ja gesagt, er soll dem auch sagen, dass die Knechte freigelassen werden. Vielleicht hat sich das dann erledigt mit Ulpius. Oder? Dankeschön nochmal, Judoka, für die 111 Herzchen. Danke, danke, danke. Sehr freundlich. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Ja. So viel Liebe. 111 Liebe. Uff. Ganz viel. Ach ja. Danke. Hat sich erledigt, was ich eben gucken wollte. Wir machen mal das mit der Tafel. Ich will immer noch wissen... Ich will aber immer noch wissen, wo eigentlich das Upsi passiert. Was dann die Regel auslöst. Und die Regel bricht. Tja. Werden wir auch noch irgendwie herausfinden. Aber wir gehen uns jetzt erstmal einen beten hier im Tempel, oder? So, na gut, die sind jetzt hier wahrscheinlich noch nicht. Ah! Cool. Cool. Ui, glänzend. Shiny und so. Ah. Huch, Laden. Klonk. Ja, von außen sah das aber nicht so groß aus, oder? Ah. Hades, Herr der vielen, gewährt mir eine Audienz. Nergal, tobener König, gewährt mir eine Audienz. Osiris, Herr der Stille, gewährt mir eine Audienz. Pluto, Vater des Reichtums, gewährt mir eine Audienz. Ja, gute Frage. Ist das egal? Können ja Pluto sagen, oder? Irgendwie sowas ist das. Ja, so ein Ding ist das. Mal Pluto sagen, wenn keine Einwände kommen. Ah, wahrscheinlich müssen wir alle nennen. Aha. Sag ja, man muss es dreimal sagen, nur dass wir es viermal sagen müssen. Aha. 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 Cool. Cool. Ah, nee, wir müssen jeweils das richtige... Oh, jetzt, Dann wird... Das ist hier jetzt Ägypten, oder? Ah.
Ah, sehr gut. Das ist ein Zufall, dass wir den letzten gewählt haben. Da ist das jetzt hier griechisch oder was? Oder ist das hier so mehrere Dings? Keine Ahnung. Ich probier mal. Scheinbar können wir ja auch durchprobieren. Ja, Nergal. Ah, ja. Oh, hell. Was? Was? Was zum Teufel? Alter, was? Ich glaube, ich fall vom Glauben ab, ey. Okay. And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already gathered, I've been known by many names. Nergal to the Sumerians, Osiris to the Egyptians, Hades to the Greeks, and Pluto to the Romans. But the one constant through it all has been my title, God of the Underworld. And I've been watching you with curiosity, mortal, ever since your arrival. You are unlike the others, aren't you? And what is more, you carry a weapon that was never intended for mortals to wield, and you do it so brazenly. But there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of my obelisk, I will allow you to satisfy your curiosity. Ask what you will. Was ist eure Geschichte? My story is many thousands of years long. You will need to be more specific. What do you wish to know? Ihr seid ein Gott. Und seht hier wie ein Mann aus und klingt auch so. Ist die Frau zu eurer Linken? Ist das zu eurer Rechten? Jetzt müssen wir über was anderes reden. This is my beloved. Like me, she has been known by many names. Ereshkigal to the Sumerians, Isis to the Egyptians, Persephone to the Greeks, and Proserpina to the Romans. Or perhaps you might know her as the goddess of springtime, the cycle of life and renewal. Your gaze lingers too long. Aha. Die flüstert also zu uns. That is my servant. You would have met by the river, though she wears many faces and goes by many names. Kumutabal to the Sumerians, Kirti to the Egyptians, Charon to the Greeks, and Charon to the Romans. Her role is to ferry souls between the mortal world and this one, and to make their transition as seamless as possible. For that, she earned herself the infamous, if erroneous, moniker, the Ferryman. You will talk more later. For now, ask your questions. Okay. Warum seht ihr immer noch so ein Klick My kin and I all adopted this form long ago, so that we might better understand and communicate with your kind. In time, we grew fond of the sensory delights it affords. Desire, joy, ecstasy, even rage and sorrow, while an acquired taste can be addictive. Darf ich eure wahre Gestalt sehen? Erstmal, ihr seid ein Gott. It is a matter of perspective. God is a label I was given by you mortals, not one I gave myself. Your ancestors revered me because to them, my knowledge and technology made me incomprehensibly powerful, just as you might seem so to an insect. But despite all that, there are rules even I must obey. Darf ich eure wahre Gestalt sehen? No.
Long ago I swore to Proserpina that I would remain in this form for as long as we remained among your kind. I must honor that. Okay. As you wish. Was ist das für ein Ort? It has come to be known simply as the Underworld, and it exists because of a wager I made long ago. Aha. Wie hoch war euer Einsatz? That is a long story. One that began over 3,000 years ago and continues to this day. You see, long ago my kin and I set out from our home on Elysium to search for other forms of life among the stars. We discovered your planet and witnessed your kind evolving from primates into something lawless and barbaric. You all but destroyed yourselves, your 2 short lives being extinguished by violence and ignorance and disease. Yet Proserpina saw raw potential in you, and persuaded the rest of us it would be squandered without our intervention and stewardship. So we revealed ourselves to your people in a place called Sumer. We offered guidance in agriculture, toolcraft, and law, and you called us gods. For a time you flourished, but soon you were too many for us to oversee. And as you spread from that cradle of civilization, we saw something disturbing. We had sown the seeds of dependency and confusion, and soon you returned to your old ways of violence and ignorance, this time in our name. My kin had seen enough, gave up on your kind, condemning you as barbaric and chaotic, scarcely more than animals. We began preparations to return to Elysium, our home world, a utopia unspoilt by conflict and unimaginable in its beauty. But my Proserpina could not bear to abandon your kind without guidance, and knowing it would force the rest of us to leave her behind, she made an extraordinary sacrifice. She gave up her immortality to descend permanently to the ranks of humankind. And so she began her inescapable trajectory toward death. Horrified, I acted swiftly. I placed her in suspended animation in a deep frozen sleep to prevent age and sickness from claiming her. And then I pleaded with Proserpina's father, who the Romans called Jupiter, to bring her with us to Elysium. It was and is my hope that once there, we might one day learn to undo what she has done to herself. But he refused. I did everything I could to persuade him, but he would not relent. He would rigidly uphold his final pronouncement. Humans were unworthy of ascension to Elysium, and no exceptions would be made. But seeing that I was aggrieved, he proposed a wager, the terms of which were as follows. If even one human city could prove itself capable of living without sin for a single year, then Proserpina and all of humanity would be permitted to join us in Elysium. My part would be to remain behind, the last of my kind, to watch over you, without interfering, and to sit in silent judgment. And so my reward has been to languish here, enduring a 3,000-year winter, waiting for the day your kind proves itself worthy of her faith in you, so that I might take her with me to Elysium and unthaw my goddess of springtime. And here I am, after all this time. Ja, kannst du lange warten, Dude. Gut, wenn wir eins gelernt haben, dann, dass wir hier auf Deponia sind und nach Elysium wollen, oder? Ich glaube, das ist die Quintessenz. Ja. Ja, und der kann trotzdem lange warten, dass hier ein Tag ohne Sünde passiert, ey. Wer sind eure Verwandten? There were also gods who, like me, have been known by many names, but perhaps you knew them by their Roman names. Our leader, Jupiter, as well as Neptune, Saturn, Juno, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Diana, Vulcan, Vesta, Ceres, and of course, my beloved Proserpina. Okay, wer hat die Stadt gebaut? As the first wave of your kind arrived from Sumer, I had them build a city in their own fashion, so that they might be comfortable
and recreate their lives here. I had them build the entrance as a vertical shaft leading to baths, to cleanse them of the sins of their former lives, and to prevent escape. I watched wave after wave of Sumerians arrive, and as their civilization declined over the centuries, they were replaced by Egyptians. Of course, believing themselves to be the superior civilization, the Egyptians promptly built over what had been built before, and made all the same mistakes. After another 1,000 years, the Greeks began to arrive, and then the Romans, and they all did the same thing. They built upon the underworlds of their predecessors, renamed their gods, and ensured their foundations were forgotten. Okay. Wie habt ihr entschieden, wer hierher kommt? Ja, die 1000 Münzen, ne? To ensure the wager was fair, it was important that my subjects were chosen at random. To this end, I had my servant distribute 1,000 tokens fashioned from silver, a rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory of how they arrived. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets, and eventually coins, spreading to Egypt like seeds on the wind. Later, when they spread to Greece, they would come to be known as Charon's obol, or as coins for the ferryman. Some placed coins in the mouths of their dead, hoping they would awaken here, though they had no way of knowing which coins were fashioned from the original tokens. In fact, almost all of the tokens are accounted for, only 2 remain. And so after this wave destroys itself, as it is destined to do, your kind will have squandered the last of its potential to ascend beyond this rock, and Proserpines along with it. Was ich nicht so ganz verstehe, ich meine, die Stadt hier, die hat offenbar ja über die Jahre die verschiedenen, ne, Sumerer, Griechen, Ägypter, Griechen und Römer gesehen. Warum sind wir jetzt hier 2000 Jahre aus der Zukunft hergebracht worden? Ich meine, hätte diese Stadt dann hier auch nicht irgendwie 2000 Jahre existieren müssen und wir wären dann halt in dieser Welt hier zu unserer Zeit angekommen? Warum sind wir so weit in die Vergangenheit gereist? Aber nun gut. Wegen dem Ritual. Ach so, ja. Wegen dem Ritual von Sentius. Das hat das so lange hinausgezögert quasi. Ja, deswegen bleibt die Zeit hier quasi stehen. Aber unsere Zeit lief weiter. Ja, kann man wahrscheinlich so sehen, ja. Okay. Ja. Lustig. Wie haben die Menschen von der Unterwelt erfahren? Das ist eine gute Frage. Ja. One of the first men who came to this place was a king of Sumer and a troublemaker. To be rid of him, I returned him to his people, on the condition that my servant erased his memories of this place. But the erasure did not take completely, and he told stories of this place as if describing memories of a dream. His tales were committed to writing, which came to be known as the Epic of Gilgamesh, and his words were twisted and distorted over generations. Later, the Egyptians would adapt Sumer's stories of the underworld, making them wildly intricate and labyrinthine. Their Book of the Dead and Book of Gates bore less and less resemblance to this place, in their priests' pursuit of profit. Then, when the Greeks began to arrive, they proved far more cunning. And in a series of incidents that will not be repeated, 5 of them escaped. A warrior named Heracles, 2 kings named Sisyphus and Theseus, a poet named Orpheus, and a Trojan named Aeneas. They each told embellished tales of this place, how to get here, and how to escape. And so from Sumer to Egypt, Greece to Rome, your kind has always told each other stories about this place, though each story contained only a seed of truth. Voll krass. Aber jetzt kommt irgendwie alles zusammen, oder? Muss über etwas anderes Of course. reden.
Seid ihr für die goldene Regel verantwortlich? That is merely the name your people have given to it, but yes, it is my doing. Warum die Leute in Gold verwandeln? That is a story dating back to the very first wave. After the Sumerians finished building their city, the self-declared ruler threw a banquet to celebrate. Now this man was unmarried, and many women were vying to become his wife, a prestigious position of power and influence in a new world. Of all the women, 2 were particularly ambitious. Both were beautiful, and both arrived at the banquet wearing eye-catching dresses and painted faces, their hair woven in elaborate fashion. The first woman, recognizing that she would require an advantage to win the ruler's affection, draped herself in jewelry, ornate necklaces, bracelets, and rings fashioned from gold. Seeing this ostentatious display, the second woman grew envious, for she had no such jewelry at her disposal. She prayed aloud to any gods that would listen to cover her in gold. And when her prayer went unanswered, she took matters into her own hands. While the others indulged at the banquet, the second woman summoned the first for a discussion in a quiet place. She checked that nobody was watching and pushed her rival from the top of the ziggurat, where she broke her neck on the rocks below. But I was watching, and I decided to answer her prayer. I took the golden bow left behind by Diana, and I shot that woman in the heart, covering her from head to toe in a layer of molten gold. And I left her to stand there, that she might serve as a grim reminder of what befalls those who sin in my domain. But that was not enough, for the entire city was tainted by her sin, and the wager could no longer be won. So I had no choice but to wipe the slate clean. I gilded them all, to make way for a new wave, and began the wager again. And to this day, each of them, and all who came after, line the halls of this city, inanimate but conscious, suspended in time with only their sight and hearing preserved, so they may bear witness to and lament the folly of your kind for eternity, as silent golden sentinels. Also seid ihr für das Erlöschen all dieser Leben verantwortlich? Naja. I give your kind a second chance at life, as well as ample warning about my law. And when you disobey, and you always disobey, you force my hand, bringing terrible suffering upon yourselves. And so you ask if I am the one destroying your lives. And I say, no, you destroy yourselves. I am merely the means by which you do it. Kommen diese goldenen Bögen. When my kin departed, they left behind many relics which I inherited. A consolation prize of sorts. The golden bow originally belonged to one of my kin, who the Romans called Diana. As my collection of golden statues grew, I chose the most ferocious among them, and equipped them each with a duplicate of her bow, and tasked them with hunting down the Forsaken at my behest. They became known simply as Furies. Ah, ja, einfach outgesourced, weißt du? Was ist für euch eine Sünde? I've always considered that the cornerstone of morality is the ability to determine right from wrong on one's own. No attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 Tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios. This should come as no surprise to you, since the core principle has been expressed in many forms by many of your civilizations. The Egyptians made a rudimentary attempt with do to the doer to make him do. The Greeks refined it with avoid doing what you would blame others for doing. The Roman Stoics added, treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Even the so-called cultists hiding among you often say, do unto others as you would have them do unto you. It is the simplest of concepts, and each one of you is born with the faculties required to apply it to any situation.
Yet none of the peoples who expressed this rule were able to uphold it. Curious, is it not? Dieses Prinzip ist nicht so einfach anzuwenden, wie es klingt. Scheint auch nicht so, als hättet ihr daran festgehalten. Ich habe mein Leben schon immer so gelebt. Nicht so einfach anzuwenden, wie es klingt. For you, perhaps. Woher wisst ihr, wann jemand eine Sünde begeht? I'm able to commune with all of the statues in the city. Their ears are my ears, and their eyes are my eyes. Aha. Ist Frosa Dingsbums auf die gleiche Weise mit den Statuen verbunden? If she was still conscious, I suppose she could, but she's not. Why do you ask? Nee, nur so. Then what an odd question. Ich habe hier schreckliche Dinge gesehen, die für euch keine Sünden waren. Wie konntet ihr zulassen, dass solche Sachen Do you geschehen? plan to speak in sweeping generalizations, or are you going to give me an example? Selbstmord, Preistreiberei für lebensrettende Medizin, Betrug, Schuldknechtschaft, Experimente an goldenen Statuen, Entführung, egal. Ja, ein Beispiel, ja. Okay. I've seen no such thing, but in any case, Ist das taking one's own life is a self-directed act. It is not one that is done to others, however they may be affected by it. Therefore, it cannot be said that one who commits suicide has done anything unto others. Extrem wörtliche Auslegung der Regel. Applying this rule always requires us to interpret the meaning of the words. A literal interpretation helps to minimize the ambiguities of your primitive language. Wenn unsere Sprache voller Zweideutigkeit ist, macht das die Regel dann nicht von Natur aus subjektiv und unzuverlässig? Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Natürlich nicht, vergesst das bitte. Ich habe recht und das wisst ihr. Ich will jetzt hier nicht rausgeworfen werden, deswegen. Was soll ich tun? Ich sag mal, vergesst das bitte. Erstmal. Glaube ich. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Preistreiber für lebensrettende Medizin. How is that inconsistent with the rule I've outlined? Würde auch nicht wollen, dass jemand einen unverschämten Preis für die Medizin verlangt, die er braucht, wenn er im Sterben liegt. I disagree. Having watched this merchant, that is precisely what he would expect from others, and he would be quite capable of paying the price anyway. Das könnt ihr nicht wissen, was er erwarten wird. Das ist reine Spekulation. This rule always requires speculation to some degree. It requires us to ask what another person would want if they found themselves in another situation. Dadurch nicht grundsätzlich subjektiv und Not if unzuverlässig. we're wise enough to know the mind of man. Und ihr glaubt, ihr kennt die Gedanken anderer Menschen. Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Okay, ich glaube, das läuft immer darauf hinaus. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Ein Betrug. Ah, the tavern keeper, yes? How is that inconsistent with the rule? Ja. Sie würde selbst nicht wollen, dass ihr jemanden Schierling verkauft, wenn sie denkt, dass sie ein Fluchtmittel erwirbt. I disagree. Having watched that tavern keeper, that is precisely what she would expect from others. She would view it as a game, one she intends to win. Okay, aber das ist jetzt dann ähnlich, oder?
Applying this rule always requires speculation to some degree. Ja, okay. Not if we're... Now tell me. Schuldknecht. You speak of the moneylender. How is that inconsistent with the rule? Nicht, wenn eines Darlehens in einem 30-jährigen Arbeitsvertrag gefangen sein And he wollen. would never have signed a contract pledging his labor for 30 years. All he did was enforce the terms of a contract signed voluntarily by others. Das ganze Konzept der Schuldknechtschaft wie die Sklaverei ist unethisch. Sie ist nach internationalem Recht verboten, wo ich herkomme. Ignoring your irritating sense of moral superiority. This is interesting. I'm curious. How do people escape poverty where you're from? Es ist üblich, einen Kredit aufzunehmen, um ein Haus zu kaufen. Und an manchen Orten, um eine Ausbildung zu I bezahlen. see. And how long might it take such a person to repay their debt? Es kommt drauf an, normalerweise Jahrzehnte, manchmal das ganze Leben. I fail to see how your system of loans is significantly different to a debt bondsman signing over his labor for 30 years. Nicht das Gleiche. Supposing you're right, and my law has been broken, and I... Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Experimente an goldenen Statuen. The midwife in the palace, yes. How is that inconsistent with the rule? Würde nicht wollen, dass man an ihr herumexperimentiert, nachdem sie vergoldet wurde. Do unto others, meaning other people. Those statues are something else now. Bloodless shadows, mere shapes of their former selves. They are forsaken. What happens to them is no concern of mine. Ist das so? Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Entführung. Abduction. You mean the magistrate imprisoning his daughter in the cistern, I take it. He did so because she sought to escape. A sin I take particularly seriously. Better that he stops her from escaping, albeit brutishly, than I have to wipe out this entire city to punish her. Wouldn't you agree? Sehe ich nicht so. Supposing you're right, and my law has been... Now tell me. Kein Wunder, dass die Leute sagen, die Götter seien grausam. Ich habe genug gehört, dies zeigt lediglich, wie unverlässlich und unsachlich eure Moral ist. Unverlässlich und unsachlich eure Moral ist. Seid nicht besser im Unterscheiden von Recht und Unrecht als jeder Mensch. Uff. Do you honestly think you could do better? Ja, ich bin jetzt dein Gott. Ja. Nein, aber genau das meine ich ja. Niemand kann absolut perfekte Entscheidungen darüber treffen, was richtig und falsch ist. Diese Macht sollte niemand haben. Ihr seid zum Tyrann geworden. Ich sag das. I should strike you down for that. Aha. Wenn ihr es tätet, würdet ihr meinen Standpunkt bestätigen. Genug geredet, ne? Now, did you have any other questions before your reckoning? Very well. Das war alles. Good. Then now it is time for your reckoning. Only, it seems, something is wrong. It has long been within my power to see into the hearts of mortals and weigh their deeds in life. But when I peer into you, I see only a blank slate, as if you did not exist until you appeared in this city. How is this possible? Charon, where did you find this one? I do not remember ferrying you. Was? How did you come here? Was? Ich komme aus der Zukunft. Ja, ja. Vielleicht wirst du in deinem hohen Alter vergesslich. Ja, ja, also schon aus der Zukunft, aber na und? Hä? Ich sag das mal. If that is true, then I sense the intervention of someone powerful.
How did you come to be in this time, mortal? Who brought you here? He cannot know. Das war Proserpina. Ich hatte mir von euch eine Antwort auf diese Frage erhofft. Ich bin allein hergekommen. Meint der hier, ist das Sentius hier Action macht? Aber das weiß er doch, oder nicht? Oder wie, oder was? Ich denke, du bist ein Römer. Ja. Er darf es nicht wissen. Allein hergekommen. Ich habe mir von euch eine Antwort auf diese Frage erhofft. Was soll ich machen? Antwort erhofft würde ich auch sagen, oder? I do not know. My kin departed long ago, and Proserpina has slumbered for 3000 years. Möchtet ihr es nicht wissen als Gott der Unterwelt? Ja, echt, also. Das bedeutet wohl, dass ihr nicht alles wisst, was hier geschieht. Tread lightly, mortal. Enough of this. It seems I will need to put your reckoning on hold for now. But answer this. Why have you come here? What is it you seek? Ich möchte, dass ihr der goldenen Regel ein Ende setzt. Ich will einfach nur weg von hier. Ich bin hier, um euch zu töten. Egal, ich werde jetzt gehen. Ich möchte, dass ihr der goldenen Regel ein Ende setzt. Ja. Wollen wir das machen? Your hubris is amusing, so I will allow you to make your case. But I warn you, if you anger me or waste my time with lies or wrong-headed arguments, you face death here. So, tell me, why should I put an end to the so-called Golden Rule? Wenn ihr das aus Liebe macht, solltet ihr wissen, dass Proserpina euch nicht liebt. Uff. Könnt ihr von uns erwarten, frei von Sünde zu leben, wenn ihr es nicht einmal selbst schafft. Goldene Regel korrumpiert diese Stadt und sorgt dafür, dass ihr niemals den Einsatz gewinnt. Geredet. Ich will ihm nicht der Sünde bezichtigen. Ich will um Gottes Willen nicht sagen, dass das Proserpina ihn nicht liebt. Ich würde sagen, korrumpiert, ja. How so? And be specific. You have made a grave allegation, and I expect you to back it up. Decius preist die lebensrettende Medizin an, weil er weiß, dass niemand sie mit Gewalt nehmen kann. Rufius ist so paranoid geworden, dass er auf Schatten wie Virgils Sexualität anspringt. Schatten, okay. Aurelia nutzt die Verzweiflung der flüchtigen Menschen aus, indem sie ihnen Schierling verkauft. Judas hat Menschen in Schuldknechtschaft gefangen, indem er sie davon überzeugt, dass eine Rebellion euer Gesetz brechen würde. Ja, vielleicht können wir das alles machen. True. I have witnessed him doing that. Ja. He is a volatile and confused fellow, that one. I admit, I have grown disturbed watching her. Guck einer an. His cruelty does seem to grow greater by the day. If you're right, my involvement has corrupted the very thing I sought to observe impartially. Okay. But if I were to accept that, are you telling me these humans could coexist peacefully, without theft or violence? Without my law? Nee. Nein, aber Menschen müssen in der Lage sein, in Ausnahmefällen Gewalt anzuwenden, um ihre Gesellschaft zu korrigieren. Ui, schwierig. Ich kann aber auch nicht... Also ja, kann ich auch nicht ruhigen Gewissens sagen. Tja. Ja. Nein. How so?
Setzen Gewalt ein, um schlechtes Verhalten zu unterbinden, Kriminelle aus dem Verkehr zu ziehen und Tyrannen zu stürzen. Ja. And how is that working for you? Wo ich herkomme, 2000 Jahre in der Zukunft, funktioniert das ziemlich gut. Im Durchschnitt steigt die Lebenserwartung und die Kriminalitätsrate sinkt. So you say, and yet your world is still imperfect. Wird täglich ein wenig besser. Eines Tages sind wir soweit. Unsere Welt wird immer mit Makeln behaftet sein, aber die Art Macht, die nötig ist, um eine Utopie zu erschaffen, wird unweigerlich zur Tyrannei führen. Eines Tages sind wir soweit, kann ich irgendwie auch nicht ruhigen Gewissens sagen. You have spoken eloquently, and yet, if what you say is true, it follows that my wager was fatally flawed from the beginning. But that would mean Jupiter, Proserpina's father, who knew more about you than anyone, proposed a wager I could never win. Why would he do that? Du, das musst du einen Buddy fragen. Vielleicht hat er auch einen Fehler gemacht. Vielleicht wollte er, dass ihr die Wette abgebt, damit Proserpina frei von euch ist. Vielleicht fühlte er sich von euch bedroht, weil er keine möglichen Herausforderer auf Elysium haben wollte. Ich hatte euch zurückgelassen, weil selbst eure eigenen Verwandten euch nicht wollten. Nein. Einen Fehler gemacht. Frei von euch ist nein. Vielleicht fühlte er sich von euch bedroht, oder? Herausforderer auf Elysium. Könnten wir vielleicht mal versuchen. Perhaps, but if that was so, surely I would have sensed his deception. How could I have been so blind for so long? Seid nicht besser als wir, ihr seid ein machtbesessenes Monster. Ja, sehe ich. Vielleicht habt ihr, als ihr menschliche Gestalt annahmt, auch einige menschliche Schwächen angenommen. Ich wart ihr durch eure Liebe für Proserpina geblendet. Das ist sehr menschlich. Schwächen klingt so negativ. Der Liebe zu argumentieren, kann man machen. Your words sting me, mortal. But perhaps it is what I deserve. As difficult as this is to admit, I have suspected as much for a long time now, and I cannot deny it any longer. I've been so fixated on taking my beloved to Elysium that every time one of you sinned, it wore away my hope of being with her again. In time, I began to despise your kind for making her believe that you could ever be better than you are. But my rage was not born of malice, quite the opposite. Everything I have done, I did because I loved her. Who knew this empathy of yours, which you celebrate so much, could have such a dark underside? This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. But know this, if I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Wollen lediglich in unsere Welt zurückkehren. Warum können wir nicht nach Elysium? Nach Elysium, nee, wir wollen lediglich in unsere Welt zurückkehren, oder? Very well. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Warum? Once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place, and you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? Ich bin bereit. Farewell, mortal. Ciao. Alter Schalter, das war der längste Dialog ever einfach.
Ja, cool. Die Überreste des Tempels. Ja. Oh. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Alworth, ich bin hergekommen, dich zu suchen. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Know who you are. I barely remember how I got here myself. Oh, did that lady in the forest send you in here after me? I guess I lost track of time, learning about the history of this place, and it is extraordinary. I'm fairly certain you and I are the first people to set foot in this city for about 2,000 years. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account into a tablet. Apparently, there was a community of 20-something people trapped in here, and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them all into gold, like the 1,000 people who'd lived here before them. Then, one day, just as Galerius had finished praying for a good harvest at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, foiling an assassination attempt, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And the doors just opened up to him. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds of years? Also eigentlich bin ich das gewesen. Diese Römer, ach, diese Römer sind verrückt. Verrückte Hühner, Römer. Nee, eigentlich war ich das ja. What? Oh, I see. For a moment there I thought you were serious. Anyway, I think I found a way out through the aqueduct that brought water into the city. Follow me. Ich bin direkt hinter euch. Alter. Huch. Okay. Los. Los. Up. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else is ever lured. Okay. You go on ahead, and I'll be there soon. Gut. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie das jetzt aussieht hier. Moin. You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Bin gefunden, er wird gleich hier sein. What a relief. Why don't you tell me what you discovered? Ich habe herausgefunden, dass du nicht die bist, für die du dich ausgibst. Ich erinnere mich daran, dass ich dich vor 2000 Jahren getroffen habe. Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. You can just call me Charon, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. That most people find comfort in familiarity. Welche Wahrheit wäre das? That you died. Genau. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. Bin ich gestorben? Most souls ask yourself on as you wish. You, unfortunately, a nearby hiker, you both fought bravely. There was nothing. He died instantly. That man's name. You were each in possession of a sacred. Pluton sagt, die Münzen, die Elle und ich hatten, waren die letzten, die es gibt. Was bedeutet das für dich? It means I am now bereft of purpose. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company.
After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Sind die Münzen so besonders? Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouths to pay the ferryman for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple. Whenever a Ja, Pluto erwähnte, dass meine Münze die letzte sei. It means I am now bereft of purpose. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Könnt ihr uns das Landleben I see zurückbringen? no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't... And there was a tablet describing an oracle who confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story. And I look forward to hearing all about it. But you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Okay. Ein Jahr später. Was? Huch? Huch? Kniepel? Geht so. Huch? Okay. Private member wing currently exhibiting ancient Rome, Greece, Egypt, Sumer. So summertime. Okay. Hey, you made it. It's great to see you again. I read your book, and what the critics said about it. I guess they weren't ready for your theories about the underworld. Anyway, after everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius' tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you. I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? Okay. I'll catch up with you at the other end. Es geht immer weiter, ey. Was ist hier los? You're finally here. Remember me? Galerius, was macht ihr denn hier? It's a crazy story. After you disappeared, Charon appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. Was habt ihr die letzte Zeit so gemacht? Oh, I used Charon's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work, but I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. Seid ihr jetzt bei Equity? I know. I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. We're planning to get married next spring. If you're going to be around, we'd love to see you there. Ja, klar. Es war schön, euch wiederzusehen. Of course. There's a whole museum full of people waiting for a chance to thank you. So you better keep moving. We'll speak again soon, my friend. Ja, ist doch alles unfassbar, ey. Oh, hello. Der Duli. Moment, Equity, ja. You're here. Ah. It's lovely to finally meet you.
Galerius told me all about you. Ich freue mich, euch zu sehen, So, Equitia. you're the hero who somehow vanquished the last of the Roman gods. As I'm a priestess, you realize you've put me out of work. I'm just teasing. Actually, and it still feels a little sacrilegious to say this, I'm finding life after religion quite enjoyable. Alter, ey. Galerius and I are engaged and expecting. We've just bought a lovely villa in the countryside with room for a large family. And Dooley too, of course. It feels like the world has just opened up for us. There's so much to learn and so many more possibilities for our children than we ever imagined. We're just so thankful for what you did for us. For all of us. Ja, wie geht es Livia? Oh, it's sweet of you to ask. She recovered nicely. In fact, she's here somewhere, if you'd like to ask her yourself. Werde ich tun. Schön, euch See you at the wiederzusehen. wedding, I hope. Alter, ey. Hello. Hi. I'm Dooley. Ja, erinnere mich daran, wer ihr seid. Dooley. Galerius said you're very nice and a big helper. Thank you for getting us out of the bad place. I didn't like it. Habt ihr so gemacht? I live at Galerius and Equitia's house. They look after me now and help me remember when I forget things, like brushing my teeth. Tut mir leid, dass ihr euren Schatz nie gefunden habt. Treasure? Oh, I forgot about that. I like my box now. Galerius got me a box that tells stories. It's my favourite thing. Oh, bin froh, dass ihr glücklich seid. Geschichtskisten sind toll, ne? Ja. Ist toll. Bye bye. Tschö. Oh Mann. Hey. Hi, Horatius. Aha. Aha. Hi there, I'm Horatius. Ah, hi. Hi. I understand we have you to thank for giving us a second chance at life. And reuniting Centilla with us as well. So, thank you. I'm living up north and studying in the military academy in Modena. I'm going to be an officer one day. The world's changed a lot. But some things stay the same. Would you believe we're still studying military tactics from my time? Alexander the Great, Caesar, Hannibal Barca. Still, I have to keep challenging myself to let go of old ways of thinking and embrace the new. As Seneca wrote, the ones who pioneered our paths aren't our masters, but our guides. Tut mir leid, dass ihr euer Mädchen nie wiedersehen konntet. Ah, you remembered that. Thank you. I grieved for a time, but that's done. In the words of Epictetus, as those who rode behind triumphant generals remind them they are mortal, remind yourself your precious one isn't one of your possessions, but something given for now, not forever. Thanks. Es ist nur aus eurem Kumpel Domitius He's not my... geworden. Oh, I see what you did there. Good one. He had more trouble adapting than most. He got himself disqualified from the UFC. So he started some kind of underground blood sport. What? Like we had in Rome. Suppose it appealed to people's baser instincts. And they say he made some good coin, killing a bunch of men like that. But his luck finally ran out. And his life along with it. Oh. You know what they say. Live by the sword, die by the sword. Das ist schade. Perhaps. Es war schön, euch wiederzusehen. And you. Farewell. Das ist ja echt der Knaller, ey. Cynthia. Ah. I take it you're the Oracle. Thanks for coming. Ah, schön, ja. Actually, I changed my name to Cynthia. I didn't want to be associated with Sentius after what happened. I'm not sure if you heard, but after you drove Pluto off, Proserpina emerged from the Great Temple. She knew right away what none of us had figured out about that psychopath. He'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. But he's been dealt with.
You know what? The important thing is we'll never see him again. Alles klar. Anything I want. I'm a woman of means in a vast new world. I can go wherever and do whatever I please. Of course, I mostly just stay in my villa and have my servant Alexa summon things for me, because it's just awful out there. Barbarians everywhere. Es ist mit Sentius passiert. He's still there, all alone. The last golden statue in the underworld. Trapped in a metal shell, slowly losing his mind until the end of time. Eternal torment. Just what he deserves, if you ask me. Gut, passt. You too. See you around. See ya, Cynthia. Jetzt der Name geändert. Es ist alles so gut. Julia. You're the Oracle, right? Ochilius geht es gut. Oh, of course. Sorry. And I never got a chance to thank you for telling Galerius how to save my life. And of course, getting me and all of us out of a terrible situation. Das war ein bisschen Übersetzungs-Upsi. I barely recognize myself. I'm living in a house share in London with my wonderful girlfriend. And I'm studying English at university. Eventually, I want to travel the world and write about it. Turns out, it's about 30 times bigger than the Roman Empire ever was. Did you know there are entire continents Rome never knew existed? And you can travel almost anywhere in an aircraft, which is rather like flying on a Pegasus, but much more comfortable. Oh, sorry, you already know all that, of course. I'm just so excited. There's so much to see and learn and write about. Oh Mann, mit neuen Augen zu sehen klingt wunderbar. I have noticed people from your time have no idea how fortunate they are. I hope to change that. One day. Was ist aus Malleolus und Claudia geworden? Last I heard, Malleolus kept insisting he was the last rightful ruler of the Roman Empire and wound up being committed to a psychiatric hospital. As for Claudia, she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on wine, trying to drink herself back to the underworld. After the horrific way they treated Ulpius and me, I can't help feeling a sense of... what's that German word? Schadenfreude? Schadenfreude, ja, that's about right. Ich denke, ihr dürft euch so fühlen. Klingt so, als hättet ihr sie ihre gerechte Strafe erhalten. Ja. I couldn't agree more. Was ist mit Aurelia passiert? Someone told me she was boasting about getting her claws into some rich prince, and how she was going to be living the high life from now on. Even in your time, life still isn't fair. Apparently, he'd proposed before they'd even met. And last I heard, she'd bought herself a first-class one-way ticket to join him in some exotic place called... what was it? Nigeria? Some people have all the luck. Okay. Macht euch keine Sorgen, etwas sagt mir, dass sie bekommen wird, was sie verdient. Das Orakel sehe ich eine schreckliche Enttäuschung in ihrer Zukunft voraus. Really? Huh. I feel better already. Thank you. Gut. You too. If you're ever in London, let me know. We can go to bars and drink wine and listen to the stories of the 9 million people who live there. I hope so. Cool. Look, Risha. You are here. It's nice to finally meet you. Hey! Lucy is fine. I'm making an effort to blend in, as you can see. We are all trying to keep a low profile. If the world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought back to life 12 months ago, they'd never leave us alone. Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say the gods smile on you, but I hear you drove the last of them off. So... I'm studying to get into medical school. As much as I resented the responsibility of keeping everyone in the city alive, when it ended, I realized I missed it. So I guess I'll just keep saving the world, if begrudgingly, one patient at a time.
You too. Don't be a stranger. Das ist ein Ding alles, ey. Können wir noch looten? Hey. Was? Ja. Hello. Der Georgius. Greetings. You must be the legendary oracle. It is a sincere privilege to finally make your acquaintance. I am Georgius. Ja, freue mich auch. I am told we have you to thank for freeing us from Hades, and for that I am most grateful. I am reacquainting myself with Greece. It has changed so much over the last 2,000 years, I barely recognize it. This is at once heartbreaking and thrilling. Perhaps one day, once I have seen all of this new Greece and sampled her delights, I will settle down in Santorini in a villa overlooking the Azure Aegean Sea. I hope you will join me there and regale me with the story of how you faced off against the fearsome god of the underworld and won. Klingt gut. You too, my friend. Fabia? You're the one we've been waiting for. I'm Fabia. Hallo. I wanted to say thanks for sending Galerius to save my life. I don't know how you knew. Is it not? I would have been crushed by that shrine for sure. Gern geschehen. I'm just so happy to be here with you and everyone together again, even if it's just for one more night. Well, it's not like I have to work with all the silver Charon gave me, so I just do what makes me happy. Mostly that means baking for my friends and looking at memes while binging TV shows in yoga pants. What a time to be alive. Sehr gut. Thank you. I really am. Ja, die findet sich ja auf jeden Fall. Die findet sich zurecht. Gut. You too. YouTube, ja. Einsiedlerphilosoph ist auch da. Nein. I take you the oracle everybody's talking about. It's a pleasure to finally meet you. Wir sind uns schon begegnet, ja. We have. I'm sorry, I don't remember. In any case, I'm Philip. I never thought I'd leave that cave, let alone the city. And now I'm living in the 21st century. What a time to be alive. And it seems I have your catabasis to thank for it. I'm working as a consultant to the Faculty of Classics at Cambridge University, helping fill the odd gap in their knowledge. Not that I need the money, but I do love being around enlightened minds again. Das glaube ich gern. My sincere thanks once again. Akkurat. Octavia. Oh, hello. It's lovely to meet you. I've heard so much about you. I'm thankful that you're here. I was sure the person who drove off the last pagan god would have more important things to do than visit the likes of us. But thank you for coming and for saving our lives. What you did was extraordinary, and I'll never forget it. I'm living in Rome again, in a charming little flat by the Tiber, not far from my old place. Oh, and I'm training to be a crisis counselor. After you sent Galerius to persuade Ulpius not to take his own life, I was inspired. I just want to spend the rest of my life helping people, like you helped him. Ausgezeichnet. Thank you. That means a lot. And you? Oh, and I hope this isn't too forward, but some of us are going out for a drink after this, if you'd like to join us. Gibt's Wein? Wonderful. I'll see you soon. Good evening. Livi. Greetings. Hi. Wie geht's denn so? Thank you for your kind words and for liberating us all. In all the time I was in the underworld, I never once imagined that I might end up in a place so much like Elysium. Ich habe in letzter Zeit gute Gedichte gelesen. Ah, you remember that. Hello I'm there. a little tired of Ovid,
But that's all right. I have 2,000 years worth of poetry to catch up on now. I'm already up to the 19th century, and am quite enjoying the work of a fellow named Poe. I think I may have found a kindred spirit. Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence. Gut gesagt. I'm recovering. Octavia was kind enough to let me stay with her for a while, at least until I'm well enough to be independent again. And you. Farewell, friend. Some soiree, innit? Dies. Oh, hello at last. You must be the oracle I've heard some. I'm Dacius. Ah, du Arsch. Listen, I wanted to express my sincere appreciation for what you did. If it wasn't for you, I'd never been able to sell all those useless old relics I accumulated. Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Thank you. Das war völlig Such unbeabsichtigt. acerbic wit. I love it. I took the money I made from selling my trinkets and started investing in the stock market. That's where the real money is now. In fact, I was hoping to ask your advice, you being the oracle and future. Which stocks I should invest in next? I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling and arms. What would you recommend? Ich kann nicht wirklich in die Zukunft sehen, fürchte ich. Ich würde nicht helfen, selbst wenn ich es könnte. Oh, don't be like that. You can tell your old pal Daisy. I won't take no for an answer. DVD-Verleih hat eine große Zukunft. Fernsehsendungen sind die nächste große Erfindung. Printmedien werden ein großes Comeback erleben. Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. I'll go over and buy up as much stock as I can tonight. I'm gonna make a bloody fortune. Ah, schön. Of course, don't let me keep you. Thanks again for the tips, my friend. Please keep off the furniture. Ich könnte den so einfach einmal in die Eier, ey. Oh Mann. Kabasch. Viele Leute wir einfach It is an kennen. honor to finally meet you, Oracle. Oh, okay. Das sah akkurat aus. You know my name? Oh, of course. You are an oracle. You know many things. I too would like to offer my thanks for releasing us from that place and for your role in bringing us here. This world is truly wondrous. Oh, Mann. For a time, I returned to Alexandria, but they have no need of another fisherman, and I came to see there is nothing for me there. Instead, I have decided to follow the custom of your youths and backpack the world. It is a great adventure, and I have met many people from many cultures. I spent the first 25 years of my life avoiding the 42 sins that would deny me access to the afterlife. Now, I think it is time I had some fun. Sehr gut. Indeed. Thank you, Oracle. Ist hier noch... Ah ja, Rufus, Virgil... Ah, es ist ja noch mehr. Nice to meet you. Rufus. I go by Rufus now. Na, echt? New start, new name. Oh, and thanks, by the way, for what you did. Sorry, I'm no good with the mushy stuff. Das klang jetzt komisch. Auch die Details so, wenn sich der Name hier ändert, dass das so ein bisschen glänzt. Rufus, ja. Echt der Hammer. I live with Virgil in Rotterdam, not far from where he grew up. It's very modern. Destroyed in the war, and it rebuilt itself. Good place for a fresh start. So. Haven't decided what I'm going to do with my life yet. One adjustment at a time. Geärgert, ja.
Good to know. Anyway, it was good practice for the new world. Security cameras and smartphones everywhere. Got to stay vigilant. Vielleicht. Ihr gewöhnt euch dran. You too. Look us up next time you're in the Netherlands. We're grateful. Cool. It's so nice to finally meet you. I've heard so much about you. I wanted to thank you personally for getting us out of there. And for helping Rufus come to terms with himself. He may come off a little gruff, but once you get past that, he's a lovely fellow. I'm studying to be an architect again, and living with Rufus in our beautiful flat in Rotterdam, just down the river from Nijmegen. Where I grew up. Of course, it's improved immensely since I was there last. Gleaming futuristic buildings and clean streets full of educated, accepting people. You natives of the 21st century have no idea how fortunate you are. You too, as Rufus said in his own laconic way. If you're ever in the Netherlands, we'd love to show you around. It's the least we could do. Danke. Scintilla. Hello there. Also. Oh, I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me, and that monster got what was coming to him. Tja. Ja. Klingt, als hätte er bekommen, was er verdient hat. I'm living with Ulpius on a little vineyard in Umbria. It's even more wonderful than I dreamed it would be. I'm so grateful to you for making sure he's still with us. If you're ever passing through the region, I hope you'll come and visit us. You can try some of our very own wine. Okay. Thanks. You too. Und Hello. It's nice to finally put a face to the name. I'm Ulpius. Hi. I understand I have you to thank for sending Galerius to save my life. Oh. The way you just showed up out of the blue and stopped me from making a terrible mistake. I'll be forever in your debt. Sie sagen jetzt das hier mit, dass wir zu Ihnen geschickt haben. Musste das so sein oder hätten wir es auch selbst machen können? Oder hätten wir die ansonsten nicht überzeugen können, für ihn zu voten? Gut. Wobei, haben wir ihn überhaupt überzeugen können? Letztendlich? Naja. Gut, anyway. I'm living with Gabriella in Umbria. We finally bought the little vineyard we always dreamed of. It'll be a little while before we know what we're doing, but every day I look at her and this extraordinary new world with all its beauty and I think, what if I'd given up hope? Glaube, wir konnten Missed am out Ende... on all of this. So we're living each day to the fullest. Doch. And we end them all the same way. Sitting together on our terrace with a glass of our wine, which the locals say is almost drinkable now, and watching the sunset over the rolling hillside. And I couldn't be happier. Das war das, was ich vermutet habe, dass der den indirekt gerettet hat, indem er Malleolus gesagt hat, dass er die befreien soll, und dann ist er bestimmt zu dem gegangen. Naja, ist auch egal. Thank you. I wouldn't be here without you. You too. So. Hui. Boah, langsam bin ich aber durch, ey. Uff. Gut. Ausstellen. Cool. Wow. So, was ist jetzt hier? Jetzt müssen wir noch eine Rede halten. There you are. I hope you enjoyed that. Now, there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know her.
Sorry if I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long, long time. Stimme kenne ich doch. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal. I wanted to meet you in person, and thank you for freeing all these people, and me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. Ja, die ganze Zeit zu mir geflüstert. Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. Danke. Die Zeitschleife geschaffen? I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of the cycle of life and renewal. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. Was wurde aus Pluto? I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather hope it stays that way. Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will, one day. And you, although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Good, because they remember you. Well done, my friend. Of all the heroes who ever journeyed to the underworld and returned, none came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas. But the crowd. Ende 4 von 4 einfach. Alter, haben die alles gegeben. Unfassbar, ey. Haben die einfach alles gegeben. Aber ein Ende steht noch aus, oder? Das werden wir uns dann aber noch angucken. Uff. Eine Nachricht von den Entwicklern. Wir würden uns freuen, in Zukunft noch bessere Spiele zu machen. Du kannst dabei helfen, indem du The Forgotten City einem Freund empfiehlst. Eine Rezension schreibst. Je mehr Leute unsere Spiele spielen, desto schneller steigen wir im Level auf. Wenn du der Erste sein willst, der über unser kommendes Projekt informiert werden möchtest, setze dich mit uns in Verbindung. Ja. Sehr krass. Alter, boah, die haben aber übertrieben reingehauen, ey. Hammer. Das Ende zog sich jetzt auch. Uiuiuiui. Bin aber auch durch jetzt. Aber sehr, sehr, sehr geil gemacht. Gut. So. Jetzt aber dringend Feierabend, ey. Uff. Ja. Einfach über 6 Stunden, ey. 1:10 Uhr. Ja. Gut. Ja, gern geschehen. Vielen lieben Dank fürs Durchhalten. Heute waren wir wirklich allein, oder? Also geht so. Ich meine, offensichtlich waren ja zeitweise irgendwie 3, 4 Leute da. Ich habe hier trotzdem nur 2 angezeigt, keine Ahnung. Egal. So. Zack. Mal so, mal so. Oh, das ist die... Nee, doch nicht die Instrumental. Gut. Ja, vielen lieben Dank. Auch noch einen schönen Abend. Gute Nacht schon mal. Träumt fein. Und ja, danke noch fürs dabei sein.
sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Macht es gut. Und tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.